Da! Hello. Have we met before? Ja, vor 2 Minuten. Bezüglich der griechischen Tafel da, hinter dir. Do you like it? It's shiny, innit? It makes me happy just looking at it. Dürfte ich das bitte haben? But if I gave it to you, then I wouldn't have it anymore, and I'd Kannst mein be Geld sad. haben oder so. Also, was muss passieren, damit ihr mir sie gebt? Well, if you ja, get ich me dachte out es of mir. here, then I wouldn't need it anymore because I'd already be happy. Then you could have it, and you'd be happy too. Sentius will euch niemals freilassen, aber vielleicht, wenn wir einen neuen Magister hätten. Like hilarious. Ah, schwierig. Nice. Vielleicht wird euch Malleolus befreien, wenn er gewinnen sollte. I don't think he likes me. Okay, also muss ich Leute überzeugen, Galerius zu wählen. Yeah, Galerius will let me out. Then you can have my plaque, and everyone will be happy. Das ist aber nicht so einfach. Bye bye. Fuck, okay. Das ist nicht so einfach. Was ist jetzt? Wir müssen jetzt so viele Szenarien durchgehen. Was ist, wenn wir jetzt tatsächlich... Bist du eigentlich immer noch beschäftigt? Fortune smile on you, brother. Was ist, wenn wir jetzt mit ihm wieder reden? Was passiert in der Zeit? Ne, den kann ich jetzt überschreiben. Was passiert jetzt? Citizen, I thought I told you to get out of my villa. Tatsache, okay. I'm bored with you. Okay, wir können mit ihm nicht mehr interagieren. Jegliche Gesprächsoption hat sich gerade erledigt. Interesting. How come you're allowed a weapon and I'm not? Galerius wählen. Wie bringen wir jetzt die Leute dazu, Galerius zu wählen? Ah, nein, wir können ihn nicht angreifen. Don't you just Das love Spiel vorbei. springtime? Oh, Junge, das Spiel ist so verzwickt und kompliziert und genial. Das ist sehr schwierig einzusteigen. Was ist mit der rätselhaften Tafel? Achso, die Tafel taucht auch, wenn wir die anderen haben. Was ist mit dem Kabasch-Typen? Wo ist denn der? Also wenn ich dir einen Tipp geben darf, Jung, dann solltest du das Ding nochmal von ganz Anfang an genießen. Denn ich weiß ganz genau, dass dir das voll zusagen wird. Genauso mit meinem Spielstil. Ich glaube, dir entgeht sonst einer der wahrscheinlich besten Sachen, die ich seit sehr, sehr, sehr langer Zeit wieder gespielt habe. Wo zum Teufel ist der Dude? Ah, das ist der Unterding unter der Stadt. Oh, I remember him. Moin, Isa. Oh, ja. Haben wir da noch Zeit für? Okay, dann müssen wir ja eigentlich in einen Zyklus mal hinkriegen, dass Galerius gewählt wird. Oh, das wird auch interessant. Uah. So, hallo alter Mann. Ah, welcome. May I ask your name?
Ja, ich bin Wolf. Sincere? Tell Also, ich suche nach einer Tafel, die vom Obelisken entfernt wurde. Ah, yes, that cursed thing. I know exactly where it is. I will tell you everything I know, but first, a request. Ach, scheiße, jetzt muss ich seine Quest erst machen. Wie das alles zusammenhängt, ey. Habt ihr den Namen des Gottes erschlossen, der für die goldene Regel verantwortlich ist? Ja! Pluto! Der Gott der Unterwelt. Das wissen wir nämlich jetzt durch das Gespräch mit der Priesterin. Finally. Excellent. I see you are indeed quite astute. Very few come to that realization before their time in the sun is over. Now, will you join me in a friendly Socratic dialogue? Ja, was auch immer das bedeuten mag. Ich stimme dir völlig zu, Lucaso. Das sind die Peaks. Das sind die absoluten Streaming Peaks. Ja, klingt doch einfach. Wonderful. Then let me begin with a question. Would you say you know the difference between right and wrong? Ja. And to what extent? In every situation? Jederzeit. You sound confident, but I must ask, has your confidence not waned upon finding yourself in this place? Knowing that your moral errors will result in the deaths of yourself and everyone around you, how confident are you now? Bin super zuversichtlich. Interesting. I'm reminded of something Socrates once said. To paraphrase, better to know that you know nothing than to know nothing and think that you know. It is because knowledgeable people have learned enough to know they know very little in the broader scheme of things. You see, out there in the world, being uncertain about right and wrong was acceptable because our mistakes rarely had consequences. So we would tell lies and bend rules and turn a blind eye and rationalize, and yet still find a way to think of ourselves as good people. But under the golden rule, morality matters. The slightest wrongdoing could result in a mass execution. Richtig. So to navigate this maze, we would have to be certain about the difference between right and wrong. Wouldn't you agree? Sagst du Bescheid, Junge, ob ich mit dem, was ich gesagt habe, recht hatte? Na? Hau rein. Ja, wahrscheinlich müssen wir das. So let me ask you this. Is there one system of morality which is always perfectly correct, which you could follow in every situation and always do the right thing? Ehrlich gesagt ist die Antwort nein. Ich weiß leider nicht, was er hören möchte. Nein, bestimmt nicht. Trotzdem sage ich jetzt mal ja. Let me guess. Is it yours? Ja. Ah, so you think of all the thousands of competing morality systems that exist. All of them were wrong, except yours, which is always perfectly correct. Völlig logisch. And you can follow that system in all situations, because there is only ever one possible interpretation. Ich denke, das driftet ab. Er möchte, glaube ich, dass ich zurückziehe, aber ich sage jetzt einfach mal weiter, ja, weil ich wissen will, was passiert. I honestly can't tell if you're seeking to frustrate. Ja, genau das. Or if you genuinely believe what you're saying. Ich bin davon überzeugt. Then you are an absolutist. I can teach you nothing because your mind is closed. And you can teach me nothing because your position is irrational. Leave this place. There is nothing more for us to discuss. Hätte man nicht machen dürfen.
Und nun? I'd rather not waste what little time I have left reasoning with the likes of you. Leave me. Krass, man hat's jetzt mit ihm verschissen. Wait. Und was für eine Auswirkung hat das auf die Quest? Hä? Ah, I'd rather not waste what little... What? Wahrscheinlich dann einfach nur in dem Zyklus nicht mehr möglich, ja. Dann werden wir jetzt wohl laden. Also wann war Autosave? 3 Minuten eher, das sollte passen. Ah ja. Okay. Na, bevor wir das im nächsten Zyklus machen, laden wir jetzt natürlich, um uns Zeit zu sparen. Welcome. Also, ich bin Wolf, ich suche nach dem Ding, ja, du möchtest, hier, Pluto ist es. Sokratisches Gespräch, ja. Kann ich richtig von falsch unterscheiden? Das ist eine komplizierte Frage. You are an overthinker too. We're the same then. It is probably why I became a philosopher. But if you struggle with right and wrong normally, then down here with the golden rule, surely your struggle can only have become more difficult. Ja, ich denke schon. Well, that's reassuring. And the truth is, you're not alone. You see, out there in the world, being uncertain about right and wrong was acceptable because our mistakes rarely had consequences. Stimmt sogar. So we would tell lies and bend rules and turn a blind eye and rationalize, and yet still find a way to think of ourselves as good people. But under the golden rule, morality matters. The slightest wrongdoing could result in a mass execution. So to navigate this maze, we would have to be certain about the difference between right and wrong. Wouldn't you agree? Aber wessen Version von richtig und falsch? That is an excellent question, and it leads directly to my next line of inquiry. So let me ask you this. Is there one system? Nein. Are you sure? Or is it possible that humans simply haven't figured out the right system yet? Ich glaube, wir haben das richtige Moralsystem noch nicht rausgefunden. After hundreds of years and as many great thinkers dedicating their lives to these questions, what hope do we have if our best and brightest haven't been able to answer them? Worauf wollt ihr hinaus? My point is this. I don't think anyone alive truly knows any hard and fast rules about right and wrong. Ja, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Was ist mit, du sollst nicht töten? Sagst du, in irgendeiner Art und Weise ist das natürlich trotzdem okay, oder? Surely you would agree there are circumstances where an exception may be made, such as where it is necessary for self-defense or to prevent a greater evil. For any rule, you can imagine there are countless situations in which that rule may be suspended, and those situations are impossible to codify. If there is one thing I have observed about rules, it is that virtuous people do not need them, and evil people will always find a way around them. And so we must accept our limitations, and the sad truth that no human society will ever achieve the utopia for which it strives. In mathematics, we would call it an asymptote, a line that can be approached but never reached. Because the only way to create a utopia is with the ever-present threat of force, such as the Golden Rule. This and no other is the root from which a tyrant springs when he first appears as a protector. And life under tyranny is no utopia at all.
Sicher? Warum nicht? I admit, I am talking a lot. Forgive me. I'm just excited to have company. In any case, thank you for humoring an old man. I would be happy to answer die your richtige Antwort. questions. Okay, dann erzähl doch jetzt mal ganz von Anfang an, wer bist du und wie bist du hierher gekommen? You mean, how did I end up living alone in this cave with nothing but these relics of the past for company? It's a long story. Ich bin ganz Ohr, hau raus. I was a quarrelsome young man. At 19, I left Corinth for Rome to study rhetoric at one of her finest academies, so I could argue more forcefully. Back then, I used to enjoy verbally sparring with everyone I could, and I was good. One night, I found myself in a tavern in an argument with a drunken mercenary. It became heated, he drew a gladius, and I won the argument, but lost my life. I woke up on the banks of the Styx at a campfire opposite Karen. Of course, I tried to persuade her to let me return, but even with all my skill, I failed. I settled in, made friends, and learned what I could, quickly realizing our little community faced certain death under the Golden Rule. So I began looking for a place to hide underground. Fortunately, I found this place waiting for me. You see, I was not the first to take refuge here. I returned to my friends above, persuaded them to join me, and 12 of us descended for the last time to live out our days hidden from Hades' tyranny. Warum sagt ihr Hades? Alle sagen, redet doch hier von Pluto. Bartas, Dankeschön für den 22. They are one and the same. The Romans call him Pluto, but long before that, my people called him Hades. Und warum könnt ihr nicht einfach an die Oberfläche zurückkehren? My generation was wiped out, turned to gold, many years ago. My friends and I were able to avoid the same fate. Er ist sozusagen der einzige Überlebende von den ganzen Leuten, die da oben zu Gold verwandelt wurden. Hades would realize that his furies hadn't finished the job, and he'd send them after me again. Und warum könnt ihr mir euren Namen nicht verraten? I fear that if you were to utter my name in the city, even by mistake, that Hades would hear you and know I am still alive. Und wo sind jetzt die anderen? I'm afraid I am the only one left. There were 12 of us in the beginning, but one by one, my friends passed away. Some from malnutrition, others from madness and despair. It has been lonely. Before my unexpected visit from Kabash some weeks ago, I'd not seen another person in many, many years. Speaking of Kabash. Aber gut, dazu kommen wir gleich. Wie habt ihr hier unten überlebt, wenn ich fragen darf? Living in darkness is not without its challenges. The first challenge is diet. Fortunately, I found that eating fresh fish provides most of the nutrients I need. And sometimes, when there are Greek people living up above, I surface at night and salvage the offerings they've left in the temple of Demeter. The greater challenge is the isolation. So I like to imagine arguments, where I argue both sides. Ja, natürlich. But Bisschen like Ärger so im many Kopf. things in life, arguments are better with a partner. Okay, lass uns noch über was anderes reden. Und zwar, weil ihr gerade es schon angesprochen habt mit Kabash. Aber vorher will ich natürlich wissen, ob er weiß, ob man hier überhaupt rauskommen kann. Ha! If I did, would I be living like this? Das dachte ich mir. Was hältst du von der goldenen Regel jetzt Did letztendlich? we not discuss it at length already? Oh, I see. You're toying with me. Ha! Okay, wo kann ich Kabash finden? I will tell you, but you may find him hostile. To prepare for your encounter, there are certain things you must know. Very few know this, but before the Romans came to this city, it was once entirely Greek. The architecture, the temples, and the people. When the Romans came, in typical fashion, they claimed it as their own, built over everything that could be built over, and renamed the things that could not. Thus, the shrine of Persephone became the shrine of Proserpina,
And when they found an obelisk bearing the name Hades, they tore it off and replaced it with Pluto instead. And the city's dwindling Greek residents, witnessing this compulsive Roman conquest, decided to preserve what they could of their heritage. They gathered their art and valuables, secreted them away through the Temple of Demeter, and hid them here, out of reach of the Romans. Also soweit bin ich bei euch. However, there was one thing that always seemed out of place to me, and it is the very thing you seek. An even older plaque bearing an Egyptian inscription. Und was hat sie gesagt? We had no idea until years later, when the first of my friends began to die. As a result of their deaths, we began to dig catacombs branching off from this cavern to lay them to rest. We extended the tunnel so far that we accidentally discovered another, an even older tunnel, which somebody had gone to great lengths to keep hidden. Suddenly it made sense why there was an out-of-place Egyptian plaque among our people's possessions. You see, we proud Greeks had thought the Romans beasts for stealing and corrupting our heritage. But it turns out this game has been going on much longer than any of us imagined. I think it is best you head through the catacombs and follow Kabash's trail. Was ist da drin? There are certain things you must see for yourself. Take this key. You'll need it to open the Oh, gate. nice. Okay. Dann wird's Zeit zu I gehen. enjoyed our chat, but please keep. Ja, ich werde keinem verraten, dass ihr hier seid. Oh, jetzt wird's interesting. Naja, vielleicht auch nicht. Die Katakomben. Dies muss derjenige der 11 Freunde des Philosophen sein, den er überlebte. Okay. Hol ich mal lieber schon mal den Bogen raus. Wäre doch gelacht, wenn hier nicht gleich irgendwas Böses auf mich zukommt. Wobei wir keine Horrorwarnung hatten. Also indirekt hatten wir die schon, aber... Jemand hier? Oh, Vase mit Pfeilen. Kann nichts Gutes sein. Das Brett für ein antikes Spiel namens Senet, dessen Regeln vor langer Zeit in Vergessenheit geraten sind. Scheint von der anderen Seite verschlossen zu sein. Okay. I knew it. Fucking Zombies oder so. Wegflippen! Okay. Lebst du auch? Lebst du? Nein. Okay. Kabasch. Oh, aber hier lebt so einiges. Das ist schwer. Au, da steigt was von... Oh, oh. Oh, das ist da so schlimm. Uff, wie die da alle aus dem Wasser steigen. Auch
eher semi-cool. Ich weiß jetzt, wie ich besser zielen kann. Noch nicht ein Ende gesehen. Sind hier sehr gemächlich unterwegs. Erstmal alles umtreten, was mir hier im Weg rumsteht. Wait, das sind keine Treffer, what the fuck? Anyone alive? Oh Gott, noch so jemand, dessen Kopf sich dreht. Hey, können wir hier nicht hoch? Ah, können wir. Was machen wir denn jetzt hier? Noch ein Brettspiel finden? Mehr Pfeile? Hä? Bin wieder hier. Was war der Weg denn? Eine ägyptische Tafel mit der Aufschrift, die fehlen werden für die Sonne des anderen. Ja, das ist ja nichts Neues. Eine Statue von Ake, einer altägyptischen Gottheit, die vor bösen Geistern schützen und die Toten in die Unterwelt willkommen heißen soll. Na dann. Hi, Kabash, bist du es? Stop. Do not come any closer. Who are you? Ja, ich bin Wolf und du? I am Kabash. Hi, Kabash. And let me guess, another Greek or Roman come to loot and plunder the resting place of my ancestors. Find all 3 missing persons. Nice. Also ich bin auf der Suche nach einer ägyptischen Tafel. To what end? Ich will sie zum Obelisken zurückbringen. That is welcome news. You really are not Greek or Roman, are you? I was planning to return it myself, but for now, I must remain. Here, take it and restore the honor nice. Das war of einfacher als Osiris. gedacht. Danke. Das war etwas zu einfach, ne? Das war auch gerade mein Gedanke. Now, as for the other plaque. Die 4. Plage, ihr habt davon gehört? Indeed, I have it right Ach, du hast sie here. auch. I stumbled across a collection of dusty curiosities while searching for a place to hide from the hungry children of Amit, and there it was. Dürfte ich das auch haben? You may not. In fact, I am about to destroy it. Nee, warum? Because it speaks a treacherous, blasphemous lie. Ist egal, Blasphemie ist den Göttern hier egal. Also inwiefern meinst du denn das jetzt? Gute Nacht, Isa, schon mal. I will tell you, but first, do you know what this place is? Naja, die Duat natürlich. Indeed, and I see you know our history. This is the Duat. See what has become of it. I have been down here for weeks, piecing together its story, and here is what I have learned. As Egypt declined and the Greeks had their turn to flourish, their souls came here in great numbers, but instead of adopting our ways, they copied and corrupted them. When they found the obelisk bearing the name Osiris, the true god of the underworld,
They desecrated it, removing his name and replacing it with Hades. Even the ferryman of the dead, known to my people long before as Kerti, they renamed to Keron. As if that desecration was not enough, they built over this place, using it as the foundation for their own underworld, so that ours was forgotten. My only solace is that the Greeks then suffered the same fate when the Romans rose to power, renaming Hades to Pluto, and the cycle began anew. Also was ist jetzt das Problem mit der Tafel letztendlich? It is inscribed with a script I do not recognize, but it is ancient, almost as if it is older than the plaque bearing Osiris's name. But if that is so, it would imply the gods of Egypt are mere imitations too, copied and corrupted from an ancient people who prospered even before us, and that my people did to them what the Greeks and Romans did to us. But this, I cannot accept. I sense a deception. Perhaps it is the work of Set, the usurper, seeking to undermine Osiris once more. Und was sagt die Inschrift? You will never know. This work of sacrilege must be destroyed, thrown into the black abyss below in Osiris' name. Bitte nicht, Mann. Tu es einfach nicht. You are too late. It is done. So, jetzt muss ich hinterher. You would plunge into the depths of the Duat with no way back up. Madness. Ich zeig dir gleich mal, was Madness ist. Du stehst nämlich vor einem Abgrund, also ich werde da ganz vorsichtig. Ich werde schon einen Weg zurück nach oben finden. We shall see. Also, ne? Das sind alles sehr lange Questwege. Wenn man die natürlich offensichtlich nicht macht, kann man das Spiel auch schnell durchspielen. Ach du Scheiße. Ich soll da jetzt runterspringen? Naja, okay, ehrlich gesagt sieht das ja gar nicht so schlimm aus. Ach Gott, fuck, damn it. Los geht's. Also, die sumerische Tafel ist es. Bitte Tafel gefunden. Oh, ich hab so gar keinen Bock. Oh, ich hab ja mal so gar keinen Bock, Alter. Wir wissen alle, was das bedeutet jetzt hier gleich. Richtig schön nochmal ein Dungeon mit vielen ekligen Gegnern. Oh, god damn it. Warum nur? Also dann, auf geht's. Oh, das ist sowas von nicht cool. Und weil jetzt hier fucking dunkel ist. Barrikade. Erodierte Barrikaden. Das sieht so aus, als ob die Sumerer sich vor etwas verteidigen wollten. Ich kann hier nicht hin. Lass mich mal vorbei. So, die zeigt hier hin, dann wird es da wohl lang gehen. Antike Steintafel. Eieiei. Genau, wenn wir oben sind, fehlt nur noch eine Tafel und das ist die vom Dulli. Dafür brauche ich aber einen neuen Loop. Fremdling, beherzigt die letzten Worte von Namkuso. Seid Zeuge der Konsequenzen, die wir erfuhren und betrauert uns. Wir taten unser Bestes, um so zu leben, wie die Götter befahlen. Wir pflanzten und ernteten gemeinsam. Wir teilten Brot und Bier. Wir nahmen Neuankömmlinge mit offenen Armen auf, als gehörten sie zur Familie, aber mit jedem Neuankömmling entfremdeten wir uns immer mehr voneinander. Und schon bald war es, als würden wir uns kaum kennen. Als jegliche Nähe zwischen uns verloren gegangen war, pflanzten meine Brüder und Schwestern nur noch für sich selbst und aßen und tranken allein. Und dort, in dem leeren Raum zwischen uns,
begann die Sünde Wurzeln zu schlagen. Nergals Wächter sind erwacht und stürmten auf unsere Barrikaden zu. Lernt aus unserem Unglück. Das ist nicht cool. Ich habe keinen Bock auf irgendwelche Wächter. Ja, mehr gibt's nicht. Oh wait, lass mal nehmen. Also lernt aus unserem Unglück, das heißt... Doch den Bogen nehmen. Right? Hört auf euch zu drehen, das ist doch scheiße. Korrodierte Messingplatte. Eine korrodierte Messingplatte mit sumerischen... Es scheint eine Druckplatte für eine Art Falle zu sein. Aha! Dann werde ich da wohl mal nicht draufsteigen. Und mir einen anderen Weg ebnen. Noch eine Tafel. Eine sumerische Tafel mit Keilschrift, die wie folgt übersetzt werden kann. Mögen die Sünden des einen zum Leiden vieler werden. Das ist ja hier nichts Neues. Eine Druckplatte. Wann kommen die ersten Gegner? Wäre geil, wenn die Gegner nur kommen, wenn man auf die Druckplatten tritt. Oh, hier ist eine unsichtbare Wand. When I told you that you would not LOL, find a way back up, Quatsch. that was not a prediction. That was a promise. You will die here. Es gibt keinen Grund, dass dies in Gewalt endet, ne? I disagree. I warned you against coming down here, against perpetuating this sacrilege, but you persisted. You have undermined and dishonored the true God of the underworld. How did you think this would end, if not with bloodshed? Hört mich jetzt mal an. Very well, I will listen. But if I sense deception, or if you further insult my gods, I will carry out my threat. So tell me, why should I let you live after you salvaged this instrument of blasphemy? Wenn etwas durch die Wahrheit zerstört werden kann, dann sollte es auch durch die Wahrheit zerstört werden. Es ist keine Schande, auf dem Werk von Menschen aufzubauen, die vor euch gelebt haben. Ich möchte nur alle Tafeln zurücklegen, die vom entweihten Obelisken entfernt wurden. Das ist schwierig. Also ich würde eigentlich eher sagen, dass es keine Schande ist, auf dem Werk von Menschen aufzubauen, die vor euch gelebt haben, aber ich glaube, das gefällt ihm nicht. Das heißt, wenn etwas durch Wahrheit zerstört werden kann, dann sollte es durch die Wahrheit zerstört werden, oder? Then you admit it. You wish to destroy the sacred beliefs of my people. Nein, so I nicht. will not allow this. Many of my ancestors endured great hardship to live good lives so that we may descend to the Duat in death and be judged accordingly. We prepare to have our hearts weighed on Anubis' scales and to swear ourselves innocent of sin before the 42 assessors of Ma'at. And yet, I arrive here to find the Book of the Dead contained only a seed of truth. And now, I ask myself, did our priests steal and embellish the stories of an older people and feed us lies all our lives simply to trick us into obedience? Keine Ahnung, ist es nicht an sich gut, eine gute Person sein zu wollen? I am not sure I follow. Speak plainly. Naja, selbst wenn eure Überzeugungen über das Leben nach dem Tod nicht ganz korrekt waren, ist das nicht das Wichtigste, dass sie euch motiviert haben, ein gutes Leben zu führen? Perhaps there is some truth in that. What is your point? Naja, werdet ihr euren guten Charakter aufgeben, jetzt wo es am wichtigsten ist, nur weil ihr herausgefunden habt, dass ihr getäuscht wurdet? You are persuasive. Aha. Very well. I will let you live,
and you may do what you will with Oh. that plaque. I will remain here for a while and attempt to learn what I can about the foundations of my people's beliefs. Go. Danke. Jetzt aber nicht auf die Druckplatte treten und dann ist alles für den Arsch. Na siehste, trotz seiner dünnen Haut ist der Kabasch ja doch noch zur Vernunft gekommen. Hau rein, Kabasch, ne? Ich bin mal weg. War ja ein wilder Ritt. Wo bin ich denn jetzt? Hier. Stimmt, die Tür war von der anderen Seite verschlossen. Okay, damit fehlt uns jetzt nur noch eine. Spielt das eine Rolle, dass ich mit ihm nochmal quatsche? Ah, you've good to see you again, friend. Nein. I enjoy. Du bist damit für mich abgeschlossen. Jetzt müssen wir nur das irgendwie mit Duli reden, regeln. Aber das, wie gesagt, wird nicht gehen, weil wir dafür einen Zyklus brauchen, wo wir seinen Kumpel zum neuen Magister machen. Was ich natürlich noch, wo ich natürlich noch nicht die leiseste Ahnung habe, wie wir das hinkriegen sollen. Aber auch das werden wir schaffen. Ich gucke mal, was ich in dem Zyklus jetzt noch machen kann. Lange kann der nicht mehr aktiv sein, I guess. Frage Nummer 1 wäre zum Beispiel, was ist mit dem Kollegen hier? Ist der da? Nee. Und mit dir haben wir nix am Hut. Müssen wir jetzt in den Questlog gucken. Also. Griechische Tafel, wir wissen, wo sie ist. Stimmt, wir müssen noch mit Domitius sprechen. Zwecks. Oh, wir könnten mit ihm auch quatschen zwecks den Smile Göttern. on you, brother. Ave again. Did you find what you need? Nee, ich habe ein paar Fragen wegen der Flucht aus der Unterwelt. Certainly. Ach, scheiße, nee. Ich kann jetzt mit ihr nicht über das Gottesding sprechen. Wahrscheinlich, weil das dann in einem anderen Zyklus passieren soll. Sag mal, du sollst mit den anderen Leuten reden, dass die sich oben bei der Zisterne treffen. Du chillst hier seit 3 Stunden rum, ey. Vielleicht gibt es aber auch keinen Wahlzyklus mehr gerade, weil... Keine Ahnung. Was ist hier? Haben wir hier schon mal? Wait, waren wir hier schon mal? Das kommt mir gänzlich unbekannt vor. Offensichtlich waren wir hier noch nie. Ist das der Anfang? Oh lol, wir sind hier noch nie direkt rechts gegangen. Oh, das ist ja ein Ding. Okay. Noch einen kleinen Münzbeutel und... Das ist alles? Ah, ne, Moment. Was ist denn das jetzt hier für ein spannender Weg? Damit kann ich schnell zurück, oder? Das ist nur eine andere... Das ist einfach nur ein... Wait, Moment. Das sieht zwar aus, als wäre es nur ein alternativer Weg,
um den neuen Zyklus zu starten. Aber das ist ja wohl mal definitiv noch was Neues hier. Das tun wir nur für den Münzbeutel? That's it? Sache, da liegt einer, weißt du? Okay. Aber wie kommt man hier hin und... Aha. Scheint ja eine Mega-Abkürzung zu sein, aber da bist du doch eigentlich nie. Nicht mal ansatzweise zum Ende des Zykluses. Hä, was ist denn das hier? Hä? Wie kommt man denn hier sonst hin? Das hier ist kein... Das hier ist kein Rückweg, ein schnellerer Ding, um den Zyklus zu beenden. Das hier muss was... Glaubenssprung. Ich soll springen? Da ist ein Loch. Oh, okay. Ja, aber lass mich doch erstmal schauen, was da drin ist. Das ist der Tempel. Wer hatte vorhin von dem Tempel gesprochen? Der ist auf jeden Fall zu. Ja, aber ich springe da nicht, bevor ich nicht gespeichert habe. Der Unterstand ist gelöst, das passt. Ach, beim Tempel sollte ich die Platten einsetzen. Hier! Und dann geht das auf. Guck mal. Schau mal. Okay, eine Tafel fehlt. Und das ist jetzt ein Shortcut? Oh mein Gott. Herausfinden, wie man in Maiolos Villa... Oh, LOL! Das ist der Weg in seine verschissene Villa, Mann. Um zu verhindern, dass er von der Wahl zurücktritt. Ach, hör auf. Fucking lol, Mann. Ich fass es nicht. Julia an ihre Geiselnehmer Malleolus und Claudia, verflucht sollt ihr sein. Wenn ihr das hier lest, werde ich bereits tot sein, denn der Tod ist weniger schlimm als ein weiterer Tag in eurer Schuldknechtschaft. Mögen die Geier im Tartaros auf ewig eure Eingeweide fressen. Oh Mann, damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Ulpius, wird der nicht auch noch vermisst? Aber ich habe das Achievement bekommen, alle vermissten Personen gefunden zu haben. Aber Ulpius haben wir doch gar nicht gefunden, oder? Ulpius, an seine verlorene Liebe, möge Gott über dich wachen. Bitte wisse, dass ich so lange durchgehalten habe, wie ich konnte. Ohne dich ist mein Leben sinnlos. Ich hoffe nur, wir sehen uns im Garten Eden wieder. Stimmt, wo hat er sich nicht umgebracht? Der Spieler schlägt mich schon wieder, ey. Griechische Skulptur des Kopfes eines Jungen. Oh boy, oh boy, oh boy. Thank you. Thank you. I am delighted and deeply honored to have been elected your magistrate. Das wird jetzt gleich spannend, wenn wir auf ihn treffen. And now I make this solemn promise to you, good citizens. And now I make this solemn promise to you, good citizens. Wait, hier schluchzt noch irgendwer. Hier ist irgendjemand am Leben.
Okay. Auch verschlossen. Uff, ey. Spannend. Aber, warte mal. Wo führt denn die... Wo führt denn die andere Treppe hin? Hier ist eine Aufgabe? Achso, und da. Ja, okay, das ist... Wir sollten ihn jetzt mal ansprechen. Ist ihm auch völlig egal, dass ich gerade neben ihm stehe. Maleus wird nicht verfügbar sein, solange Galerius nicht seine Aufgaben erfüllt hat. Ah, durch die Tatsache, dass ich Galerius gesagt habe, er soll alle zusammentrommeln, ist irgendwie... Haben wir damit einiges irgendwie zum Stacken gebracht. Und wie komme ich jetzt aus seiner Villa raus, wenn ich fragen darf? That is quite a lamp. Hier noch mehr? Nee, oder? Ach, da hängt ein Schlüssel. Oh, da kann ich jetzt in Zukunft auch einfach durch die Vordertür gehen und muss hier nicht mehr runterspringen. Ja, keck. Und was ist das? Oh, das ist noch eine Alternative, um hier reinzukommen. Ach, guck mal, die wohnen hier gegenüber. Seht ihr, da unten ist die andere Schwester. Ah, das ist einfach nur eine Alternative. Man kann sich von da oben runterfallen lassen oder natürlich das einfach mit dem Gold machen. Aber kann ich zufälligerweise auch diese Tür hier jetzt öffnen? Mit dem Schlüssel? Yes! Wer bist du? I'm not supposed to be in here. Claudia, das ist deine Frau. Können wir reden? Talk. What business could you possibly have with me? Also erstmal will ich wissen, warum euer eigener Mann euch in diesem Raum hier eingesperrt hat. My marital affairs are no concern of yours. Thank you very much. Hey? Möchtest du mir was über deine Geschichte erzählen? I think a better question is, why am I being interrogated by a stranger who just barged into my villa? I have quite enough marriage trouble already, without having to explain to my husband why I am receiving strange men in private. Touché. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? Preferably the way you came in, by which I mean, please leave. Was haltet ihr von der goldenen Regel? I think it's about to be broken if you don't hurry up and leave. Fair enough. Und was wisst ihr über das Verschwinden von Centella? The dainty little thing from next door. Of course not. As much as I despise her father, I would never lay a finger on that poor, sweet child. Ich glaube, ihr verheimlicht etwas. Well, I've had quite enough of this. Domitius, come quickly. We're being robbed. Do I need to call Domitius? Get out. Hast du doch schon. Okay, also die Interaktion mit ihr ging in die Hose. Okay. Domitius war es im Übrigen auch offensichtlich scheißegal. Oi! How did you get in there, you cheeky little stirkus? If I cop an earful from Malleolus, I'll be coming for you. Wo ist
der Beschützer von ihm. Ich muss nämlich noch mit einem quatschen. Und das war... das hier. Mit ihm hatten wir... Achso, genau. Er war nicht verfügbar. Ja, greetings. Ja, jetzt wird's langsam kompliziert. Ich glaube, ich brauche einen neuen Zyklus. Ich muss zu Horatius. Aber die sind ja in ihren Zimmern, stimmt. Da sollte ich mich vielleicht auch nochmal umschauen. Ach, guck mal, was hier los ist. Hallo, Horatius. Isn't that an impressive trinket? Also, seid ihr die Person, die Virgil bedroht? What? Absolutely not. I know someone's been threatening him, and I'm not happy about it. But I can assure you, it isn't me. Na gut. Wow. Ich glaub's ihm auch. Warum sollte er auch? Dann sollte ich mal anfangen, ihre Räume zu durchsuchen. Was finden wir hier? Dies ist eure letzte Warnung, Sünder. Na, das war ja einfach. Wessen Raum ist denn das hier? Rufus! Alles klar, Rufus ist schuld. Stimmt, wir haben das auch sogar schon mal gelesen, wa? Aber da haben wir halt noch nicht verstanden, was das war. Geschweige denn, dass ich mir gemerkt habe, wer das war. Okay, Rufus, pass mal auf. Isn't that an impressive trinket? You again. Ihr seid die Person, die Virgil bedroht. No idea what you're talking about. Deswegen hatten wir bei ihm auch die Option, ich weiß, dass ihr es wart. Weil er der Einzige war, der sozusagen gesagt hat, jo, kannst du es beweisen, weißt du? Ich weiß, dass ihr es wart. Ich habe einen unfertigen Brief an ihn in eurer Unterkunft gefunden. Yes, so what? What are you going to do about it? Nicht viel, ich bitte euch nur darum, ihn nicht mehr zu bedrohen. And why should I? The one true God says that for man to lie with another man is an abomination. His presence here is a threat to us all. Wenn das stimmt, warum wurde die goldene Regel dann nicht schon längst gebrochen? Erzähl mal. Well, I don't know. Maybe God hasn't noticed yet. Ja, sicher. But when he does, we're going to have a problem. Bullshit. Ganz ehrlich, mir scheint eure Aufhetzerei als eine größere Bedrohung als Virgils persönliche Angelegenheiten. Well, I wouldn't get so angry if he wasn't so... you know. Ganz ehrlich, er scheint ein ganz normaler Typ zu sein, der für sich bleibt. Wo ist euer Problem? He makes me... uncomfortable. Natürlich. Ihr fühlt euch also mit euren Gefühlen ihm gegenüber unwohl. I don't like where you're going with this. You'd better take that back before I make you. Es muss schwierig sein, zwischen eurem Glauben und euren Begehren hin und her gerissen zu sein. Ich nehme es lieber zurück, weil ich habe das Gefühl, der haut mir sonst auf die Fresse. Also ich nehme es zurück, ja? Smart. Now get lost. We're done talking. Nein, sind wir nicht. I have nothing to say to you, LOL, wait! Das war die falsche Option? Fuck that. Ich will das nicht im nächsten Zyklus machen, wir machen das jetzt. Okay. Dann scheißen wir auch auf die Frau, das hat ja keinen Mehrwert gerade gehabt. Oi! How did you get in there? Und dann, weißt du, da dachte ich mal, ich bin einmal freundlich und tritt ihn nicht auf den Schlips, so von wegen, jo, pass auf, ich nehme es zurück, können wir das jetzt irgendwie freundlicher führen, das Gespräch. War wohl falsch, nicht freundlich sein. Richtig reinbohren in die Scheiße. So. Nein, nicht das Tintenfass. Unvollständige Nachricht.
Virgil. Pipapo. Hallo Rufus, diesmal stelle ich mich auch vor dich, damit das Gespräch auch ein bisschen sinnvoller aussieht. Also, ich habe einen Unfall. Ich bitte euch darum, ihn nicht mehr zu bedrohen. Goldene Regel wird nicht gebrochen. Deine Hetzerei ist scheiße. Was ist dein Problem? Du findest dich unwohl. Es muss schwierig sein, zwischen eurem Glauben und eurem Begehren hin und her gerissen zu sein. I have no idea what you're talking about. And unless you want your jaw broken, I think it's best if you don't ever talk to me again. Und das war auch falsch. I have nothing to say. Lol, okay, what? Oh, vielleicht sollten wir vor ihm speichern. Das ist also die völlig falsche Herangehensweise. Interesting. Ist halt normalerweise dann so gedacht, dass du dann in mehreren Loops irgendwann dann die Lösung rausfindest. Aber so viele Loops haben wir nicht mehr. Dementsprechend lösen wir das jetzt so. Vielleicht geht es auch in dem Zyklus nicht. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, es sind man muss die richtige Gesprächsoption finden. Ich glaube, ich muss das mit den Göttern und der Homosexualität ansprechen. Also, ihr seid so. Ach so, scheiße. Ich habe noch nicht das Ding geholt. Ach, jetzt habe ich es nicht gelesen. So. Okay. So, nochmal. Und quatschen. So, also, Kollege. Bitte nicht mehr bedrohen. Hier. Die Götter Roms kümmern sich nicht um Homosexualität. Warum sollten sie sich also um Virgil kümmern? There is only one true God. And he laid waste to Sodom and Gomorrah. Because of exactly this kind of thing. Also, wer hat gesagt, was du... Wobei, das mit dem Kultist finde ich schon fast nicht blöd, aber ich klicke jetzt mal das an. Wer hat gesagt, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. I am doing that. If I was about to get everyone else killed, I would want someone to stop me. Ja, siehst du, deswegen dachte ich mir das schon. Was glaubt ihr, was wie der Magistrat reagieren würde, wenn er wüsste, dass ihr ein Kultist seid? I don't like where this is going. Ja, dachte ich mir. Das wird schon in Ruhe oder ich werde euch allen verraten. I have no idea what you're talking about. What? Das war falsch? Okay, gut, dass wir gespeichert haben. Okay, da die richtige Lösung zu finden, ist offensichtlich nicht ganz so einfach. Das steht da sogar. Mensch. Magistrate's orders. Also, aber so ganz falsch war das bestimmt nicht. Also, Homosexualität. Was glaubst du, wie der Magistrat? Dann, das fühlt sich nicht richtig an, vergesst es. Nee, achso, das ist sowieso falsch. I have nothing to say. Wait, das ist auch falsch? Gibt es wirklich nur eine einzige Abzweigung, die dann korrekt scheint? Oder brauchen wir noch ein anderes? Andere Gesprächsoption, die erst durch einen anderen Punkt kommen könnte? Also, füge auch keinem anderen zu. Es scheint, dass nichts, was ich sage, eure Meinung ändern wird. Smart. Na, auch nicht. Ah. Überzeuge Rufus davon, ihn nicht mehr zu bedrohen. Welche Option... Ich gehe jetzt mal alle Gesprächsoptionen durch, damit ich weiß, ob eine Gesprächsoption die richtige ist oder ob ich noch was anderes finde. Also.
Ich bitte euch darum, ihn nicht mehr zu bedrohen. So, mir scheint eure Aufwärtsreise eine größere Bedrohung. Habe ich beide Optionen da schon gemacht? Und dann bleibt da nicht mehr viel übrig. Well, I wouldn't get so... Ja, warum seid ihr so wütend? None of your business, kaputt Mörder. Oh, okay. Also fühlt ihr euch mit euren Gefühlen begeben, aber dann kommen wir aufs selbe hier wieder hinaus. Like where you're going with this. You'd better... I have no idea. Was ist, wenn wir jetzt mit Virgil reden? Könnte das eine Auswirkung vielleicht haben? Ansonsten ist irgendwas anders und vielleicht brauchen wir dann tatsächlich einen neuen Zyklus. Virgil. Ja, das wäre halt die Frage, wo er ist. War der zufälligerweise auch in der Taverne? Greetings and salutations. Ich bin an ihm vorbei. Außerdem würde mich noch was interessieren, was wir in dem Zyklus machen können. Na, was sag ich, wenn ich mit dir spreche? Zwecks goldener Bogen und so. Hello there, friend. May I say, that is a glorious bow you're carrying. Do you mind if I ask where you acquired it? Ihr würdet mir nicht glauben, wenn ich es euch sagen würde. Nein. Den habe ich im Diana-Schrein gefunden, musste dann aber feststellen, dass ihr mich da drin mit wütenden Hornissen eingesperrt habt. Ich konnte aber entkommen und nach einem grauenhaften Erlebnis im Palast und einer Reise in die Vergangenheit, naja, bin ich wieder hier. Are you well, stranger? Have you been out in the sun too long? You seem a little confused. Perhaps you should go and see Lucretia in a clinic. Aber dafür brauche ich etwas Silphiumharz. Certainly. All I ask is a reasonable price of 1,000 denarii. Weißt du was? Hier sind 1000 Denarii. Scheiß drauf. Wir stehlen es jetzt einfach nicht. Oh, you have it. I'm impressed. There we go. Oh, das ist jetzt ein X, aber im Endeffekt egal, oder? Eine Flasche mit Silphiumharz, einem ausgesprochen wertvollen... Die Frage ist jetzt, wäre es jetzt ein Achievement, das zu stehlen? Pleasure doing business. Can I help you with anything else? Nee, du kannst mich ehrlich gesagt mal. Ich habe ja bis heute offensichtlich nicht mal rausgefunden, wo sein Stall ist. Aber lasst uns doch jetzt einmal mal versuchen, Julia zu retten. Das wird doch bestimmt auch nicht uninteressant sein. Nee, ich glaube, die stirbt erst, wenn ich mit Lucretia rede. Die dürfte wahrscheinlich nicht tot sein. Ich glaube nicht, dass es zeitabhängig ist. Bestimmt vom Reden abhängig. See? What are you doing in here? Can't you see this woman is dying? She's been poisoned. She needs the resin of a plant called Silphium, but that Culus cumbulatus decius won't give it to me. Kein Problem, habe ich. Hier. What? Quick, give it here. Julia, Julia, you need to swallow this. Here, let me help you. Hopefully, in a moment, she should be able to breathe normally. That was extraordinary. How did you know she needed this exact thing? And at this exact moment? Are you some kind of oracle? Wenn du wüsstest. Ehrlich, ihr würdet mir nicht glauben, wenn ich es euch sage. Look, if you don't want to tell me, I won't look a gift horse in the mouth. So. But no matter. That was like the gods hearing my prayers and intervening. You just saved a person's life, and you should be proud of yourself. Medic. She might even be able to thank you Save Julias life. Das ist schon eher ein Achievement als das Scheißgift stehlen, hoffentlich. Her, and who she meant when she was muttering about that snake's cruel black eyes. In the meantime, I'm happy to help you with whatever it is you need. Können wir jetzt über Julia sprechen? Sure. What do you want to know? Ich glaube,
Sie wurde vergiftet oder war es selbst verschuldet? Do you really want to know? I mean, if somebody poisoned her, then surely they would Nee, have sowas broken. hatten wir schon gesprochen, ne? How did you... Nee, ich glaube, das ist irrelevant. Okay, Julia lebt. Aber mit Julia reden könnte jetzt vielleicht nicht uninteressant sein. Oh, it's you. Sorry, I'm still a bit out of it. But thanks for trying to help me, I suppose. Was there something you wanted? Lucretia says I'm supposed to rest. Ja, könnt ihr mir sagen, was euch widerfahren ist? As much as I'm grateful that you tried to help me, it's just not safe for me to talk about it. Please, no more questions. Mhm. Ich wüsste auch wirklich gerne, wie euch jemand vergiften konnte, ohne die goldene Regel zu brechen. The golden rule. That's the least of my worries. The gods may be cruel, but Malleolus and Claudia are far crueler. Aha. Haben sie euch also vergiftet? Gute Nacht, Gukaso. Please, just leave me alone. I don't want to talk about it. Laut ihrem Brief wissen wir es ja sowieso, ne? Ich kann euch nicht helfen, wenn ihr mir nicht sagt, was geschehen ist. Vielleicht können wir ihn so erpressen, weil durch die Tatsache, dass Julia jetzt nicht tot ist, können wir Malleolus vielleicht erpressen, dass er von seiner Wahl zurücktritt, weil wir ansonsten offenbaren, dass er so ein grausames Monster ist, das irgendwelche Leute vergiftet, weißt du? Persistent as Nemesis, aren't you? I can tell you, but it's a long saga. Ja, komm, ich habe alle Zeit der Welt. All right. I'd been here about a week when it dawned on me I'd be trapped here for the rest of my life. I could hardly breathe and I knew I had to get out somehow. So when my new friend Aurelia offered me a secret way out, I would have done anything. And then I learned her asking price. 1,000 denarii. She was supposed to be my friend. I told her it would take me years to save up that much. So she suggested I take out a loan from Malleolus. Genauso wie der andere, der Ulpius. Aber die Frage ist, warum sollte er euch überhaupt so viel Geld leihen? I had to sign an agreement, saying I'd work off the debt over 30 years. But I figured I'd be out of here so soon it wouldn't matter. Verstehe, natürlich. I paid Aurelia. And she gave me her so-called way out. Do you want to know what it was? Hemlock. What is Schilling? It's a deadly poison made from a plant. Drink this, she said. What? I'll be out of here in no time. Aurelia hat euch vergiftet? Of course, I demanded my money back, but she refused. She pointed to a sign on her tavern saying, "Let the buyer beware." Was ne Bitch. Then she just looked at me with those cruel black eyes and she laughed. She immediately told Malleolus I'd tried to escape without paying him back. Only he didn't seem upset or surprised at all. In fact, he just thanked her. And that's when I realized the two of them had planned the whole thing from the beginning. Hä? Aber das hätte doch sicherlich die goldene Regel gebrochen, oder nicht? That's what I said to the magistrate. I went to Sentius and begged for help, but he said the law was clear. I'd signed over my labor for 30 years and there was nothing he could do. I thought about resisting too. But Malleolus said if I didn't submit, I'd break the golden rule. And I couldn't be responsible for all those deaths, so he locked me in his villa. Confiscated everything I owned as collateral, and made me wear immodest, humiliating outfits while I worked day in, day out. His wife Claudia was just as bad. She set me to work on an endless stream of futile, demeaning tasks. I'd be on my hands and knees, scrubbing the floor clean for hours, only for her to pour slop on it and hiss, Off, "You ey. missed a spot."
Those two took everything from me. But they forgot to confiscate one thing. My hemlock. Also habt ihr euch selbst vergiftet. I just wanted it to be over. But it seems I messed that up too. Should have drunk all of it. Tut mir unglaublich leid zu hören. I brought it on myself. I trusted one of the most callous human beings I've ever met, and tried to swindle the other. I don't know how I could have been so stupid. So, und wie geht's jetzt weiter? When I've recovered, I expect their thug Domitius will come for me. He'll escort me back to their villa, and I'll be right back where I started. Das werde ich schon Only this verhindern, time, keine Sorge. I won't be able to lull myself to sleep at night with the thought of a permanent solution. Honestly, it would have been better if the poison had been allowed to run its course. Kann ich jetzt nicht irgendwie helfen? I doubt it. It seems this is the fate the gods have chosen for me, for trying to escape. At least until someone breaks the golden rule. Huh. Maybe it wouldn't be so bad. Ich habe eine bessere Idee. Wie viel würde es denn kosten, eure Freiheit zu kaufen? 1000 offensichtlich? A lot. But it doesn't matter. I made a suicide pact with Ulpius last night. Oh Gott, und Ulpius hat sich schon getötet, oder? He's in exactly the same position as I am. Malleolus and Aurelius set the same trap for him a month after they did it to me. Weil der war ja auch verschuldet. He and I are in this together. He's probably already thrown himself from the bluff into Malleolus's villa by now. Oh mein Gott, der lag da unten. I'd never be able to live with myself, knowing I broke my promise to him. Wie können wir aber Ulpius davon abhalten, sich umzubringen, wenn das letzte Nacht schon war? Oder was? Was ist? Weil jedes Mal, wenn wir den neuen Zyklus betreten haben, sind wir immer nach links gegangen. Was ist, wenn wir am Anfang des Zyklus sofort nach rechts gehen? Was ist, wenn der da oben zufälligerweise am Anfang des Zykluses steht und man hat so, keine Ahnung, 5 Minuten oder so Zeit, bis der sich darunter stürzt? Vielleicht kann ich ihm helfen. I doubt you could make it up to the bluff in time. I don't know who you are or why you seem so Oh, die klatschen, das heißt, die haben gerade die Wahl gemacht. Thank you. Ich werde mich drum kümmern. Ich habe eine Idee. Ja, ja. Er ist jetzt zum Magistrat gewählt worden. Das heißt, ein neuer Zyklus beginnt. Und ich kann am Anfang des Zykluses jetzt direkt was hoffentlich sehr Interessantes machen. Vorher werde ich allerdings noch etwas machen. Well, isn't that an impressive trinket? You stay away from my money. Nein, ehrlich gesagt meine ich das nicht. Ich werde jetzt hier speichern. Und mir das Geld schnappen, sobald die erste Faust geschwungen wird. Weil ich will die 2000 haben. Nur für den Fall, dass ich irgendwann nochmal viel Geld brauche. Will aber selber den Zyklus nicht triggern. Müsste ja, er ist ja schon gewählt worden, das heißt, müsste ja jetzt eigentlich jede Sekunde passieren. Unless you want me to slip some hemlock into your next drink, get out. Da jetzt dein Schnauzen, Aurelia. Eben. Wenn der nämlich hoch verschuldet ist, muss ich dem vielleicht auch Geld geben und deswegen ist es sinnvoller, wenn wir jetzt nochmal eine ordentliche Packung. Sag mal. Wie die mir jetzt hier hochfolgt. Ich habe den Schlüssel noch nicht mal, wa? So, die folgt mir hoch, das hat sie noch nie gemacht. Jetzt. The
The many shall suffer for the sins of the one. Trigger the Golden Roof by stealing 5 times. Lol, das kann gar nicht sein, weil ich es ja gar nicht war. Okay. Also ich habe gestohlen. Aber ich habe damit nicht die Golden Rule. Ist egal. Ich nehm's. Ich nehm's. Okay. So. Und meine Theorie ist jetzt eben, dass er da oben steht, zufälligerweise. Und das werden wir jetzt gleich rausfinden. Da. Die dauerhafte Lösung machen wir jetzt. Nach einer kurzen Pause, ich spiele schon wieder 4 Stunden, ohne dass ich Pause gemacht habe. Dieses Spiel macht mich wahnsinnig und ich finde alles sehr geil, aber ja, kurze Pause. Wir machen noch mal ein Stündchen so und dann befürchte ich ganz stark, dass wir morgen das nochmal spielen, weil ich unbedingt möchte, weil ich das Spiel wahrscheinlich 100% möchte. Ganz einfach. Wir versuchen jetzt mal den Ulpius aufzuhalten, was ich mich nur frage, warum da Blöffen steht. Ach so, wir können nicht sofort dahin. Salve, friend. Mind telling me who you are and what you're doing with that bow on your back? Ich bin Wolf und ich möchte, dass ihr ein paar dringende Angelegenheiten für mich regelt. Oh, sounds serious. I'm listening. Oh, das ist ja witzig. Ich kann jetzt Aufgaben abwälzen. Ihr müsst Fabian davon abhalten, den leeren Schrein zu betreten und dem Neuankömmling sagen, dass er dort zu finden ist, dort finden wird, wonach er sucht. Alright, let me see. Stop Fabia going in, but send the new arrival to the empty shrine. Understood. Außerdem, Julia liegt im Sterben, aber Lucretia kann ohne dieses Silphium nicht helfen. Nehmt etwas davon und geht schnell. Hauptsache, ich habe das wieder, obwohl ich es verbraten habe. Na egal. Julia? Oh no. Witzig, ich kann jetzt abgeschlossene Quests an ihn abwälzen. Wie geil ist das denn? I'll go, but once I'm done, I'll need you to tell me how you know all of this. Lol, das ist ja witzig, okay. Das ist aber geil, damit man in den Zyklen nicht das immer wieder machen muss, um das zu triggern, was man vielleicht danach noch braucht. Wie jetzt zum Beispiel Julia. Weil normalerweise müsste ich ja jetzt sie erstmal retten, damit wahrscheinlich das für Ulpius auch interessant ist, dass sie noch lebt, weil die ja ein Paar sind. Und dann müsste ich das erst wieder machen und so weiter. Das ist schon ganz smart. Da ist er! Oh mein Gott, er ist da wirklich! Ulpius! Tu's nicht! Ich komme! Ich dreh durch, wie geil. Ulpius! Leute, was macht? Salve, friend. I'm Octavia. Welcome to life under the golden rule. Was macht Octavia denn jetzt hier oben? Die habe ich ja ewig nicht gesehen. Danke, aber ich muss echt dringend mit Ulpius sprechen. Was machst du denn hier? All right, well, it was lovely to meet you. I look forward to getting to know you better over the coming months. And if you ever... I can't believe this is how it ends. Nein, 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 nein! Hey! Oh no. No. Ulpius! No. Ulpius, what are you doing? Get back from there. If you lose your balance, you'll fall. That's the idea. What? Why? Why would you want that? Why do you think I'm stuck for the rest of my life working for a man who treats me like an animal? I know things are hard for you right now. Was habe ich jetzt mit ihm zu tun eigentlich? We're all in this together, Ulpius. Please just think this through. If you do this, it could be the sin that seals all of our fates. Is that what you want? I'm sorry, but I just don't care anymore. Please, Ulpius. Help him. If he goes through with it, it could be the end for us all. I don't know what to do.
I've never had to deal with this sort of thing. Please, you need to talk to him. Also ich kann dir sagen, es ist nicht das Ende von allem, aber gut. Ha, guck mal, glaubt ihr wirklich, dass sein Selbstmord die goldene Regel brechen würde? Ich werde mit ihm reden. Thank you. And please, choose your words carefully. Na klar. Ulpius, können wir reden? Let me guess. You're going to lecture me on how suicide is a crime Nö, against the Empire. nö. Das ist falsch und ihr wisst es. Don't you think I know that? But why should I care? Ihr seid mir wichtig. Ah, das ist dumm, ey, weil wir kennen uns gar nicht. Können wir vielleicht Freunde sein? You're just saying that to buy time. You must think I'm an idiot. I'm out. Wherever you are. Scintilla, my love. Ach nee, der war mit Scintilla zusammen. Ulpius, no! Oh no. I can't believe he went through with it. Oh Lord. That poor lamb. Ich glaube, dass der Selbstmord so aufgebaut ist, dass der ein paar Mal passieren muss, bis man das Richtige zu ihm sagen kann. Wisst ihr, was ich meine? Also sein Selbstmord hat die goldene Regel nicht gebrochen. Was bedeutet das jetzt? Well, I suppose it means suicide isn't a sin under the Golden Rule. So I guess that means whichever god is responsible for it. It isn't mine. War das jetzt meine Schuld? That was not your fault. There's no way you could have given him what he wanted, moments after you arrived. Was passiert jetzt? I'll have to let everyone know what happened. And I guess Malleolus will have to clean up the mess in his villa. It's of his own making, after all. And I'd best pray for poor Ulpius. Okay, nächster Zyklus. Wissen wir, was zu tun ist. Waren wir hier schon mal? Oh, wait, was jetzt? Underworld Explorer. Discovering Underworld. Oh. Ich wollte gerade sagen, hier waren wir doch noch gar nicht. Ach, es gibt noch einen anderen Weg hierhin. Den haben wir aber nie gesehen. Wait, what? Was ist denn jetzt hier? LOL. Eine geheimnisvolle Tür. Warum hat dieses Spiel noch so viel zu bieten? Ist ja abgefahren. Okay, eine geheimnisvolle Tür, die verschlossen ist. Wir werden uns wiedersehen, geheimnisvolle Tür. Aha. Moment, was ist das jetzt hier für ein Weg? Wir müssen gleich mit Malleolus sprechen. Wir werden uns also gleich runterstürzen. Wir machen jetzt also gleich den Ulpius. Haben wir hier schon mal bei dem Brunnen? Auch nicht, oder? Ja, sind noch ein paar Dinar für mich. Okay. Und das hier ist der Eingang zum, genau, zu Navia gewesen. Okay, verstehe. Wir sind einfach nie da lang gegangen. Was man hier alles noch erkundet nach fast 5 Stunden. Aber, ne, 5 Stunden sag ich schon. 5 Stunden heute gefühlt. Nach 10 Stunden, ey. Oh, das ist ja abgefahren. Also pass auf. Dann springe ich mal hinterher. Ich frage mich ja, wie er gestorben ist, weil er sollte ja eigentlich auch einfach nur im Wasser landen, aber whatever. Irgendwie strange. So. Malleolus, ich grüße dich. Es wird interessant. Yes. Did you just leap into my villa from the balcony 100 feet above? Ja, schon. That was either extremely reckless or impressively clever. Well, why have you risked life and limb to see me? Weil er das Loch im Boden ausgelöst hat, meinst du? I see.
Also, erzähl mir doch erst mal was von deiner Geschichte, bitte. I'm Malleolus, and if it wasn't for this interruption, I'd be practicing my victory speech for the election later today. Und was werdet ihr unternehmen, wenn ihr gewinnen solltet? I'm glad you asked. I'll finally restore freedom to this city, just as I've been promising. These good people have suffered long enough under Sentius's tyranny. Und wie wollt ihr das tun? By declaring there's no such thing as the Golden Rule. It's a children's fable exploited by Sentius to frighten us into submission. Wait, don't tell me you've fallen victim to that monstrous lie? Keine Sorge, die goldene Regel ist definitiv real. Nonsense. There's no way you can prove that. If it was real and you'd seen someone break it, then you'd be dead already. Also ich erlebe ja denselben Tag immer und immer wieder, die goldene Regel wird jedes Mal gebrochen. What? Oh, I see what's happening here. Another poor, vulnerable soul taken in by Sentius's machinations. Ich würde das gerne mit den He Büchern won't get eigentlich away with anklicken. this much longer. Was ist nötig, um es euch zu beweisen, dass es echt ist? Bücher, Notizen? Surely, you're not one of those people who believes everything you read. As if a lie could be transformed wird's nicht into the glauben, truth egal by was the wir sagen, simple auf jeden act Fall. of writing it down. Also guck mal, ich habe nämlich jetzt zum Beispiel ein Buch mit dem Namen Der Mythos der goldenen Regel gefunden. Wer auch immer es geschrieben hat, ist offensichtlich gestorben, weil er oder sie sich geweigert hat, die goldene Regel zu akzeptieren. You mean that book next to a golden statue in the theater? Tell me, how do you know that statue wasn't put there by Sentius himself? You can't know, can you? Auch wenn ich es nicht beweisen kann, wenn ich recht habe, wird dieses Wissen an der Katastrophe abwenden. Wenn ich falsch liege, wird es die Stadt zu einem besseren Ort machen. Ist das nicht eine gute Sache? I disagree. I'll be guided by what is best for the city's people, and that means giving them the freedom to do as they wish. Also, wie ich sehe, wird nichts, was ich sage, euch überzeugen. True, but that is simply because you are mistaken. Wisst ihr denn, wenn man hier rauskommt? I'm afraid not. We're stuck down here together, for better or worse. We're all going to have to make the best of it. Was haltet ihr von der goldenen Regel? Wollte ich nicht fragen, aber ne, alles anklicken und so. You mean the children's fable exploited by Sentius to scare us all into doing what he wants? Was weißt du über das Verschwinden von Scintilla? Of course not. But as I always say, if Sentius can't protect his daughter, Ja, das how beste can we trust Argument him der to Stadt, protect schon this klar. city? Was verschweigt ihr mir? Look, if you're trying to find her, you may wish to check the cisterns beneath Oh, this lol. Der weiß ja Demetrius was. says he saw a body there some weeks back. Of course, just to be clear, I take no responsibility for what happens to you down there. Okay, wisst ihr, wo ich eine römische Tafel finden könnte? Look, if I had a Roman plaque in my possession, I'd be happy to sell it to you, but I don't, so I can't. Na gut. Also ihr seid Quintius, der quasi, den der Fremde umbringen wollte. Oder sagt er gar nichts zu? My name is Marcus Malleolus Gurgis. You seem to have confused me with someone else. Finde Hinweise, um ihn mit seinem echten Namen von. Ihr habt ein grünes und ein blaues Auge, genau wie in der Beschreibung von diesem Hinrichtungsbefehl von Kaiser Nero, den wir haben, weil wir den anderen Typen in dieses Schreinding da gestürzt haben. Oh, interessant. You mean my heterochromia? I am guilty of nothing more than having different colored eyes. And I'm hardly the only person with the condition. Alexander the Great had it too, as it happens. I like to think it is simply the way the gods have chosen to mark a natural-born ruler. Nothing more. Offenbar leidet Quintius auch an Größenwahn. Well, I am not suffering from any delusions, as today's election will firmly establish. Okay, ich kann noch nicht beweisen, dass ihr es seid, aber ich werde es. Unlikely, because it simply isn't true. Now, was there something else you wanted? Ja, ich möchte, dass ihr von der Wahl zurücktretet. Are you insane?
You barge into my villa uninvited and then make outrageous demands? Why would I withdraw from an election I'm bound to win? Oh, ich weiß es. Oh shit, ich habe nicht das Haus, was ich mir erhofft hatte. Ich werde euch töten, wenn ihr es nicht tut. You fool. The many shall suffer for the sins of the one. Sag mal, bist du irgendwie blind? Oh, jetzt hat sie getroffen. Ist ja nicht schlimm mit dem Regelbruch, weil wir sowieso raus müssen. Ich habe ja offensichtlich kein Argument, um ihn davon abzuhalten. Deswegen war mir das jetzt egal. So, pass auf. Ich habe da ein paar Angelegenheiten. Bitte darum kümmern, bitte darum kümmern. Das war's. Tschüssikowski. Jetzt versuchen wir über Sentilla zu sprechen mit Ulpius. Und hoffen, dass ihn das vielleicht auf andere Gedanken bringt. Um dann meine Theorie zu bestätigen, dass wir einfach nur die ganze Zeit andere Gesprächsoptionen mit ihm freischalten mit jedem Tod. Und dann werde ich noch einer Sache nachgehen, die mich jetzt gleich sehr interessiert. Mal Malleolus unabhängig. Salve, welcome. Ich muss mit Ulpius sprechen. Oh no. No. No, 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 no. Ulpius, what? That's the... What? Why do you... Also ich will mit ihm reden. So. Ist es das, was Sentella wollen würde? You know about that? How is that possible? So nämlich. I mean, I've never mentioned it to anyone. Ihr würdet es mir nicht glauben, wenn ich es euch sagen würde. Well, if you say so. You don't understand. I don't want to hurt anyone. I just want it all to be over. Vielleicht kann ich aber eure Probleme lösen. It's too late for that. Julia and I made a pact. And she's already Ja, aber ich habe sie schon gerettet. This morning. If I backed out now, I'd be betraying her. I can't do that. Ja, aber guck mal, Lucrezia konnte noch rechtzeitig was machen, um sie zu retten. Sie wird wieder gesund. Das heißt, du musst auch nicht sterben. Oh, really? That changes things. Er muss also nur einmal sterben. Das reicht also. Bondage to that monster. Unless you happen to have ich bin so ein fucking smarter Fuchs, das ist nicht zu fassen, Alter. Das ist nicht zu fassen. Und ich sag noch, ich muss zu Aurelia gehen und mir die 2000 Denare da rausklauen, weil ich mir sicher bin, ich werde irgendwann nochmal Geld brauchen. Bitteschön. Oh. Moment, warum braucht ihr 2000 Denare? Mir ist die Antwort scheißegal, weil ich sie erstens schon kenne und zweitens, weil ich das Geld geholt habe, weil ich fucking smart bin. Julia and I are in debt bondage to Malleolus. We might as well be slaves. And that's how much it will take to buy our freedom back. So. Verstehe. So. Do you have the money or not? Yes. Really? Wait. Really? So, I guess you'd want me to work for you then. Nee. Du bist frei. You'd do that for us? A couple of complete strangers. Na klar. It seems today we're both blessed. This did not
turn out how I thought. Thank you, friend. I never thought people like you existed. Hier ist euer Geld. Thank you. I'll go and pay off our debts immediately. I just wish Save there was some Olpios way I life, could repay bitteschön. you. But I have nothing but the tunic on my back. Macht euch keine Sorgen darum. I'll go and take care of things with Malleolus and tell Yulia the good news. Thanks again, friend. I'll never forget what you did for us. Göttlich. So, und jetzt finden wir doch direkt mal raus, ob da jetzt ein Loch ist oder nicht. Wahrscheinlich nicht. Wird richtig sein. Korrekt, kein Loch. So. Was aber trotzdem unlogisch ist, weil man seine Leiche einfach nirgends gesehen hat. Aber anyway. Ulpios Storyline abgeschlossen. Haben wir mit ihr noch irgendwas zu bequatschen, das storyrelevant war? What you did was extraordinary, and I'll never forget it. I'm thankful that you're here. Can I help you with something? Ich suche nach einer römischen Tafel, die vom Obelisken entfernt wurde. Even if I had seen it, and I'm not saying I have, Tue ich I das? couldn't in good conscience give it to you. Wir suchen doch nur noch die griechische, die Dulli hat. Soll ich jetzt sie auch noch bedrohen? Komm, ich mach's jetzt einfach, damit wir das ausschließen können. Vielleicht würde der Magistrat gerne etwas über euren Glauben erfahren. Das ist ja die gesagt hat, dass sie christlich ist. What you're doing is disgusting, and it's not going to work. Shame on you. Na gut, okay, scheiß drauf. Ah, that... Ich schäme mich nicht, ist mir völlig egal. Okay, dann würde ich jetzt gerne etwas rausfinden. Und zwar, was passiert, wenn wir gleich eine ganz gewisse Sache machen? I hope you're coping. Sorry, I'm still a bit out of it. Galerius just saved my life. Oh. Was there something you wanted? Lucretia says I'm supposed to rest. Okay, ich bin verwundert, dass ich nicht über Ulpios reden kann. Wisst ihr etwas über das Verschwinden von Santella? No. I did hear from Ulpius that she disappeared. Das ist Very neu. sad. She was such a lovely young woman. But I'd been locked in Malleolus's villa for months before she went missing, so I can't help you, I'm afraid. Okay. Mehr interessiert mich nicht. Alright. Julia ist, glaube ich, dann für mich ein abgeschlossener Charakter. Ich will jetzt noch mal mit ihm hier reden. Ah, a new face. Salve. And what I hear... Ja, bla 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 bla. Oh, gar keine Option mit Virgil. Muss ich da mich durch die Geschichte klicken? Well... Oh, ne, Moment. Okay, nicht ganz. Lass mal nochmal speichern. Mal mit ihm jetzt nochmal. Hello there, friend. Ihr würdet es mir nicht glauben. Take your word for it. But perhaps you'd be interested in selling it to me. I mean, it's not as if you have any use for it down here. Oh. Desios, für den richtigen Preis kann ich euch sagen, wo ihr euren eigenen herbekommen könnt. Now you're talking, I'm interested. How about 100 denarii? 1000 ist geil. Damit ich mir für 1000 dann das Gift das Gegengift kaufen kann. Smart, Alter. Aber ich sag mal ganz trocken 5000. Oh, that's a little excessive, don't you think? It's not the bow of Ulysses we're talking about. Hast du doch keine Ahnung.
Seht es einfach als eine Art Investition. Ein paar kleine Münzen im Umtausch für mehr Reichtümer, als ihr euch vorstellen könnt, oder? All right. But I'm gonna need you to tell me before I pay up. Tja, dann ist das Geschäft wohl geplatzt. Wait. Let's not be too hasty, friend. I just want a little assurance that I can trust you, that's all. Tja, ich würde sagen, ich habe es geschafft, an den Bogen zu kommen, oder? I suppose you're right. All right, you drive a hard bargain, but here's your money. Ich krieg wirklich 5000 Denari. Location of that boat. Fass es nicht. Er ist im Diana Shrine. What? But I already knew that, you imbecile. Everyone knows that. I can't take that golden bow because stealing from the goddess in her own shrine would break the golden rule. You promised to tell me where I could get one of my own. Ja, aber ihr könnt es doch nehmen und für den Rest eures Lebens behalten. What is this? Some kind of joke? Ihr habt mir gegeben, was ich wollte, und ich habe euch gegeben, was ich euch versprochen habe, oder nicht? Oh, wie du mir, so ich dir, du Arsch. Oh, ich liebe gute Schlupflöcher. Don't even talk to me. Weltklasse, wir haben ihn einfach 5000 Denari abgezogen. Großartig. Welcome. Oh, das spielt so ein weißes Flackernmittel. Egal, aber wir wollen jetzt noch was ganz anderes ausprobieren. Und zwar... das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, die Lösung. Das behalte ich direkt mal bei. Dass das kein Achievement ist, von ihm 5000 Denari zu kriegen, enttäuscht mich. You're not thinking about going into the cistern, are you? Ja, ich weiß von eurer Kreatur, bla 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 bla. Alter. Komm mal. Warum trifft er denn nicht? Zack, Zement. Hier durch. Und zwar möchte ich Folgendes tun. Ich möchte nochmal mit Sentilla sprechen. Nee. Hallo. Danke. Who are you? Did he... Ich bin Wolf, niemand hat mich geschickt. Ich weiß, wir hatten diese Unterhaltung bereits zuvor. What? God, am I going out of my mind? Are you going to let me go or not? Es tut mir leid, aber wenn ich euch gehen lasse, werden alle anderen sterben. No. Ich habe meine Meinung geändert. Ihr könnt gehen. Vergesst die anderen und lasst uns einfach für heute verschwinden. Oh, thank you. Now follow... Wait. Did you hear that? He's here. He must be coming in through the door behind me. You distract him. Stay right here and keep him talking while I look for something I can use. Oh, that's interesting. What did you do with Scintilla? Where is she? Als ob ich euch das verraten würde. So that is how it's going to be. Oh well, this doesn't change anything for me. So, you discovered my secret. So what? Lol, da ist What sie are ja. you going to do about it? Hallo, Mädel, ich habe gerade gesagt, ich verrate ihm nicht, wo du bist. Das heißt nicht, dass du dich einfach hinter ihn stellen sollst. Ah. Also, ihr habt mich darum gebeten, herauszufinden, wer die goldene Regel brechen würde. Obwohl ihr wusstet, dass ich jedes Mal scheitern würde. Ihr wusstet von einem Ausweg und ihr habt sogar eure eigene Tochter weggesperrt, nur um dies zu verheimlichen. Warum? Dafür werdet ihr ein Schmerz auf tun. Ich habe euch gesagt, dass ich euch brechen werde. So. Also, ihr habt mich gebeten, herauszufinden, wer die goldene Regel brechen würde. Obwohl ihr wusstet, dass ich jedes Mal scheitern würde. Warum? Of course. There's no way you could have succeeded. Every soul who has ever found themselves here has broken the golden rule eventually. It is inevitable.
Man will always sin sooner or later. Any idiot could tell you this. But where others might see tragedy, I saw opportunity. As I told you the first time we met, I found a way to cheat death. By reliving the same day over and over again forever. And I will continue living long after your dust. Ja, also ihr wusstet von einem Ausweg und habt sogar eure eigene Tochter eingesperrt. Und nur um dies zu verheimlichen. Warum? Why? Isn't it obvious? Because I have grown attached to das wissen and wir schon. I have found a way to prolong my life indefinitely. To cheat death. Ich will ihm einfach nur sagen, dass ich ihn become brechen in werde. effect as immortal as the gods. Can you honestly say you would not wish the same for yourself? Obwohl, das gefällt mir auch. Mal sehen, wie ihr euch aus dieser Sache herausmogeln wollt. Do you really think you can take on a Decurion with that flimsy little bow? Wahrscheinlich könnte ich das, aber ich überlasse ihr das mal. Who? Scintilla? Yep. Where is she? I'm right here, Father. What? The many shall suffer for the sins of the one. Come on, we have to go. Hey, what's happening to you? That light, it's so bright. Oh mein, wir haben das Zeitparadoxon erschaffen. Al! Hi there. Gave me a bit of a fright. Thought I was in here alone. I'm Al. Al, was? Ich bin hergekommen, um dich zu suchen. Well, here I am. I'm sorry, I didn't catch your name. Ja, ich bin Wolf und ich hatte irgendwie gehofft, du wirst wissen, wer ich bin. Funny you should ask. I was just reading an old tablet I found here. Well, trying. My Latin is kinda rusty, but the last entry mentioned someone with the same name. It described an event about 2,000 years ago. Someone with your name appeared in the city out of the shrine of Proserpina. Freed an imprisoned woman named Scintilla, who then murdered her captor, breaking some kind of ancient law. It said the attack caused golden statues to come alive, hunting down everyone in the city and turning them into gold. Apparently, the only person to survive was Scintilla, while the stranger disappeared in a flash of light. So, guck mal. Also, das war also das Ende. Scintilla retten, alle sterben. Und dann gibt's bestimmt noch das Ende, alle retten? Ja, mehr weiß ich natürlich nicht. Jetzt obviously. Also, das bin ich gewesen. What? You're saying you were here 2,000 years ago. I'm not sure I understand. Also, als ich das erste Mal hier in der Gegenwart eintraf, sah ich deine Leiche an einem Galgen hängen. I'm sorry, come again? Naja, ich habe immer noch den Abschiedsbrief, den du in diese Tafel geritzt hast. Guck dir das mal an. Let me see that. God, why does this writing look so familiar? Ja, aber deine Schrift ist spent du a Nase. lifetime in this place, going around and around in circles. This is disturbing. But I don't understand how I could have written it. Naja, es wurde von einer anderen Version von dir geschrieben. Ich habe die Vergangenheit und dein Schicksal verändert. I'm not following. Also, ich habe Scintilla dabei geholfen, den Mann umzubringen, der ein Zeitportal öffnete, dich in der Zeit zurückzog, um zu verhindern, dass dies jemals geschehen würde. Ja, ich weiß, musst du nicht verstehen, aber genau so ist es. So you're saying, because a man from 2,000 years ago is dead, he never created a time portal, so I never went through it, and that's why I don't remember any of this. Jetzt hast du verstanden. I guess you saved my life then, as well as helping that poor woman to escape. That's a lot to take in. Genug geredet. Wie wäre es damit, wenn wir diesen gottverdammten Ort verlassen? Maybe we can escape through the same aqueduct Scintilla used, if we can find it. Ja, er ist hier in der Zisterne. Folg mir. Das ist offensichtlich das Ding hier. Aber wo kam dann er gerade durch? Ich weiß, was das für eine Tür ist.
Wisst ihr oben vom Tempel, als wir rechts abgebogen sind, wo dieses kleine Türchen war? Ich glaube, das ist die. Könnte die uns zu dieser Zisterne hier führen? Das würde so Sinn ergeben. Auch vom Rahmen, von der Größe. Das könnte so Sinn ergeben. So, jetzt sind wir geflohen. Kehre zum Fluss zurück. Oh, er macht's zu. I'm gonna pause here for a moment and make sure nobody else has ever lured into this temple. Smart. Gute Idee. You go on ahead. I'll be there soon. So, die Frage ist Karen noch da? Und was genau können wir jetzt gegen Karen machen? Sie ist da. You're back. But you're alone. Does that mean you didn't find Al? Ich habe ihn gefunden, aber gleich hier sein. Oh, what a relief. Thank you so much. I was beginning to think you'd both become trapped in there. Why don't you tell me what you discovered while we wait? Also, ich habe herausgefunden, dass sein wahrer Name Karen ist. Oder war es Chatty? Ah, I see. I thought you might. Well, now you know. I suppose you have questions. Wer bist du wirklich? You can just call me Karen, if you like. I am sorry I was not completely honest with you when we first met. I do not enjoy deceiving people. Believe me, I do not. But I have learned, from 5,000 years of experience, that most people find comfort in familiarity, in gradual change, and coming to see the truth in their own time. Und welche Wahrheit wäre das? Dass wir gerade alle im Fegefeuer waren oder sind und wir alle tot sind? Keine Ahnung, erzähl. That you died, of course. You were dead when I brought you here. My role, as the servant of the god of the underworld, has always been to assist the chosen to cross the threshold from the land Es ist so, wie die Geschichte wirklich ist. Und wie bin ich gestorben? Usually, when people do not remember how they died, it is because they suffered a terrible trauma. Most souls would rather not remember. Ask yourself honestly, do you really want to know? Ja, klar. As you wish. You were murdered. You were exploring an old tomb when you discovered a cache of forgotten relics, including 2 silver coins of ancient origin. Unfortunately, as you emerged into daylight, you were set upon by 2 thieves. A nearby hiker saw the scuffle break out and leapt to your aid, trying to help you recover your bounty. You both fought bravely, but your assailants were armed, and you were not. There was nothing you or your ally could have done. He died instantly at the scene, and you followed a few hours later. That man's name was Al. Das dachte ich mir. You were each in possession of a sacred coin, called Karen's Opal by some, and so it was my duty to bring you here. Und was an diesen Münzen jetzt so besonders? Perhaps you have heard the tales of the Greeks and Romans burying their dead with a coin in their mouths to pay the ferryman for passage across the river. Well, those stories contained a seed of truth, but not any coin would do. A long time ago, my master created 1,000 silver coins and had me distribute them across the world. My orders were simple. Whenever a person died in possession of a coin, I was to locate them and ferry them here. Warum? That is a question you would have to ask him, if that were still possible, in light of the path you have chosen. I am just his servant,
doing his bidding. Only now, I find myself bereft of purpose. You see, the coins on you and Al were the last of the 1,000 in existence. Krass. There is nobody else to ferry here. Nobody to keep you company. After 5,000 years, the underworld has finally run its course. Und könntest du uns jetzt ins Land der Lebenden zurückbringen? I see no point in keeping you here. But I have to ask one thing. That you keep this to yourself. Look! Here comes Al now. Al! It's so good to see you. You were gone so long I thought I'd never see you again. Kinda lost track of time in there. You wouldn't believe what we found. The ruins of a long-forgotten city. And there was a tablet describing an event 2,000 years ago. Supposedly, the city was destroyed when a woman murdered a tyrant with the help of, well, my new friend here. I know how crazy that sounds. Maybe not that crazy. That woman. I don't suppose her name was... Scintilla? How could you... What? She left a tablet of her own. I stumbled across it while I was waiting here. I think she meant for you to read it. Here, take a look. I don't know what became of you, or if you'll ever read this, but I want you to know that I will never forget you, or what you did for me. It pains me that so many dear friends were not so fortunate. Ulpius, Sentia, Lucretia, Horatius, Galerius, poor Dooley, and the others. But please understand, their blood is on my hands, not yours. I will live with the consequences of my actions, and all I can do is move forward, trying to show others the same compassion you showed me. I promise you that saving my life will not be for nothing. Scintilla. Sounds like you meant a lot to her. I'd love to hear your story, but first, you two look exhausted. Why don't you hop in my boat and rest while I ferry you back to civilization? Sounds good to me. And you? Are you ready to go home? In Ordnung, Karen. Fahren wir. Ende 2 von 4 gefunden. The one that got away reached 2 of 4 endings. Ach, sick. Okay. Wie viele hätten wohl überlebt, wenn du dich dem Gott der Unterwelt entgegengestellt hättest? Oh, okay. Hier ist also ein Hinweis. Jedes Mal, wenn du ein Ende schaffst, gibt es wohl einen Hinweis, was du danach machen sollst. Also wir sind wohl jetzt die zweite Ausfahrt raus. Das heißt, es hätte noch eine schnellere Ausfahrt gegeben. Und zwar sehr, sehr schnell. Interessant. Die längste, die 4., gehe ich schwer davon aus, ist die, dass alle überleben. Und wahrscheinlich auch die schwierigste. Die 3. gehe ich schwer davon aus, ist dann die, wo ich mich Hades bzw. Pluton stelle. Und die 1., wie man so schnell das Spiel schon beenden kann, I don't know. Aber god damn it, was ein geiles Spiel. Und das haben einfach 3 verdammte Leute gemacht. Kannst du dir nicht ausdenken. Was für Götter, die 3. Kannst du dir nicht ausdenken. Vier Endings. Da werden wir morgen ja sowas von nochmal reingrinden. Weil mit dem Ende gebe ich mich ja nicht zufrieden. Ich habe das Ende gerade nur gemacht, weil es 2 Uhr ist. Und ich nicht nochmal einen Stream ohne Ende machen wollte. Deswegen habe ich mich jetzt dafür so entschieden. Und das ist auch gut so. Und ich befürchte sogar fast, dass noch ein Stream nicht reichen wird, um alle Endings zu sehen.
Ich bin hellauf begeistert. So, und wie läuft das jetzt? Wie komme ich jetzt wieder rein ins Game? Fortfahren als Wolf. Ah, wir steigen vor dem Ende dann hier ein. Okay. Interesting. Stark. Das war ja echt eine absolute Heldenleistung gerade. Oh. Ich muss ja noch aufpassen, wie ich hier runterspringe. Okay. Ending 1 of 4. 4 Endings, hätte ich nicht gedacht. Okay. Sehr, sehr spannend. Dann werden wir uns morgen als nächstes zum Beispiel dem widmen, dass ich mit der Priesterin zum Beispiel noch spreche, wie man zu den Göttern betet und so ein Zeug. Wir legen hier also nochmal einen neuen Spielstand an und werden hier morgen weitermachen. Ich will sowas von, die 100%, ich will sowas von alle Endings sehen. Das Spiel ist einfach nur straight up absolut genial. Keine weiteren Worte dafür. Ich bin für heute raus. Wir sehen uns morgen wieder in der Forgotten City. Schlaft gut, schön, dass ihr dabei wart. Bye, bye. Exakt hier haben wir nämlich gestern aufgehört. Wir standen vor Equitia, weil ich mit ihr eigentlich drüber sprechen wollte, wie man hier zu den Göttern betet, um Sachen zu verhindern, pipapo. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wir das Ganze jetzt angehen. Was ist denn noch offen? Zum einen die griechische Tafel, die Duli hat. Wir müssen immer noch rausfinden, wie wir Rufius davon überzeugen, Virgil nicht mehr zu bedrohen, was mit den Gesprächsoptionen, die wir hatten, nicht geht. Wir haben die Quest, Malleolus davon abhalten zu lassen, dass er an der Wahl teilnimmt. Das heißt, wir müssen noch irgendein dunkles Geheimnis von ihm offenbaren, was wir aber noch nicht gefunden haben. Und wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass Galerius zum Magistrat gewählt wird. Und wie das funktionieren soll, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber ich würde gerne damit anfangen, weil das ja auch gleichzeitig die Geschichte mit Duli triggert. Vielleicht quatsche ich einfach mal mit ihm, der unten scheinbar bei der Farm ist. Und dann gucken wir mal, was er denn zu sagen hat, wenn ich ihm vorschlage, dass er sich zur Wahl stellt. Salve again, friend. I went and did as you asked, and it Na stimmt, wir haben ihm ja die Aufgaben gegeben am Anfang des Zyklus. You've just arrived here and you already know everyone and exactly what's about to happen to them. Ja, ich grüße jeden Tag das Murmeltier. You're toying with me, right? Nee, leider nicht. Wait, you're not kidding, are you? Nope. That's the only way you could have known. You're a bit like... Oh, what was his name? Sag jetzt nicht Al. Sisyphus. Nee, Yeah, that's the one. Sisyphus. Old King Sisyphus. Ah, okay. Und inwiefern habe ich jetzt was mit Sisyphus gemeinsam? Sisyphus was a Greek king a long time ago. For daring to think he could outsmart the gods, he was given a terrible punishment. He was forced to push a great boulder up to the top of a hill. Only, just as it reached the top, it would roll all the way back down to the bottom, forcing him to start over and over and over again. Ja, das ist tatsächlich wahr. Das ist ähnlich. Like you. Actually, now that I think about it, there are a bunch of old stories about the gods punishing people by making them do the same futile task over and over. Tantalus was made to grasp at fruit on a tree he could never quite reach. The Pleiades had to keep fetching water in a sieve. Oh, and Ixion was strapped to a wheel going round and round forever. But on the bright side, all diese Beispiele, die er gerade genannt hat, sind hier in der Welt verteilt, falls ihr aufgepasst habt. Der Typ im Wasser unten, der den Apfel greifen will, der Typ auf dem Rad, oben in der Höhle und so weiter. Das Gute daran ist, dass ihr nicht in der Unterwelt festsitzt. Ja, immerhin das. Anyway,
I don't know which god you managed to Wir upset to get tun einfach yourself mal in so this als, position, friend, ne? but you seem all right to me. So, I'll tell you what. I'll keep doing whatever I can to help you. And you just focus on finding a way to break the cycle you're in. Ihr seid ein ganz guter Mann, Galerius. Deswegen müssen wir auch mal schauen, dass er irgendwie gewählt wird. Oh, that's kind of you to say. Now, I'm going to keep your secret. Although, it's not as if I'll remember this next time we talk anyway, right? Oh, and if our conversations ever start to annoy you, just tell me you're busy. I know when I'm not wanted. May fortune smile on you, friend. Na, alles gut. Hallo Colin, grüß dich. Salve again, my Sisyphean friend. Nee, bitte nenn mich nicht Sisyphus, Freund. Habt ihr mal jeden Betracht gezogen, selbst ein Magistrat zu werden? I've bounced the idea around once or twice, mainly as a way of getting Dooley set free. So nämlich. God knows Sentius is never going to do it. But from what I hear, Malleolus has the elections stitched up. Nobody's going to take him on and win. And maybe that's not such a bad thing. I mean, he talks a lot about freedom, so I'm hoping if he's elected, he'll release Dooley from his cell. And that's good enough for me. Also, pass mal auf. Wenn Malleolus flieht, wird er die goldene Regel brechen und uns alle umbringen. Vielleicht können wir ihn davon überzeugen, dass er selber kandidiert? And how could you... Oh, wait. You've seen it in another time loop, haven't you? Ja, genau. Well, sagen wir jetzt in that einfach. case, we need to find a way to make sure Malleolus loses. Better yet, get him to withdraw altogether. If you can do that, and Sentius is the only candidate left, I'll run against him. Deal? Okay, also ich lasse ihn nur antreten, wenn Malleolus aussteigt. So fügt sich das auch wieder zusammen. Ja, okay, in Ordnung. Wie denkt ihr so im Allgemeinen über die Wahl? I can't see how I could vote for either candidate. I don't like Sentius much, but Malleolus is almost as bad. Even I could do a better job. Me, a farmer. And I've never given a speech or put on a toga in my life. Okay, also ich kümmere mich jetzt mal um die ganze Malleolus-Geschichte. Das heißt... wenn er ausscheidet, wird er sich selbst nominieren. Ich muss das irgendwie hinkriegen. Gibt es für mich jetzt hier eine Art... Nee. Ich würde sehr gerne diese Quest verfolgen, aber die führt mich nicht dahin, wo ich hin will. Salve. Das ist jetzt echt so eine Sache. Weil ich so vom Gefühl her eigentlich auch alles gemacht hatte. Name's Rufius. Naja, mit dem müssen wir jetzt eigentlich nicht quatschen. Auch wenn ich dringend noch irgendwas finden muss, um Rufius was wirklich anzukreiden. Kannst du mir noch für irgendwas helfen, Fabian? Salve and welcome. Need something? Nope, du hast keine Gespräche. Ich rede jetzt einfach mal nochmal mit allen. Nur für den Fall, dass es noch irgendeine Gesprächsoption gibt, die neu hinzugekommen ist. Offensichtlich der Georges auch nicht. Aber bei Virgil hat er da auch nichts mehr. Welcome back. Nein. Nope. Ich glaube, wir müssen uns bei Malleolus noch mal ein bisschen genauer umgucken. Hallo, Emily. Ich kann mir vorstellen, dass wir da vielleicht habe ich da irgendwas übersehen. Dooley wird mir wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen. Hello. Nope, der hat nur einen Pixelfehler, alles klar. Salve, Dooley. How are you doing today? I'm sad. Am I going to die? Oh, die unterhalten sich hier gerade. I think so, my friend. It's election day today. Perhaps our new magistrate will be kinder than Sentius and let you out. I hope so. Galerius, what happens when you die? You're not going to die anytime soon, Dooley. My mother told me, when you die, a ferryman helps you cross a river and your spirit lives on in the underworld. Is that true? Well,
yes, but... Is it true Ja, that das stimmt schon, aber... if you were good, you get to go to Elysium, but if you were bad, you get punished forever and ever in Tartarus? Something like that, but... If I die and go to Tartarus, because they say I've been bad. I'm not going to let that happen to you, Dooley. I promise. Thank you, Galerius. Thank you. Now, I have more work to do, but I'll visit you again soon, all right? All right, Galerius. See you then. So, haben wir das Gespräch auch mal gesehen. Ich würde jetzt also eigentlich vermutlich zu Malleolus nochmal gehen. Einzige, was ich noch machen könnte... wäre in den Gemächern mich vielleicht hier nochmal umgucken. Hast du noch was Neues, Livia? Cerberus lifts his triple head. Livia ist beschäftigt, okay. Graying. Livia, would you stop muttering like Medea over a cauldron? Jo, Dude, ich habe mich dazu schon geäußert. Das liegt halt, kommt halt darauf an, ob DMCA mitspielt oder nicht. Ob ich das machen kann, weißt du? Das liegt nicht in meiner Hand. Bist du hier? Kabash? Kabash und Kabash. Ich habe Lucretia von meinen Träumen erzählt und sie meinte, es könnte ihr bei ihrer Weissagung helfen, wenn ich sie aufschreibe. Es ist letzte Nacht schon wieder passiert. Der Mann beim Fluss war dort, wie immer, sein Gesicht verschleiert vom Schatten dieses merkwürdigen Widderkopfschmucks. Wieder einmal stellte er sich als Chatty vor und erzählte mir, er habe mich aus dem Fluss gezogen. Als er meinen Namen aussprach, schien er zu schmunzeln, als ob er etwas bedeutet, das ich nicht verstehen konnte. Der Name kommt mir tatsächlich bekannt vor, aber ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern, wo ich ihn gehört haben soll. Ich glaube nicht, dass ich... Ja, mehr können wir nicht lesen. Aber interessant. In seinem Traumtagebuch erzählt er von einem Fremdling namens Sherty, beziehungsweise Karen war. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass Kabash jetzt für uns eigentlich relativ gegessen ist. Das, was ich mich wirklich noch frage, wäre Folgendes. Was verbirgt sich hinter dieser Tür? Das ist ein Skelett, eine Truhe, mehr aber auch nicht. Irgendwas wird hier noch sein. Ich gehe mal davon aus, dass Aurelia mir jetzt auch nichts mehr zu sagen hat. Isn't that? Oh, you're here. I'm so glad. Ach Gottchen, mit ihr passiert jetzt auch schon mal dasselbe. Das ist ja geil. Guck mal, wir haben ja ewig nicht mit ihr gesprochen. Spart euch einfach die Worte. Ich weiß, was für ein schrecklicher Mensch ihr seid. Du kannst nicht mal, Aurelia. How dare you? Get away from me, you pig. Ja, die juckst mich aber auch einfach nicht, Aurelia. Hier noch. Achso, ich erinnere mich, das ist Domitius. Hier komme ich unten raus. Ne, wir gehen jetzt mal zu Malleolus. Vielleicht kriege ich noch mal ein Gespräch mit seiner Frau hin oder so. Ansonsten müssen wir irgendwas finden, womit wir ihn ankreiden können.
glaube, wir gehen jetzt mal einfach zu seiner Frau. Yes, thank you. I'm delighted and deeply honored to be elected your majesty. And now... Das jetzt, weiß er auch nicht, schauen wir mal. I'm not supposed to be in here. Ja, perfekt. Verzeihung, ich gehe da mal wieder. I should hope so. This is outrageous. Ich habe mich aber hier zum Beispiel nie genau umgeguckt. Vielleicht finden wir hier noch was. 2400 Denar. Nicht ganz das, was ich erwartet habe, aber vielleicht liegt hier noch irgendwas, was ihn belastet. Leider nein. Kann ich nochmal mit der Claudia interagieren? Why are you still here? Ich gehe mal davon aus, du erzählst mir diesmal auch nichts über deine Geschichte, oder? I think a better question is, why am I have quite enough... Hatten wir das schon mal? Was würdet ihr denn von etwas Hilfe mit Malleolus halten? An intriguing proposition. Das ist was Neues. Also ich glaube nicht, dass Malleolus die Person ist, die er behauptet zu sein. Es geht darum, dass er eigentlich dieser Quintius-Typ ist. Oh, das ist für sie wahrscheinlich nicht uninteressant. Perhaps you're not as silly as those clothes make you look. What makes you say that? Naja, das ist nur so ein Gefühl. Ich hatte gehofft, wir könnten Malleolus' wahre Identität gemeinsam herausfinden. Weißt du, Claudi? Du nicht. You know, I may have the very thing you're looking for. Some time ago, when he still cared for me, he wrote me a love letter. Only, he used the wrong name. Now, addressing one's wife by the wrong name is not unheard of among philandering Romans. But in this case, the name he got wrong was his own. I confronted him about it, and he stammered through some incoherent response. I let it go, eventually, and yet... Wirst du mir den Brief einfach mal geben? ...in the back of my mind ever since. But, wait a minute. Why exactly are you helping me? Naja, ich kann es einfach nicht ertragen zu sehen, wie eine so schöne Frau so schlecht behandelt wird. Oh, aren't you charming? I'm quite sure my husband would seethe with impotent rage if he overheard you say that. I love it. It seems our interests are aligned. I imagine knowing his true identity will give me the leverage I need to manage him appropriately. But first, I need you to do something for me. Okay, das wäre... I want you to bring me some Oh mein Gott, ich soll einen der seltenen Weine finden und ich habe davon 3 oder so. Oh, don't look at me like that. I know this must be hard Weltklasse. for you to wrap your sweet little pleb head around. So what do you need me to spell out? Ich habe mich schon gefragt, warum ich den Wein immer mitnehmen kann. Jetzt weiß ich es. Aber warum wollt ihr eigentlich Wein? Let me tell you something about Malleolus. He talks a lot about freedom, but what he doesn't tell you is that he means freedom for men. Natürlich. Hallo, Christoph. After all I've done for him, counseling him through his entire election campaign, and he had the audacity to lock me in here. He said it was for my own good, and that my drinking was unbecoming of a lady, let alone the wife of a magistrate. Uff. I'll show him unbecoming. Tonight, at his victory party, I'm going to get good and merry, and if he tries to discipline me again, I'll threaten to expose his true identity in front of everyone. I am so looking forward to it. Okay, und warum könnt ihr den Wein nicht selber holen? You mean, aside from the fact that I'm locked in this room, and Domitius is right outside the villa, because there's barely any left in the city. In fact, there's only one small urn, as far as I'm aware. Das stimmt nicht. Es gibt 2, glaube ich. Ich meine, wir haben 2.
Ja, das war dann alles. So, you'll help me? Na klar, ich habe hier nämlich etwas Wein. Thank you. Here's the letter. Gut, dass ich mich immer so schön umgucke. Ah, da haben wir's. Quintius an die geliebte Claudia. Eine Zeit lang verzweifelte ich an dem Gedanken, hier für den Rest meines Lebens gefangen zu sein. Aber dann traf ich euch und entdeckte, dass ich genau da bin, wo ich sein sollte, solange ich mit euch zusammen bin. Bloße Worte können meine Zuneigung zu euch nicht ausdrücken und so werde ich euch zu Ehren eine große Geste vollbringen. Ich werde Magistrat dieser Stadt werden, damit ich mit euch an meiner Seite mit Weisheit und Stärke regieren kann. Oh boy, wir haben den Beweis. Now, perhaps you can tell me who Quintius really is. Tja, laut diesem Kopfgeldbrief von Kaiser Nero ist er derjenige, der letztes Jahr die Brände in Rom gelegt hat. Musst du dir mal vorstellen. What? Ja. Oh no, that's quite a lot more serious than I imagined. I only wanted some leverage over him, not to destroy him. Give me that immediately. Nobody else must Ach, jetzt know. versucht ihn doch zu schützen. Nee, ich glaube, ich behalte das mal besser. Wobei ich Angst habe, dass die Gesprächsoption die goldene Regel auslöst, weil sie dann ausrastet oder so. What? No. You tricked me, you mendacious little stirkers. Aber dann habe ich zumindest den Brief für den nächsten Zyklus, weißt du? Also ich habe euch jetzt so nicht belogen, Claudia, ne? It was a lie of a mission. You were planning this all along and you deliberately concealed it. May Jupiter cut you down. Hey, geh jetzt einfach. I curse you. I curse your life and mind and memory. May you be unable to walk or eat or drink. May this drag you to the depths. Autsch. So. Claudia ist also kein Fan mehr von uns? Zeit für Malleolus. Machen wir auch direkt ab, bin soweit zufrieden. Domitius doesn't usually let anyone in here without a hefty tribute, so... So, also ich möchte das... nee, also ihr seid Quintius, ja? My name is Marcus Malleolus Gurgis. You seem to have confused me with someone else. Nee, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ihr habt nämlich ein grünes und ein blaues Auge, bla bla bla. And I like... Ich kann nicht beweisen, dass ihr es seid. Wait, aber dann hast du noch Größenwahn. Ich kann es immer noch nicht beweisen? Trotz des Briefs? Was? Wait, was sagt denn die Quest? Ach, ich soll ihn jetzt einfach von der Wahl zurücktreten lassen. Ach so, und dann ist das wahrscheinlich mit, jo, ich hab hier was. Und dann einfach nur falsche Gesprächsoption. Also ich möchte, dass ihr von der Wahl zurücktretet. Ganz einfach, denn ich weiß, dass ihr Quintius seid. Eure Frau gab mir euren Liebesbrief und Nero will euch tot sehen. So. It finally caught up with me. So nämlich. I suppose that makes you... what? One of Nero's assassins? Nein. Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ich das nicht bin. So, you're not going to kill me? Darum geht's mir nicht, nein. Wenn ihr euch sofort von der Wahl zurückzieht und alle in Schuldknechtschaft zu euch entlasst, darfst du weiterleben. Oh, so much work and money. Oh, well, if I do it, you'll let me live? Yes. Fine. Ruling this cesspit of a city would have been beneath me anyway. I'll have Domitius notify the priestess of my withdrawal and release those two from debt bondage. There. You got what you wanted. Now, please, leave my villa and never speak to me again. Okay, cool. Wir haben es geschafft. Finally. So. Oh, was willst du jetzt? Moment. Domitius, are you listening? Yes, sir.
I've made a decision to release Julia and Ulpius and withdraw from the election. I want you to go and inform Equitia. Sir? Are you under duress, sir? I've just had a change of heart. But you were on track to be magistrate, sir. All that work, all that money, wasted. Those are my orders. Carry them out. As you wish, sir. So, Domitius, ich schaue mir das ganz genau an, ob du deine Befehle auch ausführst. Oh, was für ein netter Zufall. Da ist die Priesterin, ja. Priestess, Malleolus has decided to withdraw from the election. Oh, well, that's surprising. But thank you for telling me. I'll let everyone know. Dann folgen wir mal der Priesterin. Citizens, I have an announcement. Du ist schon klar, dass sie keiner Malleolus ist. has withdrawn his candidacy from today's election. Unless any new challengers are nominated by nightfall, Sentius will be re-elected magistrate by default. That is all. Also wir tun einfach mal so, als wären hier alle auf dem Marktplatz und hätten das gehört. Es wird Zeit, mit Galerius zu sprechen und ihm sagen, dass Malleolus zurückgetreten ist und unser kleiner Bauer, da hinten läuft er, jetzt kandidieren kann. Salve again, my Sisyphean friend. Now, what's on your mind? Also, Malleolus ist aus der Wahl zurückgetreten. He did? Oh, that was unexpected. I wonder what could have possessed him to do that. Well, I guess it's time for me to step up then. I'll let Equitia know I'll be running. Okay, cool. Dann lauf mal los. Alright. Das ist die falsche Richtung. Da geht's zur Farm. Da ist nicht die Priesterin. Hallo. Na gut, aber die Quest wird ja so wahrscheinlich soweit passen. So, jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie Galerius zum Magistrat gewählt wird. Das ist auch interessant. Okay. Dann würde ich das aber auch direkt wieder markern. Und dann gehe ich davon aus, muss ich jetzt mit allen quatschen und denen erzählen, weil wir haben ja bestimmt neue Gesprächsoptionen, weil Malleolus ja nicht mehr kandidiert. Also fangen wir mal mit ihr an. Habe ihr? You're back. Something the matter? Oh ja, in der Tat. Mit dir kann ich nur leider nicht über die Wahl sprechen. Und dann ist Fabia wohl raus. Fabia wählt dann wohl, glaube ich, einfach nicht. Aber er wählt, oder? Greetings and hello again, my son. Ja, wem werdet ihr eure Stimme geben? Galerius. Did you know he saved the life of my young friend Fabio? Ah! The man is a hero. Ja, perfekt. But of course. Da muss ich Georgius ja schon gar nicht mehr umstimmen. Tipptopp. Das war wunderschön einfach. Virgil. Welcome back. Wem werdet ihr eure Stimme geben? Well, Sentius seems to know what he's doing. Nobody's broken the golden rule under his watch so far. Kann ich euch irgendwie umstimmen? My vote isn't for sale, if that's what you're asking. Also nein, mit ihm kann ich schon mal nicht drüber quatschen. Damit steht es gerade 1-1. Ich gehe davon aus, Rufus, ne nicht Rufus, der andere Hampelmann ist beim Saufen. Nimmst du eine Wahl teil? A new face. Ave, and may Vesta watch over you. I'm Wie läuft die Wahl? It must be completed by dusk, just the same as any other official business. It'll be between Sentius, the incumbent, and Galerius, the challenger. Why do you ask? Wer darf denn alles wählen, damit ich weiß, mit wem ich jetzt hier noch quatschen muss? All of the male citizens who are willing and able Ach to so, nur die männlichen. Deswegen hat Fabian nichts zu sagen. Alles klar, weiß ich Bescheid. Darf ich auch abstimmen? Ne, erstmal die Frage, dürfen Frauen nicht wählen? That's just the way it's always been, I'm afraid. Fortune smile It on never you, sat brother. right with me Ja, either. gut, ja. There Billig. are some women who can vote,
Vestal priestesses Du like darfst. myself. But in this case, given my role overseeing the election, Ach so, okay, aber sie I've enthält sich da. decided to abstain. I can't allow the perception that I'm being anything but fair and independent. But if it's any consolation, there are other ways to influence the outcome of an election. Wie zum Beispiel? By using whatever gifts the gods gave you. Nothing untoward, of course. Okay. Und was ist jetzt eure Aufgabe genau während der Wahl? I'm responsible for announcing it and making sure the procedures are followed. Au! Ich kann die Wahl jetzt auch einfach manuell triggern. Cool. Okay, hi Andy. Lass uns noch mal über was anderes reden. Und zwar über die Tatsache, dass ich jetzt ganz kurz noch mit einigen Leuten quatschen muss. Nehmen wir die Beine in die Hand und wir sprechen uns später. Werte Priesterin. So, dann müssen wir nochmal schnell Richtung Taverne. Oh, oh, nein, nein, nein! Man darf nicht so schnell laufen. Gibt's einen Autospeicherstand, der vor meinem war? Nein. Ich speichere mal so brav und dann sowas. Okay. There. Da wirst du hart bestraft, wenn du stirbst, ey. Demetrius, are you listening? Yes, sir. I've made a decision to release Julia and Ulpius and withdraw from the election. I want you to go and inform Equitia. Sir? Are you under duress, sir? I've just had a change of heart. But you were on track to be magistrate, sir. All that work, all that money, wasted. Those are my orders. Carry them out. As you wish, sir. Naja, dann werde ich aber wenigstens auch direkt mal mit Domitius reden. Damit das wenigstens etwas Gutes hat. Priestess, Malleolus has decided to withdraw from the election. Oh, well, that's surprising. But thank you for telling me. I'll let everyone know. So. Ist nicht verfügbar, solange Galerius seine Aufgaben nicht gemacht hat. Citizens, I have an announcement. Okay. Malleolus has withdrawn his candidacy from today's election. Unless any new challengers are nominated by nightfall, Sentius will be re-elected magistrate by default. That is all. Okay, tipptopp, Equitia. Nochmal ganz kurz mit dir die Gespräche durchklicken. A new fate. Wie läuft die Wahl? Ich würde gerne Galerius nominieren. Das hatte ich vorhin nicht zur Auswahl, aber interessant. Oh, what a good idea. He is a virtuous. Ach, ich nominiere ihn jetzt gerade erst, weil er sich noch nicht selber nominiert hat. Lol. Ich war einfach schneller als er. Interessant. So, wer darf wählen? Darf ich dann abstimmen? Also darf ich abstimmen? Well, you're not Ich bin kein Bürger. yet. Okay. So, no, I'm afraid not. But if it's any consolation, there are other ways to influence the outcome of an election. By using... Ja, die Götter, bla 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 bla. Quatschen wir später nochmal, Equitia. Vor allem im nächsten Zyklus wirst du für mich nochmal sehr interessant werden. Okay, das heißt, ich kann mit dir jetzt auch immer noch nicht interagieren? Doch, kann ich jetzt. Ihn muss ich nämlich bestimmt überzeugen, oder? Wahrscheinlich, wobei er mag eigentlich den aktuellen Magister nicht, also warum sollte nicht Galerius wählen, oder? Also, wem gibst du die Stimme? I'm not going. Oh. Okay. Whatever. Er enthält sich jetzt plötzlich einfach.
Dann muss ich jetzt mit Rufius und Co. reden. Und auch natürlich mit Ulpius. Shalom. So, wem werdet ihr eure Stimme geben? Sentius, I suppose. Oh nein. I'd have to be insane to vote for Malleolus after what he did to me. Oh nein. Würdet ihr in Betracht ziehen, für Galerius zu stimmen? Galerius, the farmer? He's a good man, but I think he's more valuable on the farm than as magistrate. Kann ich die denn überzeugen? Ich kann ja überhaupt mit gar keinem irgendwie reden, so, weißt du? Alright, friend. Okay. Ulpius ist keine Hilfe. So, anyone here? Actually, no. 49 melodies fetch a game with incessant labor. Ist das überhaupt wirklich jetzt ein... Muss ihn beliebt machen. Ja, but how? Hallo, Mora. Galerius, können wir noch mal ganz kurz quatschen? Nur so, weil es vielleicht interessant wäre, mit dir zu bereden, wie wir Leute davon überzeugen, dass du ein geiler Typ bist. Sag mal, habe ich das eigentlich jemals schon hier vergoldet? Nee, ne? Ach, ich soll... Eier der goldenen Gans. Ich habe jetzt goldene Eier. Gänseeier, die in Gold verwandelt wurden, die sehen wertvoll aus. Nehmen. Okay. Ah, es ging also nie darum, die Eier zu stehlen, sondern sie zu vergolden und dann zu nehmen. Die Frage ist, was wir damit machen. Irgendwer wird wahrscheinlich die Eier nehmen und es wird irgendeine Auswirkung haben. Es vielleicht sogar in Bezug auf Galerius oder so. Hallo Raphael, grüß dich. Galerius? I saw you slide down that rope before. Very impressive. Ja, hast du gut gebaut. And strange too, since that device you used is exactly the same as one I've been working on. Da weiß er nichts von, dass er mir das gegeben hat. Oh, of course. It's because I already gave it to you in a previous time loop, isn't it? Ja, richtig. Anyway, I'm sorry to ask, but is there any chance you'd be willing to do me a favor? Ja, was braucht ihr denn? Vielleicht wird's jetzt interessant. Well, I've been trying to get this rare flower from the rock spire in the middle of the lake. It's too steep to climb, so I hung a rope over the lake and made this pulley device, only I couldn't quite summon the nerve to use it. Do you think you could use the device again and try to get that flower for me? Ich weiß jetzt nicht, warum du die brauchst, aber erzähl mal. I don't really feel comfortable talking about it. Will doch bestimmt irgendjemanden hier überzeugen. Ja, du bist in irgendjemand verliebt, richtig? Look, I'll tell you everything if you get it for me. All right? Ja, okay, warum nicht? Oh, thank you. It would help me a lot. There's no rush, just whenever you get a chance. So, actually haben wir tatsächlich Rush, ja. Ich würde mich nämlich umgehend darum kümmern. Wir reden von dieser Blume, von dem Ding in der Mitte, wo die goldene Statue versucht, an den Apfel da zu kommen. Wir reden aber von der Blume. Und ich muss jetzt mit der Seilrutsche so landen, dass ich da auf dem Ding bin? Das ist ja wild. Don't you just love Meinst du, der ist in Virgil verliebt? Da müssen wir uns jetzt erstmal... Also ich bin ja schon gestorben, indem ich hier runtergefallen bin. Und dann soll ich das mit einer Seilrutsche aber überleben? Ich weiß ja nicht. Also ich weiß ja nicht. Oh lol. Muss ich ja instant springen drücken.
Okay, er hat es nicht sofort getan. Vielleicht muss ich warten, bis das mit dem Tipp aufploppt. Also sofort hat er auf jeden Fall nicht geklappt. Spam's jetzt gleich einfach mal. Hä? Ich habe viel zu krasse... Ich habe so eine krasse Beschleunigung. Ich komme halt immer viel zu weit. Ja, das dachte ich mir, dass er das nicht überlebt. Du bist ruhig da. Kann ich einfach aus dem Wasser springen? Ich kann ja... Konnte hier nichts vergolden, ne? Kann ich nicht das hier einfach nutzen, um hier rauf zu klettern? Sonst klettert er doch auch so gut. Kannst du mal hier Huckepack und so? Das war gerade gefühlt wirklich Huckepack. LOL! Was? Los, Huckepack. Okay, das funktioniert nicht ganz so. Aber hat er nicht gesagt, ich soll die Seilrutsche nehmen? Ist aber auch nicht gnädig hier. Also, als ob er sich da nicht hochziehen könnte. Ich meine auch, dass das irgendwie mit der Seilrutsche zusammenhängt. Auf der anderen Seite, das so... Ich meine, wenn ich die Seilrutsche nutze... Steht da, drücke B, um dich fallen zu lassen. Also das kann ja nicht umsonst sein. Kann ich es nicht irgendwie in die andere Richtung machen und dann mich irgendwie mit Körpergewicht langrobben? Schade. Oh, wait a second. We're getting closer. Ich glaube, dass ich die Geschwindigkeit bestimmen kann. Ah, bleib stehen! Here we go. So nämlich. Bist du bei deiner Farm oder bist du wieder bei der Farm? Galerius! Salve again, my Sisyphean friend. Oh, and I'm in the running for magistrate. Feeling kind of nervous, but I'm hoping it'll all be worth it when I order Dooley's release. I just hope I'll have the votes I need. Now, what's on your mind? Kriegen wir schon hin. Ich habe die Blume, die ihr wolltet. Brilliant! You did it! Well done! This is going to make her so happy. Equitia. Ja, er steht auf die Priesterin. I just have to figure out how to give it to her. What I really want to do is walk up to her, give her the flower, and confess I've been madly in love with her since the moment we met.
But on the other hand, I can't shake the feeling that the consequences could be terrible. Was kann schlimmstenfalls schon passieren? Naja, ich sag dir, was passieren kann. Wenn er mit der Priesterin anbandelt, er gewinnt die Wahl, dann sagen die Leute, er hat die Wahl gewonnen, weil er mit der Priesterin irgendwelche göttlichen Vorkehrungen getroffen hat oder so ein Scheiß. You mean, aside from her execution? Genau. Equitia is a Vestal priestess, meaning she's taken a vow of chastity, the breaking of which would be an extremely serious affront to the gods. Naja, siehst du irgendwas mit Göttern auf jeden Fall. She was just suspected of being unchaste. It could lead to her execution. Unchaste Vestals get buried alive. Oh, and I'd get flogged to death for good measure. But at the same time, she's just so kind and graceful, and I feel so much love for her that if I don't tell her, it'll burn a hole in my chest. Junge, I don't know what to do. What do you think? What would you do? Ich erzähl Galerius mal lieber nicht, dass ich mit ihr baden wollte, ne? Also, puh. Ich bin kein Beziehungsberater. Also ich denke, ihr solltet ihr sagen, wie ihr euch fühlt. Verdammt seien die Konsequenzen. Abfahrt. Now that I hear you say that out loud, I hear how crazy it is. I think maybe I need to be a bit more cautious. What I need is a go-between. Someone who can tell her natürlich how I bin feel, ich der Bote. find out how she feels without risking her life. What do you say? Do you think you could help me one more time? Natürlich. Wonderful! Now, all I need you to do is give her the flower and tell her it's from a secret admirer. Tell her I'll keep my distance and that I just want her to know that she's loved. Süß mach ich. Thank you. Come back as quick as you can and tell me what she says. Alles klar. Ich gebe ihr jetzt einfach die Blume und sag, ich stehe auf sie. Oh, das wäre mal ein Arschloch-Move, ey. Ah, schön. Ach, das wird Galerius umbringen. Aber ich könnte wetten, die Option gibt's. Ave again. Did you find what you need? Ja, jemand wollte, dass ich euch diese Blume gebe und dieser jemand bin ich. Oh, how lovely. It just happens to be my favorite. Und jetzt lass mich anwählen. Who do I have to thank for this? Goddammit! Enttäuschend. Ich soll euch ausrichten, dass dies von eurem geheimen Verehrer stammt und die Distanz gewahrt werden wird. Ihr sollt lediglich wissen, dass ihr geliebt werdet. I see. So, it's from Galerius then? Ach, sie weiß Bescheid. Ihr wisst es also schon, ja? Of course I do. I think everyone in the city knows. Lol. That man is a wonderful human being and my favorite person in the world. Alles klar. But he is the least subtle secret admirer you could imagine. The way he looks at me with those puppy dog eyes. Ja, da haben sich ja zwei He's gefunden. been trying for weeks to get his hands on this flower. He went to so much effort too. Suspending that rope above the lake, inventing that pulley device all on his own. He'd just stand there each morning, looking at the flower, trying to summon the courage to seize it. Oh, my heart. Ach, Galerius, ey, sieht da ein Blinder offensichtlich. Was soll ich ihm... Hauptsache, Galerius stand da gerade, weißt du? Was soll ich ihm jetzt sagen? Tell that adorable oaf that my Vestal's vow of chastity ends once I turn 36. So, if we ever make it out of here... Und wie lange soll er dann warten? 14 Jahre oder was? Then, tell him I love him too. Ja, das wird ihn sicher freuen und gleichzeitig wird es auch herzzerreißend sein. I hope so. See you Eieieiei. Again soon, I hope. Kann ja was werden. Galerius, komm mal zurück. Warum rennt er denn? Wie viel rennt er von mir weg? Apropos, mit dir wollte ich auch noch quatschen. Don't even talk to me. Ach, Decius kann ich mit dem Zyklus nicht mehr mit ihm reden. Aber mit dir, ne, mit Rufus auch nicht mehr. Galerius. Salve again, my Sisyphean friend. Now, what's on your mind? Also, ich habe Equita die Blume für euch geliefert. Thanks. What did she say? Ich habe auch hier nicht mal die Option, ihm das Herz zu brechen. Interessant.
Sie wusste, dass es von euch war. Sie bat mich, euch zu sagen, dass sie, sobald sie 36 wird, heiraten darf und dass sie euch auch liebt. Ja, dann 50? Venus, that is the best news I've ever heard in my life. Oh, thank you. Thank you so much. You have no idea how happy you've made me. I wish there was something I could do to thank you properly. Matchmaker. I don't have much to offer you. Use Photo Mode. Das All macht I aber can auch keinen do Sinn, is was? tell you where there's a Das secret Achievement habe ich stash of schon. coins you might be interested in. What? Münzen. Ich bin ganz ohr. In the rock tunnel near the stairs, there's a little doorway set into the rock. Inside, if you look carefully, you can see Ja, oh mein Gott, von der Tür habe ich die ganze Zeit gesprochen. One of those golden huntress statues is blocking the path, and I'm not game to move it. If you can figure out how to get past it, I reckon there might Ja, be du a small Nase, das weiß ich seit ungefähr, wusste ich schon 10 Minuten, nachdem ich das Spiel gestartet habe. Wenn ihr einen Weg an ihr vorbeifindet, ja, aber ich weiß keinen. Ah, ich gehe da mal. Alright, friend. Keine Ahnung, was wird die Quid ja sein? Deswegen sei ja, 12 Jahre soll er warten, 14 Jahre, 20, maximal Mitte 20. So, wie sieht's mit dir aus? Achso, du bist eine Frau, mit dir brauche ich ja gar nicht sprechen. Just like Apollo feeling sind wir mal raus. Mit wem soll ich denn jetzt noch sprechen? Keiner will irgendwie sich umstimmen lassen hier. Du bist still. Was willst du fragen? Können wir aber jetzt vielleicht mit der Statue interagieren, nachdem wir jetzt diese Option hatten? Nein. So, was haben wir denn jetzt noch? Ich muss ihn für die Mehrzahl der Wähler beliebt machen. Ja, das ist gar nicht so einfach jetzt. Ansonsten war es das aber, ne? Was ist mit dem Sünder? Ja, ich weiß noch nicht, was ich Rufus anhängen soll. Wer fehlt mir von den Schwachmaten denn noch? Ach so, es könnte natürlich jetzt sein, dass mir das, dadurch, dass ich das Gespräch mit Decius verkackt habe in dem Zyklus, möglicherweise mehr das echt versaut. Aber mit dir war nix, ne? Du willst dich ja nicht umstimmen lassen. Haben wir hier noch irgendwelche Beweise, die uns zu Rufus führen? Darf ich ja alles nicht mitnehmen. Wir haben hier nur die ganzen Nachrichten. Aber dieselbe Nachricht haben wir bei Rufus gefunden. Und wir haben ihn damit konfrontiert. Aber aus irgendeinem Grund hat er trotz allem... ließ er sich nicht davon abbringen, egal welche Gesprächsoption wir gewählt haben, dass er das lassen soll, ne? You, Tantalus. Nochmal schauen. Ah, sehr komm. You again. Wem wirst du denn deine Stimme geben? Sentius, military man, knows what he's doing.
Kann ich euch irgendwie umstimmen? No. Das ist so unnötig, so unsinnig. Mit gefühlt keinem kann ich irgendwas machen. Und wie ist das nochmal mit Virgil? No idea what you're talking about. Also, ich weiß, dass ihr es wart. Ich habe einen unfertigen Brief von Ihnen in eurer Unterkunft gefunden. Yes, so what? What are you going to do about it? Ich war nur neugierig, hat das Gespräch beendet, ne? Bitte euch darum, ihn nicht mehr zu bedrohen. And why should I? Wenn das stimmt, warum wurde die goldene Regel nicht gebrochen? Die Götter Roms kümmern sich nicht um Homosexualität. Warum sollten sie es bei Virgil? Jetzt nochmal, wenn ich das mit dem Magistrat mache. I don't like where this is going. Lasst Virgil in Ruhe, oder ich werde euch vor allem verraten. I have no idea what you're talking about. And unless you... Siehst du, dann beendet er das Gespräch. I have nothing to... You wonder how much one of these statues is worth on the outside. And the tree you Ich bin halt hier. Ich weiß nicht, ob ich noch was finden muss. No idea what you're talking about. Aber wir hatten ja schon mal alles durchgeklickt, meine ich. Smart. Na, dann ist mir auch fertig mit Reden. Man, er gibt's ja schon zu. Mit was sollte ich ihm unter Druck setzen, das noch, sagen wir mal, ein Gegenstand ist? I am doing that. Genau, dann kommt entweder das mit dem Magistrat oder es scheint so, als würde sowieso eure Meinung nichts ändern. Smart. Siehst du? Das lässt mich halt zu dem Schluss kommen, dass egal was ich sage, ihn nicht umstimmt. Weißt du, was wir jetzt mal machen? Da ich ja hier offensichtlich mit niemandem interagieren kann, was die Wahl angeht. Hier ist irgendwie niemand zum Umstimmen etc. pp. Lasst uns doch einfach mal mit der Wahl starten. Es klingt zwar sehr, sehr offensichtlich danach, dass kaum jemand Galerius nimmt, aber vielleicht ist ein neuer Zyklus gar nicht mal so schlecht jetzt. Also, können wir beginnen? As I said, I'm planning to hold it before dusk. But I suppose I could hold it Was wäre dann ein guter Grund? if there's a good reason. Eine frühzeitige Durchführung kann Konflikte zwischen den Wählern verhindern. Yes, I have overheard some rather unpleasant arguments. The last thing we need here is additional conflict. Very well. I'll get things started right away. Schauen wir uns das doch einfach mal an, was passiert. Auch, weil dann sehen wir ja zumindest, wer wen wählt und dann wissen wir im nächsten Zyklus, wer ein Problem ist und mit wem wir dann vielleicht noch interagieren können. Meine einzige Vermutung wäre eben, dass dieser Decius ist, mit dem ich in dem Zyklus aber nicht mehr reden kann. Citizens, it is time. Let us meet to elect our magistrate. Der einzige, der sonst noch fehlt, wäre der Wächter von ihm hier. Der da drüben läuft, aber keine Ahnung, ob das was bewirkt. Weil der wird ja obviously sein Magister wählen. Warum soll ausgerechnet er umzustimmen sein? Wäre schon, also ist ja nicht so, als hätten wir irgendwas in der Hand, dass man sagen kann, dass der Leibwächter
vom Sentius plötzlich anfängt, einen Bauern zu wählen. Also das ergibt mir nicht so viel Sinn, aber gut. So, ich schaue mir das jetzt nochmal ganz genau an. Oh. Was ist mit der Theorie, dass ich Ulpius sterben lassen muss, weil Ulpius eine Stimme für den Sentius gibt? Guck mal, es sind 5 fucking Bürger. Nee, Entschuldigung. 6. Weil der eine enthält sich. Horatius wird seinem Master geben. Georgius gibt's dem Bauer. Ihm weiß ich nicht, weil ich mit ihm nicht reden kann. Er gibt's dem Magister. Er gibt's dem Magister. Und Rufus gibt's auch dem Magister. Weshalb ich zu der Theorie komme, einen umstimmen und Ulpius sterben lassen. Aber was ist jetzt? Jetzt wird die goldene Regel nicht gebrochen. Also im Endeffekt ist es sowieso spannend, was passiert. Ja, genau, das habe ich mir schon gedacht. Ach, Ulpius, achso, der war das, okay. Okay, dann darf der eben nicht sterben. Ja, das ist komisch, dass der Malleolus gesagt hat gerade. You've placed your trust in me once again, and you won't regret it. I vow that was passiert? Wait. Will be just like Oh, die brechen jetzt die goldene Regel. I will deliver. Anyway, oder? You and your arrival, whatever your name is, you're responsible for this, aren't you? Nobody likes Caput Murday foreigners interfering in an election. Shut up and let the magistrate speak. Malleolus is gonna be magistrate by the end of the day. You have no idea what you're doing. You're going to get us all killed. Just stay out of our way, and we won't have a problem. Wait, I will not allow you to do this. You're showing your true colors now, priestess. Your corruption sickens me. Domitius, ignore her. Proceed. This is insanity. You'll doom us Ja, all. das passiert immer. Also die Wahl ist immer ein neuer Zyklus, egal was passiert. Was exposed for what it is, a children's fable, exploited by a treacherous leader to instill fear in all of us. The Golden Rule is real, you idiot. Shut up, all of you. The magistrate has spoken. I'm gonna enjoy killing you, old man. The many shall suffer for the sins of the one. Okay, aber ich bin mir sicher, dass wir den neuen Zyklus jetzt brauchen. Aber es muss eine Möglichkeit geben, dass es nach der Wahl weitergeht, weil wenn Galerius die Wahl gewinnt, lässt er Duli frei. Anders kriege ich ihn noch nicht frei. Schauen wir mal, wie wir jetzt mit Galerius hier gleich quatschen. Nee, gucke ich nachher nach. Salve, friend. Mind telling me who you are and what you're doing with that bow on your back? Was für Angelegenheiten kann ich ihm denn jetzt geben, alle? Sounds serious. I'm listening. Immer noch die beiden. Okay, ja. Anyway. Oh, ne, jetzt kommt was Neues. Sagt Malleolus, dass ihr dann Claudia wisst, dass sein richtiger Name in Quintus ist. Oh, okay. Das geht also auch mittlerweile. What? Are you... You're serious, aren't you? I doubt Domitius will let me talk to him, but I'll make sure he passes on the message. Okay, cool. Alright, let me... So, das war's. But... So, dann muss ich Ulpius jetzt retten. Das werde ich ja wahrscheinlich immer machen müssen. Weil der ja Galerius wählt. Also das ist absolut wichtig, dass der überlebt.
Ja, Galerius ist quasi der Shortcut, damit man nicht immer wieder alles machen muss. Sehr smart gelöst. Wait. Bringt er sich gerade nicht mehr um, weil ihm die Schulden erlassen wurden? Durch den Shortcut? Oder wie kann ich mir das erklären? Warte mal. Mal kurz mit Octavia sprechen. Salve, friend. I'm Octavia. Ich bin ein bisschen nervös. That's good, in a sense. If you're not on edge, you've not been paying attention. But on the bright side, once you've been here a few months, well, it's slightly less terrifying anyway. We've all been where you are now. I remember when I first arrived. I used to lay awake at night contemplating the big questions. Why am I here? Is there a way out? What is the golden rule, and who or what is responsible for it? I still don't have any of the answers, I'm afraid. I don't think anybody does. But I'm happy to share with you what I've learned. Okay. Mit I-Quatschen gibt's also keine neuen Optionen. Dann sind meine Ziele jetzt Horatius und Decius. Guck mal, da ist er ja. Chillt jetzt hier einfach und wir haben im Endeffekt keine Erklärung bekommen, warum. Oh, wait, hier passiert gerade irgendwas. Galerius will die guten Nachrichten überbringen. Ach so, der macht gerade seine Runde. Und das wirklich schnell. Wahrscheinlich sagt er ihm jetzt, jo, du musst dich nicht mehr umbringen. Du hast keine Schulden mehr. Und deswegen ist er dann noch nicht hochgelaufen. Good news, Ulpius. Malleolus has agreed to release you and Julia from your debts. What? Are you messing with me? I wouldn't do that. You're both free. We're free. We're free. Thank you. It seems fortune smiles on us after all. I'd better go and pay a visit to Julia immediately. Ja, weil hat er ihr noch gar nicht gesagt, dass sie am Leben ist. Eigentlich sollte ihn gerade die Schuldgefühle plagen, weil sie sich doch vergiftet hat. A golden bow, just like Julia. Apollo and Diana's. I'm so glad you didn't go through with it. It wasn't for lack of trying. And now Malleolus is going to... Wait. Why do you look so happy? We're free. Malleolus just released us and we never have to set foot in that villa again. What? How? Galerius arranged it somehow. Really? That's... incredible. Oh, what a relief. I don't know what to say. You don't need to say anything. Mir wird jetzt erst klar, Just rest up. Get your strength back. dass wir dadurch, dass wir Galerius dauernd die Aufgaben geben, Galerius zum absoluten Helden machen. Thank you, Ulpius. Er rettet Julius Leben, er rettet Ulpius Leben, er rettet Papias Leben. Es wird ja nie gesagt, dass wir eigentlich dafür verantwortlich sind. Und deswegen ist Galerius halt irgendwie voll der Held. Sehr cool. So, jetzt müssen wir mit ihm sprechen und mit ihm irgendwie es hinkriegen, dass das Gespräch nicht so verkackt wird, dass er böse ist. Mal gucken. Chiller, danke schön für den 29. Hello there, friend. May I say, that is a glorious bow you're carrying. Do you mind if I ask where you acquired it? Ja, bla bla bla, das hatten wir schon mal. Wem werdet ihr eure Stimme geben? Malleolus. I mean, Sentius couldn't even keep his daughter safe. What hope does he have of protecting us?
Oh. Moment. Ach so, weil wir haben mit ihm noch gar nicht gequatscht, dass er sich zur Wahl stellt, also müssen wir dafür sorgen. Moment. Hey, Virgil. So, die Priesterin. Oder warte, vielleicht reicht es, wenn ich mit ihm jetzt schnell quatsche. Na, offensichtlich nicht. Oh, Frau Priesterin, wo sind Sie denn jetzt? Ah. Warum rennt die denn? Ach so, sie verkündet jetzt, dass, Citizens, I have an announcement. Ich bin zu schnell gerade gewesen. Ich muss ja erstmal die ganzen Story-Zweige eintreffen lassen im neuen Zyklus. Sentius will be re-elected magistrate by default. Actually, I'd, Lol, das haben wir auch noch nicht gesehen, wie er sich jetzt selber nominiert. If that's all right. Of course, Galerius. That's your right. Citizens, the election will proceed. Salve again, friend. I went and did as you asked, and it worked. How is it possible that you've just arrived here? Ja, ich glaube, das ist schon richtig, wenn ich ihm das so sage. Sisyphus was a ja, bla bla bla. Oh. Yeah, so, oh. Ich habe das Gefühl, dass ihr euch toll schlagen werdet. Oh, that's kind of you to say. Now, I'm going to keep your secret. Although, it's not as if I'll remember this next time we talk anyway, right? Oh, and if our conversations ever start to annoy you, just tell me you're busy. I know when I'm not wanted. May fortune smile on you, friend. Ja, alles gut, Galerius, ich kann ja skippen. So, jetzt nochmal mit Desio sprechen, weil jetzt kann er nicht mal Malleolus wählen. Wonder how much one of these... Hello there, friend. May I say, that is a... Immer noch dasselbe, so. Sentius, I suppose. Sentius, Stabilität ist gut fürs Geschäft. Good for business. Ich möchte für Galerius wählen. Yeah? And what's he gonna do for me? He's nothing. Würde euch ein Geschenk umstimmen. Und jetzt kommen bestimmt die goldenen Eier ins Spiel, weil der doch immer Gold will. Certainly. For a few thousand denarii. Oh boy, er will 3000 Denarii dafür. Hat nichts mit den Eiern zu tun. Das heißt, die Eier haben immer noch eine andere Aufgabe. Aber das ist natürlich geil. Ich schwimme in Denarii, weil es mein, keine Ahnung, wie viel der Durchlauf ist. Von dem her, hier, nimm. Aber Hauptsache, du wählst den Bauern. Pleasure doing business. Can I help you with anything else? Das war's eigentlich auch schon. Very well. Dann will ich trotzdem jetzt noch ganz kurz schauen, was Horatius da wählt. Und sobald wir das durch haben, können wir eigentlich die Wahl mal ablaufen lassen. Keep an eye out for Scintilla, would you? What is it, citizen? Wem werdet ihr eure Stimme geben? Not that it's any of your business. Ah, das dachte ich My mir. loyalty is and always will be with Sentius. Aber was ist, wenn ich ihm jetzt... Oh, okay, ich kann ihm nicht erzählen. Ich dachte, ich erzähle ihm jetzt, dass er seine Tochter festhält und so weiter. Aber Stand jetzt ist 3:3. Right? Ich befürchte nämlich auch, dass bei einem Unentschieden es bei dem bleibt, wie es ist. Name's Rufius. Wenn es dich nervt, geh da woanders hin. God damn it. Also. Rufius, Virgil und Horatius sind die drei, die für Sentius stimmen. Ulpius, Decius und der Grieche. Das macht 3:3.
Wer fehlt? Oh, warte mal. Achso, nee, das war... Mit ihm konnte ich ja nicht interagieren, weil er triggert ja dann eh das Event. Welcher Typ fehlt mir denn? Dulli ist eingesperrt, der wählt nicht. Es kommen mir nur 6 zur Wahl. Was ist mit dem 7.? Warte mal. Naja, aber das kann nichts mit Dulli zu tun haben, weil der wird doch erst freigelassen, dachte ich, wenn Galerius gewählt wird. Auf der anderen Seite, wenn Malleolus die Wahl am Ende immer unterbricht, damit der Zyklus neu gestartet wird, dann kann das damit auch nichts zu tun haben. Mal mit Dulli quatschen. Hello. Do you like it? But it's also Galerius wählen. Galerius will let me out. Ja, das ist mir schon klar. Der einzige Typ, der jetzt neben ihm sich nicht wählt, ist er. Kann ich mit dir jetzt interagieren, ohne dass du mir auf die Schnauze haust? Leave me be. Natürlich nicht. Das dachte ich mir schon. Würde ja auch keinen Sinn ergeben, weil er wird die Regel ja brechen am Ende. What now? Er wird nicht gehen. Und ich darf nicht wählen. So viele Bürger gibt's doch hier nicht mehr. Wer fehlt mir denn? Ja, damit du nicht dauernd wieder säufst. Ach so, wenn ich Virgil helfe, dass er nicht mehr belästigt wird, dann wird Virgil das tun, was ich von ihm möchte. Oh. Oh. Oh, you again. Oh. No idea. Yeah. Well, I wouldn't get so angry if he wasn't. He makes me... smart. Nein, das ist nicht die richtige Option. Hoch? Habe ich auf Beenden gedrückt?
glaube nicht, dass das geht. Sehr komm, Mann. Wie kam ich denn jetzt zufälligerweise auf Beenden, wo ich laden wollte? No idea. Okay. Okay, zurücknehmen ist auf falsch. Whatever. I don't like where you're... Nee, diese Option ist nicht richtig. Wie, das weiß ich nicht. Er wird doch danach nicht mehr mit mir reden. No idea. Yeah. And well, I have Ah, a new face. Salve. I hear we have... Well, help out. Help out, but... You've given and you see, there's an... Wie kam ich denn mit ihm ins Gespräch, dass er mir davon erzählt, dass er... Hey, Uff. You... Good. I'm glad. It's best if I... Wie kam ich denn mit ihm... Das habe ich mich vorhin schon gefragt. Wie kam ich mit ihm ins Gespräch, dass er mir offenbart, dass er bedroht wird? Ich bin mir sicher, dass beim allerersten Mal, als ich mit ihm gesprochen habe, das eine stinknormale Option war. Irgendwann. Ich habe jetzt gerade alle Gesprächsoptionen durchgeklickt. Musste ich erst mit hier alle Dinge anklicken? Dass ich sozusagen weiß, dass er bedroht wird? Irgendwas so in der Richtung? Und ihn dann darauf ansprechen? Salve. Welcome back. Help, but... Nein. And of so we... Oh. Geht's um das Graffiti, das du gerade rumschrubbst? Und damit interagiere ich ja nicht wirklich. Welcome. Ja, wie war das denn? Ja. Ja, aber ich habe das seit gestern nicht, die Option. Deswegen weiß ich auch nicht, was ich tun soll. Ich hab das ja gestern schon gelöst. Aber ich hatte nie die Option, mit Virgil darüber zu sprechen. Und heute habe ich ja noch nicht mal die Option, überhaupt darüber zu sprechen, dass er belästigt wird. Aber gibt es ja auch keinen Sinn, dass der Questzeiger auf ihn geht, wenn er gar nicht mehr mit mir reden möchte.
Ja, Xbox, wenn du mir sagen kannst, wie ich hier aus dieser komischen Situation rauskomme. Ich kann doch nicht das Spiel neu starten. Ich muss doch jetzt eine Möglichkeit haben, das Spiel anders zu beenden. Ich bin doch jetzt nicht stuck forever. Gibt ja auch keinen Sinn, warum... Es ist doch nichts in dem Spiel passiert, dass mit Virgil die ganze Gesprächsoption fehlt. Muss mir Fabia erst sagen, dass er belästigt wird, oder was? I spent in the but after I remember I suppose anyway. What good my friend well I'm just saying. Was für ein Dorn? Die Quest mit Nevi habe ich fertig, aber... Ich hab Schaden im Feuer genommen. Ich würde gerne noch mal hier nach oben kommen. Wo wir dann wieder bei dieser Klettergeschichte wären. Wie komme ich denn da hoch? Irgendwie fehlt mir hier noch so ein Strauch, dass ich von dem auf den springen kann. Zum Runtergehen habe ich doch schon das Seil. Das ist doch, soll das nicht ein Shortcut sein, dass ich schneller da hochkomme, ohne durch den gesamten Tempel zu rennen? Mit den zigtausend Gegnern? Das ist das Problem, hier ist halt eine unsichtbare Wand. Das lässt mich halt hier nicht hoch. Geil finde ich auch, dass die komplette Questreihe mit Nevia hier überhaupt nicht aufgelistet ist.
hope you're coping. Nee, es ist überhaupt nichts in Ordnung, Julia. Irgendwas stimmt hier nicht. Feeling all right? Nee. Oh no. There, but that any us, but I'm. Well, she until this the last and then she's but I one of my patients. Ja, sie hat ja das mit dem Dorn und so, das weiß ich ja. Ich habe ja die Questline mit Nevia gemacht. Ich habe den Schlüssel zu ihrer alten Truhe. Wartet mal. Hat die mir nicht irgendeinen Schlüssel gegeben für irgendwas im Tempel? Aber diese Questline steht ja nicht mehr in meinem Questlog. Also ist es ja keine Quest. Really? That would be wonderful. Thank you. Let me know how you go. I have nothing to... Ich wurde gebeten, ein Mittel gegen Rheuma für einen Patienten zu finden, der darunter leidet. Okay. Hallo, Kupson. Nevias Behandlungsnotizen. Behandlungsnotizen und Blähungen. Rhabarber, Geschwüre, Enziane. Magenschmerzen, Glucoriza. Rheuma, Weidenrinde, Furunkel, Aloe. Weidenrinde. Feeling all right? Ich habe herausgefunden, wie Rheuma behandelt wird. Oh, I see. Well, what's the treatment? Weidenrinde. Willowback. I should have known. It was under my nose the whole time. That's very helpful. Thank you. If this works, it should settle Rufius down some. I have some right here. Could you do me a favor and give him some of this? He'll just need to swallow a pinch of it. I'm hoping it will avert disaster. Bin immer gespannt. Also das lässt sich einrichten, vorausgesetzt, wenn er noch mit mir redet. Jetzt ist die Frage, muss ich also jetzt wieder einen neuen Zyklus machen? Salve. Oder ist das Spiel intelligent genug? I have nothing to say to you, kaputt Mörder. Habe ich befürchtet, also muss ich einen neuen Zyklus machen. Was schon mal schlecht ist, weil ich bin jetzt 3000 Denare los. Be careful who you trust. Das heißt, ich versau es mir jetzt mit Desius und hol mir wieder 5000? Wonder how much one of these stack. Oh wait, muss ich das andere antworten? Hello? Well, I'll take your word. Den richtigen Preis, 5000 Denari. Investition. Dann ist das Geschäft geplatzt. Ich habe es geschafft, an den Bogen zu kommen. 5000. There we go. Fahrt zur Hölle. The many shall suffer for the sins of the one. LOL!
Bin vor ihm da. Ha, das hatten wir auch noch nicht. Also, nochmal. So. Also, bitte kümmere dich um Julia, Fabia, Malleolus. Lauf los. Guck mal das Gespräch mit Julia aber mal noch an, das haben wir noch nicht gesehen. Genauso wie das mit dem Malleolus. Wir müssen ja eh warten, also. Ist ja wurscht. Fabia, listen. There's a troublemaker coming into the city. I know, and I'll take care of him. Just go and hide, but not in the empty shrine. Wait, how did you know I was headed in there? No time to explain. Go! All right, I'll be in my bakery. Thank you, Galerius. Guck mal, das ist alles in aller Ruhe an. Don't shoot. I'm no threat. You'll find what you're looking for in the avenue. Second building on your left. I've got to run. Thank you. For your service to the Empire, I'll let you live for now, but you'd best make sure our paths don't cross again. Schon witzig. Lucretia, no time to explain. I'm supposed to give you this silphium resin for Julia. What? Quick, give it here. I'm just going to help her swallow this. I think she's going to be all right. Galerius, you're amazing. How did you know? I was just doing what the new guy told me. I don't understand. How did... Never mind. Thank you so much for acting as quickly as you did. Another moment more and we would Can't stay. Places to be. Oh, da habe ich mich gerade erschrocken. Völlig übertriebenes Geräusch des eingestürzten Schreins, ey. Obwohl wir 80 Jahre davon entfernt sind. Ach Gott, die Welt bricht zusammen. What now? I have a message from Malleolus. Yeah? Who's it from? The Emperor. He knows Malleolus's real name is Quinctius, thanks to Claudia, and demands he withdraw from the election and release Ulpius and Julia immediately. Are you out of your mind, farm boy? Domidius, that's enough. What? You're not going to listen to this dolt, are you? Galerius, all right, I'll withdraw and... Guck mal, wie schön schnell das auch gehen kann. I trust our business is concluded. Yes, that ought to do it. I guess I'll go and tell Ulpius the good news then. So, während er jetzt zu Ulpius geht, das Gespräch kennen wir ja, kümmern wir uns jetzt um Rufius. Der probably in der Taverne gerade ist. Ich könnte auch einfach das hier anmachen, dann weiß ich, wo er ist. Ah, er ist wieder oben, okay. Ja, es ist tatsächlich ziemlich cool, dass das alles animiert ist und so. Mit Galerius, das ist gut gemacht. Name's Rufius. Better watch your step. Also, wegen eurer Rheumaerkrankung. What business is that of yours? Ich habe eine Behandlungsmethode gefunden. Esst etwas Weidenrinde und es geht euch schnell wieder besser. Willow bark. And this will work? Oh, thank God. Finally, some relief. This is what I've been praying for. Maybe God hasn't abandoned me after all. Thank you. I've been in a lot of pain lately. The rheumatism, these cursed statues always watching, and the crisis of faith. It was too much.
started messing with my head. This is exactly what I needed to set it straight again. I owe you one. Ja, das finde ich sehr gut. Zwecks eurer Stimme, by the way. Meliodas. Achso, das ist noch nicht verkündet, okay. Er schuldet mir was. Ich werde aber kurz speichern, bevor gleich wieder irgendwie das Gespräch komisch verläuft. Ist mit eingequatscht? Oh, dann ist das wahrscheinlich hier noch im Gange. Ja, die Modern Storyteller arbeiten an einem neuen Spiel, aber das wird wahrscheinlich, wie du schon sagst, noch locker 4-5 Jahre dauern wieder, ja. Aber auch da werde ich geduldig drauf warten, nach diesem Meilenstein hier. Also, ihr seid die Person, die Virgil bedroht, right? Ich weiß, dass ihr es wart. Ah, jetzt erklärt er wegen dem Rheuma. Starts with constant pain in all your joints. Then the pain starts to mess with your head. Makes you angry, mean. I know that's not an excuse for how I acted. But it's the truth. But with the willow bark, I'm already starting to feel like myself again. And I know I said I owe you one. So I'll leave him alone from now on. It's not as if I was ever going to hurt him anyway. I was just lashing out. I'm going to go and clean up the graffiti. Just forget this ever happened. Will you? Guter Mann, kein Problem. Komm, Rufus, wir gehen zusammen. Wurde das jetzt mittlerweile verkündet? Ah ja, hier. Of course, Galerius. That's your right. Citizens, the election will proceed. So, ich erzähle ihm dasselbe, bla 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 bla. Ja, ich habe das Gefühl, dass ihr euch toll schlagen werdet. So, jetzt müssen wir nur noch Virgil umstimmen und dann reicht das. Ah, a new face. I hear. So, macht euch keine Sorgen wegen der Drohungen, das ist nur Rufus und er wird euch nie wieder etwas antun. What demon or spirit told you about that? Ich habe eine unvollständige Nachricht in seinem Haus gefunden. You went snooping in his place? That was risky. We're lucky you didn't cross any lines. Have you spoken to him about it? Ja, und er wird euch nicht mehr belästigen. Really? How did you manage that? Ich habe ein Mittel gegen seinen Rheumatismus gefunden, der ihn ganz unruhig machte und einige andere private Angelegenheiten verschlimmerte. Ah, poor fellow. There we go, Lion Tamer. Well done Solve for figuring that Virgil's out. problem. Hilfe gerne, ich glaube, er will auch dabei helfen, sein Graffiti zu beseitigen. Really? That's promising. I'll keep an eye out for him. So, wem werdet ihr eure Stimme geben? Well, Cynthia seems to know what he's doing. Nobody's broken the golden rule under his watch so far. Kann ich euch irgendwie umstimmen? My vote isn't for sale, if that's what you're asking. Wait, ich hab dir geholfen und ich kann dich nicht umstimmen? What? Well, Cynthia... What? Nein? Wow, ich dachte echt, das ist Rätselslösung. What? I hope you're coping. Kann ich Rufus denn doch noch umstimmen? Weil er ja eigentlich auch Malleolus gewählt hat. Oh, guck mal, er hilft jetzt tatsächlich. Das ist ja cool. Warte mal. Okay, dann kann es ja nur noch Rufus sein. Ah, you again. Wem werdet ihr jetzt eure Stimme geben? Cynthius, military man, knows what he's doing.
Kann ich euch irgendwie umstimmen? No. Dann haben wir immer noch dasselbe Scheißproblem, dass es 3-3 steht. Aber das ist meine einzige offene Quest. Und es gibt niemand anderen mehr. What? Citizen. Dich habe ich gesucht. A new face. Are they? So, wie läuft die Wahl? It must be completed by dusk. It'll be why? Wollen wir mit der Wahl beginnen? As I said, I'm very citizens. Nur mal It is kurz, time. ich muss schauen, was Let passiert. us meet to elect our magistrate. Time to go to the theater. Ja, also Dankeschön für den 22. Citizens, we have a quorate body of voters gathered here to elect the city's magistrate. The candidates are Sextus Sentius Imperiosus and late nominee Gallus Galerius Helver. Marcus Malleolus Gurges withdrew his candidacy earlier today. As agreed, we shall dispense with ballots and candidates will abstain from voting. Let's make this quick. As I say your name, call your vote. I'll start with you, Horatius. Sentius, of course. Georgius. Galerius. He saved the life of my dear friend Fabia. Dacius. Sentius. Virgil. Sentius. Ulpius. Galeria. Decius in dem Run vergessen. Don't believe a word they tell you. Salve. Hello. Yeah. Sir. Pleasure doing. Ups. Sorry. Isn't the great temple a new? Citizens, it is time. Ja, das ist halt das Problem. Time to go to the theater. Wenn man so viele Loops macht, vergisst man halt recht schnell, wann man was in welchem Loop getan hat. Und hier kann man wirklich schnell den Überblick verlieren. Definitiv. Citizens, we have a quorate body of voters gathered here to elect the city's magistrate. The candidates are Sextus Sentius Imperiosus and late nominee Gallus Galerius Helver. Marcus Malleolus Gurges withdrew his candidacy earlier today. As agreed, we shall dispense with ballots and candidates will abstain from voting. Let's make this quick. As I say your name, call your vote. I'll start with you, Horatius. Sentius, of course. Georgius. Galerius. He saved the life of my dear friend Fabia. Dacius. Galerius. Virgil. Sentius. Ulpius. Galerius, the man who saved my life. Rufius. Malleolus.
Citizens, you have made your decision. Hä? Your Ach new so, magistrate is weil er Malleolus nimmt. Das ist gar nicht 3-3 dann, sondern 3-2. been decided. Magistrate Oh lol, das habe ich ja gar nicht beachtet. I just want to say, this isn't something I ever wanted. Now that you put your trust in me, Der I'm going to do Vollpfosten everything I antwortet can ja not to let you Malleolus. down. I'll need some time to put together a list of the changes I want to make around here. But I promise you, there will be changes. My first order is that Dooley is to be freed. Horatius, release him from his cell immediately. Please. Wait, do I need to say please? I suppose not. That's it. You can all get on with your day. Nothing else to see here. Move along. Das heißt, meine ganze Questline mit Virgil hatte damit im Endeffekt überhaupt nichts zu tun. Und der Zyklus wird auch nicht unterbrochen. Super verwirrend, Alter. Das heißt, nur wenn Sentius gewählt wird, bricht das Zeug hier alles zusammen. Fortune smiles on you today, Julius. Magistrate Galerius here has ordered your release. You're going to let me out of here? Oh, Mike Level 9 safe. I'm sorry it took so long, my friend. And it wouldn't have happened at all if it wasn't for a newcomer. So be sure to offer your thanks when you can. I will. I will. Thank you, Galerius. I'm so happy. I'd love to stay and chat, but I've got a lot of work ahead of me. Why don't you go to the baths? Then tell Georgius I said you could have some new clothes. Then I want you to go home and rest. I'll speak with you soon. So, Liberator. Have Dooley released from the cell. There we go. Ich nehme da mal meine Tafel, wa? Das haben wir gelesen. So. Will Dooley jetzt nochmal mit mir quatschen? Hello? Wir sind uns schon mal begegnet, Dooley, ne? Oh, sorry. I don't remember things so good. But thank you. You're a big helper. I was locked up, but they let me out again. I'm so happy. Das freut mich. Habe ich gern You can gemacht. have my shiny plaque if you want. Habe ich schon and maybe you eingesteckt. can help me find my treasure. My friend Hannibal used to look after me, and he said he always would. But then he died. But before that, Ich aber he jetzt told wohl me if mit den anything ever Kack-Eiern happened to him, machen. I had to find something very precious. Ja, das habe ich. What was in there? Was it Jetzt sag nicht, wir golden geben ihm goldene Eier. pearls and shiny things? Do you think you could share some with me? Oh nein, noch nicht, aber ich habe dort sehr wichtige Dinge gelernt und ich denke, dass sie uns noch mehr helfen könnten. I'm confused. Hannibal said it was a precious Ach secret. so, es ist gar kein Schatz. It's not a treasure. Es ist wertvoll, nur nicht so, wie wir dachten. Oh. Alright. Ach so, wir sagen ihm jetzt einfach nur, soll sich das mit dem Schatz aus dem Kopf schlagen. Oh, look over there. Something shining. Is it treasure? Maybe it is treasure. I could see it from myself. Alter, ist er durch? So pretty. And it's just Nein, 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 du darfst das nicht einfach klauen. Wenn du jetzt den Zyklus durch... Maybe no one will mind if I Nee. Don't you dare. take it. Don't you dare. LOL! Der hat dasselbe gesagt wie The ich! many shall suffer for the sins of Dooley, the du one. Kacklappen! Oh, ich hasse ihn. Also, damit ist die Wahl doch daran schuld, dass immer ein Zyklus neu gestartet wird, weil entweder gewinnt Malleolus geht dazwischen oder Dooley verkackt's.
Das ist safe scripted. Es wird immer passieren. Die Wahl ist am Ende immer schuld, dass ein Zyklus kommt. Aber ist egal. Ich habe ja die Dings. Nur darum haben wir ihn ja befreit. Und das ist ja auch die einzige Sidequest, die jetzt noch offen ist. Tempeltür zu öffnen, oder nicht? Meine ich. Salve, friend. Das heißt, ich muss mit der das Zeug nicht machen. Also ich bin Wolfman gerade beschäftigt. Alright then. I'll get out of... Ciao, Galerius. Du interessierst mich jetzt in dem Playthrough jetzt mal nicht. Duli bleibt eingesperrt. Ach, Duli, so ein Kacklappen, Alter. Viel wichtiger ist jetzt, was im Tempel passiert. Oh, das heißt allerdings auch, dass er sich jetzt da runterstürzen wird, vermutlich. Aber ist uns egal. Ja. Müssen wir nur kurz durchskippen. Geht dann mal, ne? I can't believe this is how it ends. Ja, Ulpius, komm, spring einfach. Ich habe keine Zeit. No. Ulpius, what? Viel Glück. Ciao. Your life's in danger just as much as mine. Are you really just... Ja, ich kann euch nicht helfen. I see. Well, if... I'm out. Wherever you are. Scintilla, my love. I'm sorry. Das mich jetzt gar nicht. Ulpius, no! Das ist aber nicht das Ending, wo alle überleben, Colin. Das Ende, wo alle überleben, wird das sein, wo wir alle nach oben schicken. Zu Scintilla. Oh Lord. Das ist ja gerade überhaupt nicht der Fall. Wir wollen jetzt erstmal wissen, was in diesem Tempel ist. Sagt seinen Namen. Kein Problem. Hades, Herr der Vielen, gewährt mir eine Audienz. Nergal, tobender König, gewährt mir eine Audienz. Osiris, Herr der Stille, gewährt mir eine Audienz. Oder Pluto, Vater des Reichtums, gewährt mir eine Audienz. Die nennen ihn zwar Pluto, aber es ist ja letztendlich Hades, right? Pluto. Okay, sie wollen doch Pluto haben statt Hades. Ich weiß, sie haben immer von Pluto geredet, aber da... hey, whatever. Offensichtlich darf man... Hey, jetzt ist es falsch. Ach, erst Pluto und... Wait, what? Erst Pluto und dann Hades? Bin ich aber verwirrt. Erst die Römer, dann die Griechen. Warte mal. Erst die Römer, dann die Griechen und dann die Ägypter? Offensichtlich. Was zum... Und Assassin's Creed lässt grüßen. Was zur verfickten Hölle? Das ist ja wirklich Assassin's Creed. Wenn jetzt ein Minerva kommt und mit dem Finger schnipst und sagt, oh, du bist tot, deinstalliere ich das Spiel. Zur verfickten Hölle, Mann. Jo, das ist der Typ aus Kingdom Hearts. And here you are. Allow me to introduce myself. Hercules. As you have already gathered, confront the creator of the Golden Rule.
Nergal to the Sumerians, Osiris to the Egyptians, Hades to the Greeks, and Pluto to the Romans. But the one constant through it all has been my title. Holy shit, Alter. God of the Underworld. And I've been watching you with curiosity, mortal, ever since your arrival. You're unlike the others, aren't you? And what is more, you carry a weapon that was never intended for mortals to wield, and you do it so brazenly. But there will be time for your reckoning later. First, as a reward for undoing the desecration of my obelisk, I will allow you to satisfy your curiosity. Ask what you Was ist eure Geschichte? My story is many thousands of years long. You will need to be more specific. What do you wish to know? Alles. Du bist ein Gott, ja? It is a matter of perspective. God is a label I was given by you mortals, not one I gave myself. Your ancestors revered me because to them, my knowledge and technology made me incomprehensibly powerful, just as you might seem so to an insect. But despite all that, there are rules even I must obey. Okay, und warum seht ihr wie ein Mann aus und klingt auch so? My kin and I all adopted this form long ago, so that we might better understand and communicate with your kind. In time, we grew fond of the sensory delights it affords. Desire, joy, ecstasy, even rage and sorrow, while an acquired taste can be addictive. Darf ich auch eure wahre Gestalt sehen? No. Mensch. Long ago, I swore to Proserpina that I would remain in this form for as long as we remained among your kind. I must honor that. So, wer war jetzt die Frau zur Linken? Ich konnte mir das nicht ganz angucken, weil ich mich auf den Typen von Kingdom Hearts konzentrierte. This is my beloved. Oh. Like me, she has been known by many names. Hi. Ereshkigal to the Sumerians, Isis to the Egyptians. Ach, das ist von ihr, ja. Das macht Sinn, natürlich, klar. And Proserpina to the Romans. Or perhaps you might know her as the goddess of springtime, the cycle of life and renewal. Achso, ja, wir müssen die Schnauze halten, dass sie mit uns spricht. Your gaze lingers too long. So, und wer ist das jetzt zu eurer Rechten? Ansem, oder? That is my servant. You would have met by the river, though she wears many faces and goes by many names. Achso, sie ist dann Karen. Mutabal to the Sumerians, Kirti to the Egyptians, Charon to the Greeks, and Charon to the Romans. Her role is to ferry souls between the mortal world and this one, and to make their transition as seamless as possible. For that, she earned herself the infamous, if erroneous, moniker, the Ferryman. You will talk more later. For now, ask your questions. Ja, also ich hätte da noch ein paar andere Fragen. As you wish. Was ist das hier für ein Ort? It has come to be known simply as the Underworld, and it exists because of a wager I made long ago. Und Wager Match. Wie hoch war euer Einsatz? That is a long story. One that began over 3,000 years ago and continues to this day. You see, long ago my kin and I set out from our home on Elysium to search for other forms of life among the stars. We discovered your planet and witnessed your kind evolving from primates into something lawless and barbaric. You all but destroyed yourselves. Your 2 short lives being extinguished by violence and ignorance. Sag ich ja eh immer. Yet Proserpina saw raw potential in you, and persuaded the rest of us it would be squandered without our intervention and stewardship. So we revealed ourselves to your people in a place called Sumer. We offered guidance in agriculture, toolcraft, and law, and you called us gods. For a time you flourished. But soon you were too many for us to oversee. And as you spread from that cradle of civilization, we saw something disturbing. We had sown the seeds of dependency and confusion, and soon you returned to your old ways of violence and ignorance, this time in our name. My kin had seen enough, and gave up on your kind, condemning you as barbaric and chaotic,
scarcely more than animals. We began preparations to return to Elysium, our home world, a utopia unspoilt by conflict and unimaginable in its beauty. But my Proserpina could not bear to abandon your kind without guidance, and knowing it would force the rest of us to leave her behind, she made an extraordinary sacrifice. She gave up her immortality to descend permanently to the ranks of humankind. And so she began her inescapable trajectory toward death. Horrified, I acted swiftly. I placed her in suspended animation in a deep frozen sleep to prevent age and sickness from claiming her. And then I pleaded with Proserpina's father, who the Romans called Jupiter, to bring her with us to Elysium. It was and is my hope that once there, we might one day learn to undo what she has done to herself. But he refused. I did everything I could to persuade him, but he would not relent. He would rigidly uphold his final pronouncement. Humans were unworthy of ascension to Elysium, and no exceptions would be made. But seeing that I was aggrieved, he proposed a wager, the terms of which were as follows. If even one human city could prove itself capable of living without sin for a single year, then Proserpina and all of humanity would be permitted to join us in Elysium. My part would be to remain behind, the last of my kind, to watch over you, without interfering, and to sit in silent judgment. And so my reward has been to languish here, enduring a 3,000-year winter, waiting for the day your kind proves itself worthy of her faith in you, so that I might take her with me to Elysium and unthaw my goddess of springtime. And here I am, after all this time, still waiting. Harter Tobak eigentlich. Und wer sind eure Verwandten? There were also gods who, like me, have been known by many names, but perhaps you knew them by their Roman names. Our leader, Jupiter, as well as Neptune, Saturn, Juno, Minerva, Mars, Venus, Apollo, Diana, Vulcan, Vesta, Ceres, and of course, my beloved Proserpina. Und wer hat die Stadt gebaut? As the first wave of your kind arrived from Sumer, I had them build a city in their own fashion, so that they might be comfortable and recreate their lives here. I had them build the entrance as a vertical shaft leading to baths to cleanse them of the sins of their former lives and to prevent escape. I watched wave after wave of Sumerians arrive, and as their civilization declined over the centuries, they were replaced by Egyptians. Of course, believing themselves to be the superior civilization, the Egyptians promptly built over what had been built before, and made all the same mistakes. After another 1,000 years, the Greeks began to arrive, and then the Romans, and they all did the same thing. They built upon the underworlds of their predecessors, renamed their gods, and ensured their foundations were forgotten. Und wie habt ihr entschieden, wer hierher kommt? Also das wissen wir ja eigentlich wie mit den Münzen und Ferryman. To ensure the wager was fair, it was important that my subjects were chosen at random. To this end, I had my servant distribute 1,000 tokens fashioned from silver, a rare element at the time, across all of Sumer. Whoever died while in possession of one of them would be located by my servant and ferried to this place, with no memory of how they arrived. As the tokens were discovered, they were traded, smelted, and fashioned into trinkets, and eventually coins, spreading to Egypt like seeds on the wind. Later, when they spread to Greece, they would come to be known as Charon's Obol, or as coins for the ferryman. So. Some placed coins in the mouths of their dead, hoping they would awaken here, though they had no way of knowing which coins were fashioned from the original tokens. In fact, almost all of the tokens are accounted for, only 2 remain. And so after this wave destroys itself, as it is destined to do, your kind
will have squandered the last of its potential to ascend beyond this rock, and Proserpines along with it. Und wie haben die Menschen von der Unterwelt letztendlich erfahren? It is a regrettable story. One of the first men who came to this place was a king of Sumer and a troublemaker. To be rid of him, I returned him to his people on the condition that my servant erased his memories of this place. But the erasure did not take completely, and he told stories of this place as if describing memories of a dream. His tales were committed to writing, which came to be known as the Epic of Gilgamesh. His words were twisted and distorted over generations. Later, the Egyptians would adapt Sumer's stories of the underworld, making them wildly intricate and labyrinthine. Their Book of the Dead and Book of Gates bore less and less resemblance to this place in their priests' pursuit of profit. Then, when the Greeks began to arrive, they proved far more cunning. And in a series of incidents that will not be repeated, 5 of them escaped. A warrior named Heracles, 2 kings named Sisyphus and Theseus, a poet named Orpheus, and a Trojan named Aeneas. They each told embellished tales of this place, how to get here, and how to escape. And so from Sumer to Egypt, Greece to Rome, your kind has always told each other stories about this place, though each story contained only a seed of truth. Okay, lass uns nochmal über was anderes reden. Of course. Seid ihr also letztendlich für die goldene Regel verantwortlich? That is merely the name your people have given to it, but yes, it is my doing. Und warum werden die Leute überhaupt in Gold verwandelt? That is a story dating back to the very first wave. After the Sumerians finished building their city, the self-declared ruler threw a banquet to celebrate. Now this man was unmarried, and many women were vying to become his wife, a prestigious position of power and influence in a new world. Of all the women, 2 were particularly ambitious. Both were beautiful, and both arrived at the banquet wearing eye-catching dresses and painted faces, their hair woven in elaborate fashion. The first woman, recognizing that she would require an advantage to win the ruler's affection, draped herself in jewelry, ornate necklaces, bracelets, and rings fashioned from gold. Seeing this ostentatious display, the second woman grew envious, for she had no such jewelry at her disposal. She prayed aloud to any gods that would listen to cover her in gold, and when her prayer went unanswered, she took matters into her own hands. While the others indulged at the banquet, the second woman summoned the first for a discussion in a quiet place. She checked that nobody was watching and pushed her rival from the top of the ziggurat, where she broke her neck on the rocks below. But I was watching, and I decided to answer her prayer. I took the golden bow left behind by Diana, and I shot that woman in the heart, covering her from head to toe in a layer of molten gold. And I left her to stand there, that she might serve as a grim reminder of what befalls those who sin in my domain. But that was not enough, for the entire city was tainted by her sin, and the wager could no longer be won. So I had no choice but to wipe the slate clean. I gilded them all to make way for a new wave, and began the wager again. And to this day, each of them, and all who came after, line the halls of this city, inanimate but conscious, suspended in time with only their sight and hearing preserved, so they may bear witness to and lament the folly of your kind for eternity, as silent golden sentinels. Ich frage mich, ob ich ihn hätte mit dem goldenen Bogen anschießen können, bevor das Gespräch gestartet ist. Also ihr seid auf gut Deutsch für das Erlöschen all dieser Leben verantwortlich. I give your kind a second chance at life, as well as ample warning about my law. And when you disobey, and you always disobey, you force my hand, bringing terrible suffering upon yourselves.
And so you ask if I am the one destroying your lives. And I say, no, you destroy yourselves. I am merely the means by which you do Ich stimme zu. Und woher kommen die goldenen Bögen? When my kin departed, they left behind many relics which I inherited. A consolation prize of sorts. The golden bow originally belonged to one of my kin, who the Romans called Diana. As my collection of golden statues grew, I chose the most ferocious among them, and equipped them each with a duplicate of her bow, and tasked them with hunting down the Forsaken at my behest. Die They became Furien. known simply as Furies. Was ist denn für euch alles eine Sünde? I've always considered that the cornerstone of morality is the ability to determine right from wrong on one's own. No attempt to lay out rules like your Code of Hammurabi or your 12 Tables of the Roman Republic can ever cover all possible scenarios. This should come as no surprise to you, since the core principle has been expressed in many forms by many of your civilizations. The Egyptians made a rudimentary attempt with do to the doer to make him do. The Greeks refined it with avoid doing what you would blame others for doing. The Roman Stoics added, treat your inferior as you would wish your superior to treat you. Even the so-called cultists hiding among you often say, do unto others as you would have them do unto you. It is the simplest of concepts, and each one of you is born with the faculties required to apply it to any situation. Yet none of the peoples who expressed this rule were able to uphold it. Curious, is it not? Das ist in der Tat eigentlich dumm. Letztendlich ist das Prinzip nicht so einfach anzuwenden, wie es klingt. For you, perhaps. Und woher wisst ihr, wann jemand eine Sünde begeht? I'm able to commune with all of the statues in the city. Their ears are my ears, and their eyes are my eyes. Ist Proserpina auf die gleiche Weise mit den Statuen verbunden? If she was still conscious, I suppose she could, but she's not. Why do you ask? Oh, nur so, nur so. Hat keinen Grund. Einfach so, reine Neugierde. Then what an odd question. Ich habe hier schreckliche Dinge gesehen, die für euch keine Sünden waren. Wie konntet ihr zulassen, dass solche Sachen geschehen? Wie zum Beispiel Selbstmord und so Zeug. Do you plan to speak in sweeping generalizations? Or are you going to give me an example? Oder Erpressung. Aber ja, fangen wir doch mit Selbstmord an, was ich gerade gesagt habe. Ah, yes. The debt bondsman. Taking one's own life is a self-directed act. It is not one that is done to others, however they may be affected by it. Therefore, it cannot be said that one who commits suicide has done anything unto others. Ja, trotzdem grauenvoll. Also, das ist eine extrem wörtliche Auslegung der Regel. Applying this rule always requires us to interpret the meaning of the words. A literal interpretation helps to minimize the ambiguities of your primitive language. Also wenn unsere Sprache voller Zweideutigkeit ist, macht die Regel ja dann nicht von Natur aus subjektiv, ist ja nicht nur subjektiv und unzuverlässig? Supposing you're right, then my law has been broken, and I should turn you all to gold immediately. Is that what you want? Nein, natürlich nicht. Vergesst das. Now tell me, what other sins do you believe I have overlooked? Naja, die Schuldknechtschaft. You speak of the moneylender. How is that inconsistent with the rule? Naja, er würde nicht wegen eines Darlehens in einem 30-jährigen Arbeitsvertrag gefangen sein wollen. And he would never have signed a contract pledging his labor for 30 years. All he did was enforce the terms of a contract signed voluntarily by others. Ja, aber das ganze Konzept der Schuldknechtschaft ist wie Sklaverei. Es ist unethisch. Sie ist nach internationalem Recht verboten, wo ich herkomme. Ignoring your irritating sense of moral superiority. This is interesting. I'm curious, how do people escape poverty where you're from? Es ist üblich, einen Kredit aufzunehmen, um ein Haus zu kaufen. Oh, und an manchen Orten, um eine Ausbildung zu bezahlen. I see. And how long might it take such a person to repay their Ja, 30 Jahre ist ja gut.
I fail to see how your system of loans is significantly different to a debt bondsman signing over his labor for 30 years. Zwar nicht das gleiche, aber na gut. Now tell me, what other sins do you believe I have overlooked? Naja, wie wäre es mit Preistreiberei für lebensrettende Medizin? The merchant. How is that inconsistent with the rule I've outlined? Ist doch völlig logisch. Er würde das auch nicht wollen, dass jemand einen unverschämten Preis für die Medizin verlangt, die er brauchen würde, wenn er im Sterben liegt. I disagree. Having watched this merchant, that is precisely what he would expect from others, and he would be quite capable of paying the price anyway. Wow, toll. Da reine Spekulation. Applying this rule always requires speculation to some degree. It requires us to ask what another person would want if they found themselves in another situation. Ist sie dadurch nicht grundsätzlich subjektiv und mal wieder unzuverlässig? Not if we're wise enough to know the mind of man. Naja. Ihr glaubt jetzt, ihr kennt die Gedanken anderer Menschen? Supposing you're right, then my law has been broken. Ja, nein, natürlich nicht. Ja, und was ist mit den Experimenten an den goldenen Statuen? Also ich sag nur, das Gold von denen abschaben. The midwife in the palace, yes. How is that inconsistent with the rule? Naja, sie würde nicht wollen, dass man an ihr herumexperimentiert, nachdem man sie vergoldet hat, oder? The rule is do unto others, meaning other people. Those statues are something else now. Bloodless shadows, mere shapes of their former selves. They are forsaken. What happens to them is ja, das stimmt ja so gesehen gar nicht. Naja, egal, ich verstehe schon. Now tell me, what other sins do you believe? Also, wir haben da noch einen ganz klaren Fall von Entführung, ja? Abduction? You mean the magistrate imprisoned his daughter and his sister, I take it. He did so because she sought to escape. A sin I take particularly seriously. Better that he stops her from escaping, albeit brutishly, than I have to wipe out this entire ja, diese Diskussion hatten wir ja schon. Das sehe ich nicht so, aber ja. Er sagt dann wieder, da müsste ich euch alle auslöschen. Ich sag wieder, ja, es ist so. Now tell me, what others... Okay, Chef, pass auf. Kein Wunder, dass die Leute sagen, die Götter seien grausam. Ich habe genug gehört. Dies zeigt lediglich, wie unzuverlässig und unsachlich eure Moral ist. Ihr seid nicht besser im Unterscheiden von Recht und Unrecht als jeder Mensch. Do you honestly think you could do better? Nein, aber genau das meine ich ja. Niemand kann absolut perfekte Entscheidungen darüber treffen, was richtig und was falsch ist. Diese Macht sollte niemand haben. Ihr seid zum Tyrannen geworden. I should strike you down for that. Scheiße. Scheiße, Alter. Und wenn ihr das tätet, würdet ihr meinen Standpunkt bestätigen. Genug geredet, ich bereite dem jetzt ein Ende. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt mit dem anlegen will. Wollen wir das einfach mal machen? Ich meine, ich weiß nicht, was ich gespeichert habe. Irgendwie hätte ich ja schon Bock. Komm, ich mach das mal. Genug geredet! Bereitet dem jetzt ein Ende! Do you really think you can wound me, a god, with that primitive weapon? Holt meine Krone. Aha. Lasst es uns doch herausfinden. Pathetic. The many shall suffer for the sins of the one. Wo ist ihr Gemach? Was zum Fick ist ihr Gemach? Ist das hier? Wait. Überzeuge den Gott der Unterwelt davon, die goldene Regel aufzunehmen. Vielleicht muss ich den Philosophen hier um Hilfe bitten. Aua. Kann fliegen?
Aber da hat sie mich getroffen. Ja, ich hätte natürlich von vorher mal speichern sollen, vor ihm. Ah, bisschen doof. And here, allow me. Bla 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 bla, wir skippen alles. Ihr seid für die goldene Regel verantwortlich. Was ist für euch eine Sünde? Ich habe mein Leben schon immer so gelebt. We both know that is not true. Ich habe schreckliche Dinge gesehen. Oh, jetzt habe ich mich verklickt. Enough. Entführung, ich sehe das nicht so. Ihr habt recht und das wisst ihr. Recht in mein Gemach. Ihr mögt unsterblich sein, aber eure Geliebte ist es nicht. How dare you threaten her? The many shall suffer for the sins of the one. Muss nur im Zickzack laufen, dann kriegen wir das hin. Ah, daneben. Oh shit, getroffen. Go, go, go. Oh no! Uah. Bitte nicht treffen, bitte nicht treffen, bitte nicht treffen. Ja, die Krone wird mich bestimmt nicht unsterblich machen, aber sie wird dafür sorgen, dass ich ihn vermutlich verletzen kann. Die Frage ist halt jetzt, was ist ihr Gemach? Ausfinden. Wir machen jetzt erstmal die Quest, die mir dadurch jetzt gekommen ist. Aber das machen wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich. In der Zeit kann ich ihm ja einfach mal Aufgaben geben, damit hier Dinge passieren. Nein, kann ich ehrlich gesagt nicht. Ne, Quatsch. Entschuldigung, ich werde jetzt gehen. Wir sehen uns gleich wieder. Ich möchte jetzt die Quest angehen, die hier neu ist. Überzeuge. Vielleicht muss ich den Philosophen hier um Hilfe bitten. Das ist kein Questmarker? Wer war denn der Philosoph?
Ich erinnere mich an irgendwas mit Philosoph. Ach, der Alte. Ah. Irgendwie so in der Art sehr krumm, ja. Ja, ich will sehen, was ich tun kann. Geht dort nicht hinein, vertraut mir, bla bla bla. Mal sehen, ob der irgendwas weiß. Ah, a visitor. Gott, der kennt mich ja hier noch gar nicht. Wir hatten das Gespräch schon mal. Ihr werdet erklären, dass die Machtausübung, die erforderlich ist, um eine Utopie zu schaffen, immer nur zu einer Tyrannei führen wird. I was indeed. But we've never met before, have we? I'm sure I would have remembered. Blessed Lissa, am I losing my memory? Ja, ihr wiederholt euch ständig. I apologize. This has always been one of my darkest fears. Feeling all my accumulated knowledge slip away. So, wie würdet ihr den Gott der Unterwelt davon überzeugen, die goldene Regel aufzuheben? I assume you're asking me this as some kind of amusing hypothetical. Klar. The way you say that, you met him, didn't you? Why didn't you just say so? Okay, I'm only spannend. too happy to help. I suppose first I'd want to gather information. I'd want to know about his reasons for imposing the golden rule and what he Ja toll, das haben wir schon gemacht. If I could expose some internal inconsistency in his reasoning, some degree of hypocrisy, I might be able to compel him to change his position. Hey, da wäre ich auch von alleine drauf gekommen. As a philosopher, the saddest truth I ever learned is that all but the most enlightened opponents are more easily swayed by appeals to emotion than by reason. So the easiest path would be to find his emotional susceptibility and exploit it. If he was vain, I might try to flatter him. If he was merciful, I would try to evoke pity. As a last resort, I might figure out what he fears losing above all else, and, if I could, threaten to take it away. Though, of course, that could easily go awry. Now, go quickly while my words are still fresh in your memory. Hatte ich die Aufgabe jetzt auch vorher schon? Hallo Bienchen. Weil irgendwie geändert hat sich jetzt an der Quest nichts. Ich frage mich eigentlich eher, was für Sephonis Gemach sein soll. Oh nein, Bienchen, das ist ja ärgerlich. Also ist im Endeffekt meine jetzige Aufgabe, ihn mit Worten zu überzeugen. Mal gucken, ich muss das mit ihm nicht mal triggern.
Okay. Versuchen wir mal noch was anderes eben. Und zwar... Was ist, wenn ich ihn treffe, während er da so sitzt? The many shall suffer. Okay, es passiert nichts. Oh mein, ich kann einfach ihre Kammer zerbrechen! Oh lol! Dreh die Zeit zurück und zeige Pluton, dass du ihre Krone hast. Oh lol! Oh my! Okay. Einfach den Scheiß zertreten. Hi, Krabby. Lass mich aber jetzt noch mal ganz kurz ins Gespräch gehen. Warte. Schreckliche Dinge gesehen. Selbstmord, bla 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 bla. Na gut. Na gut. Knechtschaft, bla bla bla. Na gut. Experimente, bla bla bla. So, kein Wunder, dass er sagen, Götter seien grausam. Ich kann's besser, by the way. Ich will mal wissen, was passiert, wenn ich sage, ich kann's besser. Then you were a fool. But what else did I expect from a mortal? Now, did you have... Nee, ehrlich gesagt würde ich ganz gerne nochmal anders quatschen. Und wenn ihr das tätet, würdet ihr meinen Standpunkt bestätigen? Now, did you have... Oh nee, dann passiert gar nichts. Wait, that's it? The Roman... Oh, okay, das bedeutet... Das bedeutet im Endeffekt... Ich... muss das mit... Proserpina machen. Aha. Charon, where did you find this one? I do not remember Nee, das hat er von nicht. you. How did you come here? Hä, vielleicht wirst du in deinem hohen Alter etwas vergesslich. You would have us believe that my servant merely forgot bringing you here. Ja. That sounds improbable to me. Charon, does this mortal speak the truth? Or should I strike him down where he stands? Lol, was? Perhaps. The waters Lie over the 10 lake times. are known Lol. to have that effect. I will take you at your word. But as long as your past remains shrouded in mystery, it seems I must put your reckoning on hold. But answer this. Why have you come here? What is it you seek? Ich möchte, dass ihr der goldenen Regel ein Ende setzt. Jetzt haben wir doch wieder einen völlig anderen Weg. Your hubris is amusing, so I will allow you to make your case. But I warn you, if you anger me or waste my time with lies or wrong-headed arguments, you face death here. So, tell me, why should I put an end to the so-called Golden Rule? Keine Ahnung, was ich das anwähle. Wenn ihr das aus Liebe macht, solltet ihr wissen, dass Proserpina euch nicht liebt. I cannot Huh. know. I see what you are doing. You are trying to undermine the one thing keeping me anchored here. You are playing a dangerous game. Okay, wenn ich ihm das sage, dass sie mit mir redet, wird er mich safe töten. Bitte um Entschuldigung, ich habe mich falsch ausgedrückt. You have no idea how close you just came to eternal torment, mortal. You will need to do better. Proserpina ist ja schon gegen ihn, deswegen hilft sie mir.
Wie könnt ihr von uns erwarten, frei von Sünde zu leben, wenn ihr es nicht einmal selbst schafft? That is a very serious accusation, mortal. What sin have I committed? What evidence do you have to support it? Habt ihr nicht etwa Proserpina entführt und hier eingekerkert? Entführung war ja kein Grund für ihn. Ihr habt die Menschen gegen ihren Willen in dieser Stadt gefangen gehalten. Ihr habt hunderte Menschen schrecklich bestraft. Einige wurden für geringe Sünden bestraft, andere hatten überhaupt nichts verbrochen. Ist es nicht das? Every one of those people was guilty of failing to ensure their peers lived virtuously. They failed collectively, and so they were punished collectively. The Romans understand this, as did the Greeks. Das ergibt doch gar keinen Sinn eigentlich. Kollektivbestrafung gilt da, wo ich herkomme, als eines der schlimmsten Verbrechen schlechthin. Wenn unsere Rollen getauscht wären, dann würdet ihr auch nicht wollen, dass ich eure Sünden für andere Leute bestrafe. Keine Ahnung. Kollektivbestrafung ist eines der schlimmsten Verbrechen überhaupt. How unfortunate that we are not where you are from. Ja, okay. Wenn unsere Rollen getauscht werden, würdet ihr auch nicht wollen, dass ich euch für die Sünden anderer Leute bestrafe. Ah, but I am a god, and you are a mortal. Why would you expect me to treat you as I treat my own kind? You are not a peer. You are not a respected equal. Let me ask you this. Do you treat insects as you wish to be treated? Do you care for their well-being as you would your fellow man? Do you ensure they have food and shelter and protection from predators? Do you give them rights? Ich darf ihn nicht anlügen, also nein. Of course not, because that would be absurd, just as it would be absurd for me to treat your kind as equals. Euer Volk und das der meinen können nicht so verschieden sein, wenn ihr in jemanden von uns verliebt seid, oder? My love for her does not mean I am not superior, now that she is mortal. Aber das klingt arrogant, wie Menschen sind. Bah! For a moment I thought you might have been building to a point. But I see now you are just a hubristic little creature. Okay, anders. That is a very serious... Warte mal. Do you... Nein. Inwiefern ist euer Volk meinem Überlegen? Oh, warte mal, was kam hier noch? Achso. Where to begin? Our lifespans exceed yours by thousands of years, in which time we accumulate vast wisdom and a mastery of technology you cannot begin to imagine. Warum ist man durch Weisheit und Technologie überleben? Because that is the source of our power over you. Ihr meint also, ihr seid nicht verpflichtet, uns fair zu behandeln, weil ihr mächtiger seid als wir? You could say that. Wie sagen wir so, wie sagten schon die römischen Stoiker, behandelt eure Untergebenen so, wie ihr von eurem Vorgesetzten behandelt werden möchtet. My kin have no superiors. Jeder hat Vorgesetzte. Es gibt immer jemanden, der mächtiger ist, wenn nicht jetzt, dann in der Zukunft. I suppose there is a hierarchy among my kin, with Jupiter at the top. Behandelt ihr Menschen so, wie ihr es von euch von Jupiter wünschen würdet? Make your point, mortal. Ich will damit sagen, wenn ihr schon unsere eigenen Regeln nicht befolgen, wenn ihr eure eigenen Regeln nicht befolgen wollt, wie könnt ihr dann erwarten, dass es die Menschen tun? Let me ponder that for a moment. If you are right, then it would follow that all this time I have been in the wrong. But no, the very thought of it grieves me. How can I accept your argument when doing so would make me a tyrant and a monster?
Es ist die Wahrheit. Ihr habt Gräueltaten begangen und dazu müsst ihr euch bekennen. Your hubris grows tiresome. You will make a fine statue. What? Dieses lange Gespräch läuft darauf hinaus? Dass es am Ende doch darum geht? How dare you threaten her? Ja, at least I The tried. many shall suffer. Da wir mich nicht hitten lassen. Of the one. Die Krone jetzt erwischt. Ja, okay. Nicht hitten lassen, nicht hitten lassen, nicht hitten lassen. Fuck! Ich häng fest! Ja, das war's wohl. Oh, fuck. Oh, ist das eklig. Okay. Neuer Versuch, aber anders. Diesmal skippen wir das Gespräch. Und gehen direkt in die Vollen. Furies attack. No, you cry. Nicht hitten, nicht hitten, nicht hitten, nicht hitten, nicht hitten, nicht hitten, nicht hitten. Daneben, daneben, daneben. Oh Gott, also das ist kompliziert. So, da war noch einer, dem ich ausweichen musste. Ich meine, ich kann im Zweifel auch hier speichern, falls ich jetzt gehittet werde. Oh, ich habe überlebt. Okay, jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn ich mit Proserpinas Krone vor ihm stehe. Was er dann sagen wird. Da bin ich jetzt sehr, sehr, sehr gespannt. So, und Kamekate, ich danke dir noch für den 15. an der Stelle. So, Super Looper. Loop through time 10 times. Salve, friend. So, ich bin leider gerade super beschäftigt. Ich sehe aus wie ein Gladiator, sagt er. Interessant. Huch. Ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendeine Argumentationskette gibt, die richtig ist, aber na, viel Spaß beim Rausfinden. Ich fand meine gerade schon echt gut. Dass die jetzt in einem Kampf endet, hat mich ein bisschen enttäuscht, um ehrlich zu sein. Vielleicht kann man aber auch nur durch Argumentation gewinnen, wenn wir die scheiß Krone haben und ihm damit zeigen, dass wir auch als Mensch ziemlich mächtig sein können. Keine Ahnung, Mann. Was ja eigentlich logisch ist. Eigentlich kann es nur ein Ende mit ihm geben. Also, ich gehe schwer davon aus, dass das Ende 4 wird. And here you are. Allow me to introduce myself. As you have already got... And what... That there will be time first. As a reward. So, seht ihr das hier? Das ist Proserpinas Krone. I
I would recognize that anywhere. And yet my beloved still wears hers. What is this? How did you come by it? Von ihr, nachdem ich sie in einer anderen Zeitlinie umbrachte. You vile, despicable creature. Why would you do such a thing? And worse still, boast about it. Ich wollte sie nicht töten, aber wenn ihr die goldene Regel nicht aufhebt, werde ich es wieder tun. You have put me in an impossible position. If I refuse, you will murder her. And yet, if I agree, I will lose my wager and return to Elysium humiliated and alone. Ja, das scheint der Plan zu sein. Perhaps you are cleverer than you appear, mortal. I do not see that I have a choice in this. Your treachery and savagery have opened my eyes like nothing I have witnessed in 3,000 Gib die Menschen einfach auf, genau, geht zurück. And now you have shown me your species' true colors. And I see that Proserpina was a fool to have ever believed in you at all. This has gone on too long. It's time for me to let go of this form. Psycho. Of all of you. Ich hab's geschafft. But know this. If I abandon the wager and leave for Elysium, neither she nor your kind may ever ascend. Wir wollen lediglich in unsere Welt zurückkehren. Very well. I will have Charon make arrangements to ferry the others. But as for you, be aware you will be separated from the rest. Warum? Once this exodus begins, the events that brought you to this moment will never have taken place. Das Zeitparadoxon wieder. And you will have created a paradox. What will become of you is difficult to predict, but that is the risk you have taken by interfering in the natural flow of time. Now, are you ready? I guess. You had best pray our paths never cross again, mortal. Ja, wir haben es geschafft. So, hi Al. Oh. Das ist aber anders als beim letzten Mal. Oh. Ich denke, es wird Ende Nummer 4 sein, weil es das längste sein sollte. Vom Weg her. Und von den Aufgaben, I guess. I'm Al. Well, here I am. I'm sorry, I didn't catch your... Ich bin wohl... Apparently, they das sollte ja das gleiche Gespräch aber sein, oder? Said barely a word and entered the temple of the mysterious god, this one here, and demanded an audience. And the doors just opened up to him. Nobody knows what went on in there, but Galerius wrote the oracle must have been more persuasive than Odysseus, because the next thing he knew, the ground shook, and the voice of that god rang out over the city. The many have suffered long enough. Unfortunately, Galerius' account just sort of stops after that, leaving a lot of questions unanswered. Ach so, ne, er erzählt nur, was auf dem Ding stand. Ja, the other people who lived here. What happened to all the golden statues? And did this mysterious oracle single-handedly undo the curse that had terrorized? Da steht halt nur, als gerade noch mal was passiert ist, so wie bei dem anderen Mal, als Centilla halt das geklärt hat. Die Römer sind verrückt, das haben wir schon immer gesagt. I don't know, it reads like an earnest account to me. Anyway, I think I found a way out. Ich sag ihm einfach mal nicht, dass ich das diesmal war. Mal gucken, was dann passiert. So, du klopfst das hier wieder zu. Ja, okay. Ist klar. Ich glaube gar nicht, dass ein Ende noch das Elysium ist. Eins ist bestimmt in der Zisterne aller retten. Aber ich kann mir... Ich glaube... Ich werde gleich erklären, glaube ich, was ich denke. You're back. But
So, der kommt gleich. Mal gucken, was passiert, wenn ich anders mit ihr rede, by the way. Ich habe die Ruinen einer antiken unterirdischen Stadt entdeckt. Really? Sounds amazing. Oder das gibt ich den kompletten Teil, dass sie zur Fährtin wird. Kinda lost track. And there were Sounds like quite a... You two look exhausted. Sounds good. And you? Oh lol, es gibt dadurch einen ewig langen Dialog einfach. Oh lol, okay. Ein Jahr später. Wait, das hatten wir nicht im anderen Ending. What? Lol? Hey, you made it. It's great to see you again. Ah ja. I read your book and what the critics said about Ach, ich habe ein it. Buch geschrieben. I guess they weren't ready for your theories about the Okay. underworld. Anyway, after everything you've been through, I thought you might appreciate some good news. So after we got back to the real world, I started doing some research into the people mentioned in Galerius's tablet, and I found something strange. I'm sorry I've been so cryptic. I've been dying to tell you. I just really wanted you to see this for yourself. Why don't you head on down there? I'll catch up with you at the other end. Okay. Hä? Wait, what? There he is. Galerius, Equitia, die scheinbar zusammen sind. Dulli. You're finally here. Remember me? Ja, natürlich. Was macht ihr denn hier? It's a crazy story. After you disappeared, Karen appeared and told us she was returning us to the world. Even gave us some coins to help us start our lives over. Only, for some reason, she returned us to your world instead of ours. Anyway, I know we only ever had that one conversation, and I wasn't even sure if you'd remember me, but I wanted to say thanks for freeing us from the underworld and giving us a second chance at life. Und was habt ihr in letzter Zeit so gemacht? Oh, I used Karen's gift to buy a farm in Umbria. Got a villa on it too, with enough room for Dooley, of course. It's hard work, but I sleep soundly every night. I'm finally my own man, and I wouldn't change it for the world. Und ihr seid jetzt auch mit Equitia zusammen? I know. I can't believe my luck either. But we're engaged and living together. We're planning to get married next spring. If you're going to be around, we'd love to see you there. Das würde mir gefallen. Zählt mich dazu. Es war echt schön, euch zu sehen. Of course. Siehst zwar aus wie Meister Propper mit dem Hemd, aber ansonsten freut's mich echt. So you better keep moving. We'll speak again soon, my friend. Equitia. You're here. It's lovely to finally meet you. Galerius told me all about you. Es freut mich auch, euch zu sehen. So, you're the hero who somehow vanquished the last of the Roman gods. As I'm a priestess, you realize you've put me out of work. I'm just teasing. Actually, and it still feels a little sacrilegious to say this, I'm finding life after religion quite enjoyable. Und was habt ihr in der letzten Zeit so gemacht? Galerius and I are engaged and expecting. We've just bought a lovely villa in the countryside with room for a large family, and Dooley too, of course. It feels like the world has just opened up for us. There's so much to learn, and so many more possibilities for our children than we ever imagined. We're just so thankful for what you did for us. For all of us. Und wie geht's Livia? Oh, it's sweet of you to ask. She recovered nicely. In fact, she's here somewhere, if you'd like to ask her yourself. Das werde ich tun. Mach's gut, See you Equitia. at the wedding, I hope. Na klar, ich bin da. Dooley, Alter. Hello, I'm Dooley. Ich erinnere mich daran, wie ihr seid, Dooley. Galerius said you're very nice and a big helper. Thank you for getting us out of the bad place. I didn't like it. Und was habt ihr in letzter Zeit so gemacht? I live at Galerius and Equitia's house. They look after me now and help me remember when I forget things, like brushing my teeth. Ach, Dooley.
Es tut mir leid, dass ihr euren Schatz nie gefunden habt. Treasure? Oh, I forgot about that. I like my box now. Galerius got me a box that tells stories. Was, ein Kasten der Geschichten erzählt? Der Teddybox oder was? Egal. Ich bin froh, dass ihr glücklich seid. Mach's gut, du Liga. Bye bye. Ich dreh durch, ey. Was ein Ende, ey. Holy shit. Hallo, Lucrezia. You are here. It's nice to finally meet you. Mensch, wie geht's? Lucy is fine. I'm making an effort to blend in, as you can see. We are all trying to keep a low profile. If the world knew we died 2,000 years ago and were suddenly brought back to life 12 months ago, they'd never leave us alone. Speaking of which, I wanted to say thank you in person. I'd say the gods smile on you, but I hear you drove the last of them off. So... Und was habt ihr in letzter Zeit so gemacht? I'm studying to get into medical school. As much as I resented the responsibility of keeping everyone in the city alive, when it ended, I realized I missed it. So I guess I'll just keep saving the world, if begrudgingly, one patient at a time. Und wo ist Julia? Oh, she didn't make it. She died from poison while you were in the Great Temple. It was Oh shit, weil ich nicht am Anfang Galerius gesagt habe, er soll sie retten. Oh. It wasn't your fault. Decius is to blame. He's here somewhere too. Oh, Not that okay. anyone would talk to him. I'm not even sure how he got invited. Verstehe, war trotzdem schön euch zu sehen, Lucy. You too. Okay. Hey. Horatius. Hi there, I'm Horatius. I understand we have you to thank. Nee, die haben wir nicht aus den Augen verloren. Ich kann doch nicht damit rechnen, dass wenn ich mit dem Gott der Unterwelt fertig bin, dass alle 2000 Jahre später wieder quicklebendig sind. Sonst hätte ich mich dann natürlich vorher drum gekümmert. Das konnte ich ja nun wirklich nicht ahnen, so ein Ende. Holy shit, ey. Was habt ihr in letzter Zeit so gemacht? I'm living up north and studying in the military academy in Modena. I'm going to be an officer one day. The world's changed a lot. But some things stay the same. Would you believe we're still studying military tactics from my time? Alexander the Great, Caesar, Hannibal Barca. Still, I have to keep challenging myself to let go of old ways of thinking and embrace the new. As Seneca wrote, the ones who pioneered our paths aren't our masters, but our guides. Tut mir sehr leid, dass ihr euer Mädchen nie wiedersehen konntet. Ah, you remembered that. Thank you. I grieved for a time. But that's done. In the words of Epictetus, as those who rode behind triumphant generals remind them they are mortal, remind yourself your precious one isn't one of your possessions, but something given for now, not forever. Gesagt. Thanks. Und was ist aus eurem Kumpel Domitius geworden? He's not my... Oh, I see what you did there. Good one. He had more trouble adapting than most. He got himself disqualified from the OC. So he started some kind of underground blood sport tournament like we had in Rome. Geil ist das Suppose it denn? appealed to people's baser instincts. And they say he made some good coin, killing a bunch of men like that. But his luck finally ran out. And his life along with it. You know what they say. Live by the sword, die by the sword. Klingt, als hätte er bekommen, was er verdient hat. You're not wrong. Mann, war schön, euch wiederzusehen. And you. Das mit der UFC war echt ein Knaller, ey. Hallo, Cynthia. I take it you're the Oracle. Thanks for coming. Schön, euch wiederzusehen, Cynthia. Actually, I changed my name to Cynthia. I didn't want to be associated with Sentius. Macht Sinn. After what happened. I'm not sure if you heard, but after you drove Pluto off, Proserpina emerged from the Great Temple. She knew right away what none of us had figured out about that psychopath. He'd been keeping my little sister locked up in the upper cistern all that time. But he's been dealt with. He's... you know what? The important thing is, we'll never see him again. Was habt ihr in letzter Zeit so gemacht?
Anything I want. I'm a woman of means in a vast new world. I can go wherever and do whatever I please. Of course, I mostly just stay in my villa and have my servant Alexa summon things for me, because it's just awful out there. Barbarians everywhere. Oh, geil. Und was ist mit Sentius jetzt passiert? He's still there, all alone. The last Oh golden lol, durfte statue nie in the raus. underworld. Trapped in a metal shell, slowly losing his mind until the end of time. Eternal torment. Just what he deserves, if you ask me. Ja, ich erinnere mich, er hat damals mir mal gesagt, dass er eben ewig leben möchte, also von dem her. Then I suppose he got his Exactly. wish. Mensch, war schön, dich wiederzusehen, Cynthia. You too. See you around. Bild, ey. Ganz genau, der vergammelt jetzt in der Forgotten City. Ach, der Philosoph! I take it you're the oracle everybody's talking about. It's a pleasure to finally meet you. Mensch, wir sind uns doch schon mal begegnet, auch wenn ihr euch nicht dran erinnert. We have. I'm sorry, I don't remember. In any case, I'm Philip. Jetzt hat er uns auch endlich seinen Namen verraten, das ist Philip. Let alone the city. And now I'm living in the 21st century. What a time to be alive. And it seems I have your catabasis to thank for it. Und was habt ihr in letzter Zeit so gemacht? I'm working as a consultant to the Faculty of Classics at Cambridge University, helping fill the odd gap in their knowledge. Not that I need the money, but I do love being around enlightened minds again. Schön. My sincere thanks once again. Gerne, Philipp. Mach's gut, bis bald. Georges, der alte Grieche. Greetings. Sah jetzt aus wie ein Gigolo, aber ansonsten... It is a sincere privilege to finally make your acquaintance. I am Georgius. Weiß ich doch. I am told we have you to thank for freeing us from Hades, and for that I am most grateful. Bin gespannt, was aus Virgil geworden ist. Was habt ihr in letzter Zeit so gemacht? I am reacquainting myself with Greece. It has changed so much over the last 2000 years, I barely recognize it. This is at once heartbreaking and thrilling. Perhaps one day, once I have seen all of this new Greece and sampled her delights, I will settle down in Santorini in a villa overlooking the Azure Aegean Sea. I hope you will join me there and regale me with the story of how you faced off against the fearsome god of the underworld and won. Ich werde dort sein, gell? Was ist mit Fabian passiert? The poor sweet Ach, scheiße, ja klar, sie wurde ja auch nicht gewarnt. Das heißt, wir sehen in dem Ende jetzt 3 Leute nicht. Ulpius, Fabia und obviously Julia. Tut mir leid. War aber schön, euch wiederzusehen. So, wer liegt hier so? Decius? Natürlich Decius. Oh, hello at last. You must be the oracle I've heard so much about. I'm Decius. Hello, Decius. Listen, I wanted to express my sincere appreciation for what you did. If it wasn't for you, I'd never been able to sell all those useless old relics I accumulated. Whatever you did in that temple made me a very wealthy man. Thank you. Nichts zu danken, das war echt unbeabsichtigt in dem Fall. Such acerbic wit. I love it. Und was habt ihr in letzter Zeit so gemacht, außer offensichtlich Geld auf den Kopf gehauen? I took the money I made from selling my trinkets and started investing in the stock market. Natürlich, Stock Market, was sonst? In fact, I was hoping to ask your advice, you being the oracle and future seer and all that, on which stocks I should invest in next. I can't decide between fossil fuels, tobacco, gambling and arms. What would you recommend? Gambling? Ich kann nicht wirklich in die Zukunft sehen, ne? Also... Oh, don't be like that. You can tell your old pal Decius. I won't take no for an answer. Egal, einfach lügen. Der DVD-Verleih hat eine große Zukunft. Fernsehsendungen sind die große Erfindung. Die Printmedien werden einen riesen Comeback haben, sag ich dir. Aber letztendlich, der DVD-Verleih, der wird boomen. Oh, of course, yeah. I was just thinking the same thing. Naja. I'll go home and buy up as much stock as I can tonight. I'm gonna make a bloody Oh, fortune. Decius. Rip. Ich gehe jetzt mal, ne? Don't let me keep you. Thanks again for the tips, my friend.
Schwieriger Typ, ey. So, wen haben wir hier? Good evening. Octavia. Oh, hallo. Oh, hello. It's lovely to meet you. I've heard so much about you. Ja, freut mich auch, dich zu sehen. I'm thankful that you're here. I was sure the person who drove off the last pagan god would have more important things to do than visit the likes of us. But thank you for coming and for saving our lives. What you did was extraordinary, and I'll never forget it. Was habt ihr in letzter Zeit so gemacht? I'm living in Rome again, in a charming little flat by the Tiber. Not far from my old place. Oh, and I'm training to be a crisis counselor. After we lost Ulpius, I spent a lot of time reflecting on what I could have done differently. I couldn't shake the Jetzt frage ich mich, wäre sie dann auch, hätte sie auch das mit dem Krisending gemacht, wenn Ulpius überlebt hätte? In the end, I decided to devote the rest of my life to helping Wahrscheinlich others nicht. like him. Also auch da gäbe es wahrscheinlich noch zig andere Dialogsoptionen. Denkt dran, das war nicht eure Schuld. So I'm told, and I know that rationally. Maybe Hätte ich das gewusst, hätte ich das am Anfang halt schnell geklickt, ey. Kacke, ey. Naja, egal. War schön, euch wiederzusehen. And you. Oh, and I hope this isn't too forward, but some of us are going out for a drink after this. Ach, was trinken gehen? Ja klar, komm ich nachher mit, ne? Wonderful. I'll see you soon. Ja, im Zweifel muss ich halt nochmal neu laden und mich dann nochmal durchklicken. Livia! Greetings. Freut mich, euch wohl aufzusehen, Livia. Thank you for your kind words and for liberating us all. In all the time I was in the underworld, I never once imagined that I might end up in a place so much like Elysium. Was habt ihr so gemacht? I'm recovering. Octavia was kind enough to let me stay with her for a while, at least until I'm well enough to be independent again. Sehr nett. Habt ihr in letzter Zeit gute Gedichte gelesen? Ah, you remember that. I'm a little tired of Ovid, but that's all right. I have 2,000 years worth of poetry to catch up on now. True. I'm already up to the 19th century, and am quite enjoying the work of a fellow named Poe. I think I may have found a kindred spirit. Men have called me mad, but the question is not yet settled whether madness is or is not the loftiest intelligence. Gesagt. War schön, euch zu sehen, Livia. And you. Farewell, friend. Farewell, Livia. Bis nachher. So, dann haben wir noch natürlich Kabash. It is an honor to finally meet you, Oracle. Danke, Kabash. You know my name? Oh, of course. You are an oracle. You know many things. I too would like to offer my thanks for releasing us from that place and for your role in bringing us here. This world is truly wondrous. Was habt ihr so gemacht? For a time, I returned to Alexandria, but they have no need of another fisherman, and I came to see there is nothing for me there. Instead, I have decided to follow the custom of your youths and backpack the world. It is a great adventure, and I have met many people from many cultures. I spent the first 25 years of my life avoiding the 42 sins that would deny me access to the afterlife. Now, I think it is time I had some fun. Klingt, als hättet ihr es verdient. Indeed. Wahrscheinlich zu sehen, Kabash, gell? Hau rein. So, Virgil! It's so nice to finally meet you. I've heard so much about you. Schön, dich zu sehen, alter Haudegen. I wanted to thank you personally for getting us out of there. You're welcome. Was habt ihr so gemacht? I'm studying to be an architect again and living in a beautiful flat in Rotterdam, just down the river from Nijmegen, where I grew up. Of course, it's improved immensely since I was there last. Gleaming futuristic buildings and clean streets full of educated, accepting people. You natives of the 21st century have no idea how fortunate you are. Alles klar. You too. Mach's gut, If you're Virgil. ever in the Netherlands, I'd be happy to show you around. It's the least I could do. Na klar. Und last but not least, Hello Centilla. there.
Hallo, Centella. Oh, I go by Gabriella now. Oh, Gabriella. I didn't want to be reminded of that monster every time I heard my own name. After you drove Pluto off, Proserpina came and released me. And that monster got what was coming to him. Klingt, als hätte er bekommen, was er verdient hat. Mhm. Was habt ihr so gemacht? I'm living by myself on a little vineyard in Umbria. It's something Ulpius and I used to talk about doing. Ach nee, aber Ulpius lebt ja nicht. Oh nein, jetzt hat sie kein Ende mit Ulpius. But it's been hard. I don't know what I'm doing. And it's just not the same without him. Das bricht mir schon fast das Herz, aber wie kann ich das ahnen, ey? It just reminds me he's gone. Oh, it's hardly your fault. I'll be alright. In time. Also dann, Gabriele, mach's gut. Thanks. You too. So, Al, was wolltest du mir zeigen? Was ist hier los? There you are. I hope you enjoyed that. Schon, ja. Now, there's one more person I wanted to introduce you to. I think you know her. Sorry if I frightened you. Aurelia? Just a little joke I've been saving for a long, long time. Die Stimme kenne ich doch. Allow me to introduce myself properly. I am Proserpina. Ach, former wait. goddess of the cycle of life. Das ist Persephone. And now, a regular mortal. Stimmt, was ist mit I wanted to meet you Aurelia in person. eigentlich passiert? And thank you for freeing all these people. And me. I hate to think what would have happened to us without your intervention. So, also ihr habt mir die ganze Zeit zugeflüstert, richtig? Indeed. Suffice it to say that while Pluto was controlling the eyes and ears of each golden statue, I was able to control their tongues and whisper to you when he was distracted. I am sorry my messages were so cryptic. There were only ever brief windows in which I could speak to you without being detected. Ey, ihr habt getan, was ihr konntet. Danke dafür, ne? Und ihr habt auch die Zeitschleife geschaffen? I did. I may have given up my immortality, but I still retain my gifts as the goddess of the cycle of life and renewal. After witnessing Pluto punish countless poor souls over thousands of years, I knew this generation, the final wave, would not survive. So I tried to give them a way to buy more time. A second chance. Rather, as many second chances as they needed to avoid his wrath. So I whispered to Sentius in secret, telling him the prayer required to create a portal in my shrine. I knew the danger of humans being corrupted by godly power, and so I put a safeguard in place. I required the creator of the portal to sacrifice their own life, so that it could only be used selflessly to help others. What I did not anticipate is that Sentius would retain his accumulated memories from each previous day, and as a veteran soldier he had long since shed his fear of death. He quickly discovered that he could, in effect, prolong his own life indefinitely by exploiting the cycle. Of course, once I had taught him the prayer, I could not unteach him, and there was little I could do but wait for someone like you to come along and see him for what he was. We were all fortunate you came along when you did. Was wurde letztendlich aus Pluto? I don't know what happened to him. I haven't heard from him, and I rather hope it stays that way. Was wurde aus Sharon? Oder Karen? Oh, she inherited dominion over the underworld. Oh lol! Last time we spoke, she was working on a new world of some kind. She wouldn't say what it was, but I'd be surprised if you don't run into her again. I imagine we all will. One day. Verrückt, das war echt nett, euch kennenzulernen. And you. Although it feels like I've known you forever. Oh, and one last thing. Do you remember all those golden statues scattered throughout the city? Good. Because they remember you. Well done, my friend. Ach lol, sie hat die alle befreit. To the underworld in return, none came close to achieving what you did. Hercules, Orpheus, Theseus and Aeneas would be proud. Und sie haben mir die Statue in der Mitte da gewidmet. Ja, ich sag ja, das wird Ende 4 von 4 sein.
Das ist das längste und eindeutig bestimmt beste Ende. Okay, das war ein echt cooles Ende. Stark. Dann haben mir sehr gut gefallen. Noch besser wäre es gewesen mit den dreien, die noch gelebt hätten, aber darauf konnte man ja nicht vorbereitet sein, aber trotzdem. Absolut toll. So. Wir würden uns freuen, in Zukunft noch bessere Spiele zu machen. Noch besser! Und du kannst uns dabei helfen, indem du The Forgotten City einem Freund empfiehlst. Ich habe es Hunderten empfohlen. Macht euch da mal nicht... Keine Sorgen! Warte, muss ich gar nichts machen. Ich habe es nämlich schon allen auf Twitter gesagt. Ich habe das jedem gesagt. Und ich sag's sogar noch jedem auf YouTube. Habe ich vor. Keine Sorge. Ich habe mich tatsächlich schon mit denen auf Twitter in Verbindung gesetzt. Also von dem her, whatever. Okay. So. What's next? Okay, wir starten wieder hier. Dann ist euer Ende ja jetzt irrelevant. Das wird nämlich nicht mit Worten gehen oder so ein Scheiß, glaube ich. Okay. Das heißt, wir wären jetzt an dem Ende interessiert, wo wir alle retten. Das geht aber eigentlich gar nicht. Eigentlich muss ich den Spielstand laden. Ich muss auf jeden Fall einen neuen Zyklus jetzt starten. Weil wir jetzt versuchen, das Zisternenende zu machen. Oder nein, wir könnten auch einfach mal gucken, was passiert, wenn wir das angehen. Okay. Ja, dann, The many shall suffer for the sins of the one. Ne! Ja, ich habe schon wieder Schaden beim Fallen genommen. Da hat ein Schuss jetzt gereicht. Oh, das war ein Bullshit, ey. Ach. Lass es jetzt mal so stehen. Das ist das Spiel schön. Aber gern. Immer und immer wieder durch. Schön. Ja, ich nehme diesmal die Treppe, versprochen. The many shall suffer for the sins of the one. Ach ja. Sentios, schneller. Wart schon wieder auf dich. Was er sich wohl dabei denkt, dass ich hier einfach so drin stehe. Ja, dass ich immer alles shortcutten muss, ist alte Elder Scrolls Angewohnheit. Da stimmt man ja offensichtlich nicht bei so einem kleinen Hopser.
So, jetzt muss ich aber speichern, weil ich nicht genau weiß, was jetzt tatsächlich korrekt ist zu sagen. Und zwar... Okay, ich kann es nicht skippen. Sage ich ihm jetzt alles? Nee, ne? Weil sonst komme ich nicht in das Gespräch mit der Göttlichkeit, oder? Lass mich mal ganz kurz sagen, ich bin beschäftigt. Und dann mit der Priesterin quatschen. Weil wenn ich ihn jetzt die ganzen Sachen machen lasse, dann hat die Priesterin ja ewig und 3 Tage zu tun. Jetzt müssen wir sie leider nur finden. Das ist bei Dulli. Nein. Okay. Hey, Virgil, how much would you want to make me a bow? For the last time, Dacius, I'm not making you a bow. Die Konversation gab's noch nie. Frau Priesterin? Ja, gut. Ah, das hier. Isn't the great temple majestic? A new face. Ave. Hallo. Ich fand den Weg in den großen Tempel. You did? I'm impressed. What did you find in there? Der römische Tempel führt zu einem griechischen Tempel, der führt zu einem ägyptischen Tempel und der wiederum zum sumerischen Tempel und der führt zum Gott der Unterwelt. Wait, what? Sumerian? As in east of the Euphrates, where Babylon is? Let me see if I understand you. Our ancestors built over the Greeks' temple, copied their religion, and changed their god's name from Hades to Pluto. But the Greeks had done much the same thing to the Egyptians. And the Egyptians had done the same things to the Sumerians before them. If that's true, then I've spent my whole life serving a goddess who may well have been a copy of a copy Gibt's of jetzt a hier Priestertum auf, oder was? It's no wonder I never felt like my prayers to Vesta were answered. All that time. Who was I even talking to? Did I even know her name? Der Gott im Tempel scheint der letzte zu sein. Die anderen waren einmal hier, aber sie sind weitergezogen. I see. That is a lot to take in. I think I would like to be alone now, if you don't mind. Ehrlich gesagt macht mir das ja wohl was aus. Ave again. Did you find what... Kann ich euch ein paar Fragen zur Flucht der Unterwelt stellen? Livia hatte recht, wir sind in der Unterwelt. That is quite a lot to take in. You'll have to... Let's see. If that is... We don't have much to go on, except the old stories. I remember... Ja, die Geschichten kennen wir. Erzählt mir mehr über die direkte Konfrontation. Ich hab Asse im Ärmel. Ja, das wissen wir alles. Verratet mir mehr über die Flucht mit der Hilfe von Proserpina. As I mentioned, both Orpheus and Sisyphus were said to have persuaded Proserpina to help them escape, and Aeneas was guided to the exit. The problem is, those are the stories of a poet, a self-first Proserpina. Das ist furchtbar. If the stories are true, I imagine she's... The problem is, how do we... Leaving that aside for a moment, there is also the possibility of a spirit guide. I don't suppose you've come across... Hin und wieder höre ich die Stimmen. Kryptisch, bla bla bla. Has she told you anything that might lead you to the way out? Ich habe einen Weg gefunden zu entkommen. Weil es ein Tod ist. Aber jetzt haben wir eine neue Quest. Hallo Trana. Lausche dem Geflüster. Ich
Habe ich das Geflüster zu Scintilla geführt? Und wie bringe ich sie dazu, die Götter anzuflehen? Wegen. Oh my, I suppose. Ich muss nochmal alles irgendwie durchklicken. A cynic philosopher might. Eine gute Frage. It's an Oh, hoch. Die Frage ist halt, ob das jetzt überhaupt noch geht. Oder ob ich vorher wieder irgendwas anderes triggern muss. Aber ich habe keinen blassen Schimmer was. Oh, es ist kompliziert. Gehen wir es anders an. Wir sagen ihm jetzt, er soll alle retten. Unserem Freund hier. Salve, friend. Also, bitte warnt alle bis auf Sentius, dass wir oben zur Zisterne rennen sollen. What? That's a big... So, ich schaue mir jetzt mal an, was er tut. Er rennt auf jeden Fall weniger schnell als bei der anderen Aufgabe, by the way. Weil im Endeffekt wäre das Ende ja relativ schnell. Wenn er allen Bescheid gesagt hat, rennen da alle hoch. Ixian turns. Wir fliehen mit Scintilla und allen anderen und dann ist das Ende halt durch. Die Frage ist das ein Ende überhaupt? Wahrscheinlich? Oh, jetzt ist aber ein Jogger, ne? Jetzt sprintet er nicht mehr. So eilig kann das nicht haben. Ich glaube eher, das ist Ende 3. Hallo? Fortune smile on you, brother. Du sollst dich jetzt hier nicht anlehnen. Du sollst den anderen sagen, dass sie sich oben treffen sollen, wenn alles bebt. What? Was ist denn er für eine Kacknase? On your best behavior, I trust. Ugh, this place. Ugh, I wish. Gibt's mit dir irgendwas Neues? Nein. I thought I told you to get out of my... Okay. Ja, aber wenn Galarius jetzt nichts macht, worauf wartet dann? Regel brechen und einfach nach oben gehen? Hey,
You're not thinking about going into the cistern, are you? Ja, ich weiß Bescheid. Headshot. Bin mir zwar auch noch nicht so ganz sicher, ob die hier alle hochklettern, aber ich rede jetzt noch mal ganz kurz mit Sentilla. Um sie darauf vorzubereiten, nochmal, dass alle anderen kommen. I don't know. Who are you? Wir hatten eine Unterhaltung. Darauf wollte ich hinaus. Ich habe Galerius angewiesen, alle hierher zu führen, wenn die goldene Regel gebrochen wird, damit sie auch entkommen können. How did you know? Wait, did you hear that? He's here. He must be coming in through the door behind me. You distract him. Stay right. Ich befürchte, dass das aber dasselbe Ende ist, nur dass halt mehr überleben, weißt du, was ich meine? What did you do with Sentilla? Where is she? Ja, ihr seid menschliche Abschaum, wisst ihr das? So that is how it's going to be. Oh well, this doesn't change anything for me. So, you discovered my secret. So what? What are you going to do about it? Ey, ich habe euch gleich gesagt, dass ich brechen werde. Do you really think you can take on a Decurion with that Nope, flimsy ich nicht, little aber deine Tochter. Who? Sentilla? Yep. Where is she? I'm right here, Father. Ich glaube nicht, dass das ein unterschiedliches Ende ist, weil es ist ja dasselbe Ende, nur dass mehr Leute überleben. Weißt du was? Weißt du, das ist irgendwie so, The many shall suffer for the sins of the one. Come on, we have to go. The others should be right behind us. Hey, what's happening to you? That light, it's so bright. Jetzt müsste im Endeffekt Al einfach nur was anderes erzählen. Hi there. Gave me a bit of a fright. Thought I was in... So, ich bin Wolf. Ich hätte gehofft, du weißt das. Offenbar gelang es Sentilla und eine Handvoll anderer Bürger die Flucht, während ein Fremdling in Lichtblitz verschwand. Seltsam, das war definitiv nicht ich. I didn't for one moment think it was, but the way you say that makes me wonder. I mean, I don't understand. Ja, dann gleich beim Galgen. Abschiedsbrief. Ja, das ist dasselbe Ende, nur dass halt ein... Wie ich sag, dass er halt als Textoption sagt, jo, es haben halt ein paar mehr überlebt, weißt du? Aber das ist halt dasselbe Ende, was eigentlich recht gut erklärt. Das Hauptziel-Ursprungsort ist das Zeitparadoxon, das ist ein Ende. Die Herkulesaufgabe ist ein Ende. Und offensichtlich ist die göttliche Intervention auch ein Ende. Das sind die 3 Endings, die durch Quests, denke ich, getriggert werden. Die Frage ist nur, wie kriege ich jetzt die Option... Wie kriege ich jetzt die Option mit... I don't know what became of you, or if you'll ever read this, but Octavia, Lucretia, Oh, guck mal, der Text ist aber Horatius, anders. Equitia and I,
Ich weiß nicht, was aus euch geworden ist oder ob ihr das hier jemals lesen werdet, aber Octavia, Lucretia, Horatius, Equitia und ich werden euch für das, was ihr für uns getan habt, nie vergessen. Es schmerzt uns, dass viele unserer lieben Freunde nicht so viel Glück hatten, einschließlich Ulpius und Galerius, die heldenhaft versuchten, Duli zu retten und nie von dort zurückkamen. Oh nein. Aber es hat keinen Sinn, darüber nachzudenken, was hätte sein können. Alles, was wir jetzt tun können, ist das Geschenk anzunehmen. Ah, okay. Also manche konntest du halt einfach nicht befreien. Oh, es ist trotzdem Achievement. Es ist Ende 3. Oh, ich lieg völlig falsch. Lol, es ist doch Ende 3, wie meine erste Theorie war. Ich dachte, es ist nicht so, aber es ist doch so. Wie viele hätten wohl überlebt, wenn du dich mit dem Gott der Unterwelt entgegengestellt hättest? Ja, offensichtlich theoretisch alle. Ah. Das ist interessant. Okay. Dann sage ich euch jetzt, was zu tun ist. Wir lesen uns jetzt mal in die Achievements ein. Das ist das erste Mal jetzt, dass ich die Achievements dieses Spiels lesen werde. 11 Stück fehlen mir. Fangen wir mit dem hier an. Reach Ending 1. The many shall suffer. Ich gehe davon aus, dass das irgendwas ist. Weil, achso, jetzt habe ich es scheiße, ich wollte es bei der Einblendung sagen, was meine Theorie ist. Ihr habt doch gesehen den Streifen mit den Endings 2, 3 und 4 und 4 war ganz weit weg, weil das weiteste und längste Ending ist, weil du dafür alle Nebenquests machen musstest. 3 war halt die Option, ein paar zu retten, 2 war die Option, nur eine zu retten, weil das konntest du halt recht schnell machen und mit dem alle retten musstest du zumindest einen Teil machen, deswegen waren die relativ nah beieinander. Und die 1 ist super, super am Anfang von diesem langen Balken. Und deswegen ist meine Theorie, die sich mit The Many Shall Suffer auch irgendwie bestätigt, dass man irgendwas am Anfang des Spiels machen kann, das irgendwie alles in sich zusammenstürzt und alle gehen drauf. Aber mit Ending. Weil das Einzige, was man machen kann, ist, wenn alle draufgehen, ist sterben oder den Zyklus machen. Aber es gibt bestimmt auch irgendeine Option, dass alles den Bach runtergeht. Das wäre meine Theorie. Dann, finish the game without looping through time once. Das ist genau, und nochmal bestätigt, ich glaube, dass genau sowas passiert. Ich glaube, man kann das Spiel ganz schnell durchspielen, wenn man will, inklusive Ending 1. Irgendwie so in der Art. Minimalist, reach the best ending with the smallest number of loops. Also das Ende mit dem Gott ist the smallest amount. Ja, da müsste ich nachlesen, was es ist, weil ich es nicht weiß. Weil du ja 4 Tafeln... Oh, das bedeutet... Muss ein okay, die 100% im Stream haben sich gerade eben erledigt. Ich muss das gesamte Spiel nochmal durchspielen. Mit alle Tafeln holen. Etc. etc. Uff, das ist hart. Uff. Also es ist nicht schwer, es ist halt nur völlig unnötige Waste of Time. Naja, gut. Topple 10 peeled statues by kicking others into them. Damn, das ist mir nicht gelungen, obwohl ich jede Statue gekickt habe. Das enttäuscht mich. Walk your way through every possible confrontation. Weiß ich jetzt leider nicht, was damit gemeint ist. Read 10 different Graffiti. Habe ich nicht? Dabei habe ich da alles angeklickt. Unhygienisch. Pick up the sponge on a stick. Was für ein Schwamm auf was für ein Steckerl. Okay, und geheime Erfolge. 4 geheime Erfolge. Die werde ich mal eben nachlesen.
Was? Free the captive and shoot her captor in the face? Wem soll ich ins Gesicht schießen? Ich soll den Gefangenen befreien und dem, der ihn gefangen hält, ins Gesicht schießen. Okay. Learn the true identity of a stranger by the river. Ja, das wissen wir. Enter the upper cistern in an unconventional way. Haben wir das? Oh, dann muss ich erstmal gucken, was ich habe. Wer ist das? Italian Plumber. Ne, an so ein Achievement kann... Oh doch, haben wir. Okay. Oh, Nimble Achievement. Ich glaube, das habe ich nicht. Da haben wir was. Nimble. Dodge 3 Boulders. Zu welchem Zeitpunkt hätte ich Steinen ausweichen sollen können? Ja, Gokaso, guck das VOD. Oh lol, oh das ist natürlich ein böses Achievement, auf das du so schnell nicht kommst. Oh mein Gott. Das Allergiker-Achievement ist ja geil. Okay, pass auf. Bevor ich darüber rede, das zeige ich euch jetzt eben. Das ist witzig. Oh, dafür muss ich einen alten Spielstand laden. Einen sehr, sehr alten. Oh, ich hoffe, ich habe so einen alten. Oh, fuck. Oh, bitte sag mir, ich habe so einen alten. Ich hoffe, ich war brav, aber ich glaube, ich war brav und habe immer sehr, 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 sehr brav viele Speicherstände gemacht. Ist nur die Frage. Fuck, der Bogen ist schon golden. Fuck! Kann's nicht machen. Shit! Mein Bogen hätte noch nicht golden sein dürfen. Ah! Gut, es sollte aber nicht so lange dauern. Ja, dann muss ich es euch doch erzählen. Und zwar, das Achievement heißt Allergiker. Man hat ja den goldenen Bogen und schießt damit auf die Hornissen oben, damit die Hornissen, damit das den Boden kaputt macht, das Hornissennest. Aber man soll tatsächlich mit dem normalen Bogen drauf schießen, damit das Hornissennest runterfällt. Today is a sad day. Und die Hornissen töten dich dann. Und dich von den Hornissen töten lassen ist ein fucking Achievement. Oh. Der allererste im Palast, habe ich den da noch nicht. Are you sure? Da liegen 24 Minuten nur dazwischen. Muss ich doch. Im Palast habe ich doch schon die ganzen Leute abgeschossen. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Wisst ihr? Ich habe keinen Spielstand, wo ich den normalen Bogen noch habe. Naja, dann habe ich euch zumindest davon erzählt. Aber es ist an sich ja ganz witzig. Was fehlt mir jetzt noch? Naja, okay. Es ist tatsächlich... ja, das können wir jetzt noch machen. Beziehungsweise... Nee, das letzte Achievement, damit beende ich mein Projekt.
Das heißt... Wir müssen jetzt ein neues Spiel starten. Gucken wir, dass wir uns so schnell wie möglich das durchskippen. Hey, you're alive. Bla 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 bla. Ja, whatever. Well, it's nice to meet you. So, ich erinnere mich an kaum wann was. Bla bla bla. Fragen. Das ist alles. Bin dabei. Taschenlampe. Wie kann man das nicht... Wie kann man die Taschenlampe nicht mitbekommen haben zu kriegen? Also, naja. Los. Ach so. Der Rucksack. If you're reading this, it means I've discovered the entrance to an ancient Roman city, hidden deep underground. Its existence is long. Guck mal, ich bin hier direkt reingefallen. Eine lateinische Tafel, auf der steht, ihr, die die Stadt betreten wollt, tretet voran und ihr werdet beurteilt. Die Tugendhaften werden mit eigenem Leben im Paradies belohnt. Die Niederträchtigen werden mit Gold überhäuft. Und goldene Karaffe. The wicked shall find themselves showered in gold, but in vain. For this shall be their final resting place. Could an underground city have remained a secret for all this time? Oder? Could people have survived down there? Naja, lass mal im Zweifel. Ah, das macht verschiedene Speicherstände. Glaube ich. Ja, das habe ich gesehen. Seems there's only one way to find out. Alter, dieser Sound könnte auch straight aus der Serie Dark kommen. If I'm not back in an hour, I'm somewhere on the other side. Consider this an invitation or a warning. Nee, ich meine, ich habe sowas gelesen, dass man mit jedem Charakter eigene Spielstände hat. To whoever reads this, I'm sorry you had to find me like this. And worse. Oh, she'll suffer the same fate I did. I've spent a lifetime in this place. Ach so, liest die Steintafe wird mal einfach abgehakt. Okay, never mind then. Searching for a way out. The inscription was right. There is no way back. And here there are only two options. Death, or that godforsaken doorway into the past. I made the mistake of stepping through it. I wanted to set things right. And I tried. I really tried. Whatever I did, it took me right back to the beginning. Don't make the same mistake. Better to end it all now. And find out what awaits you beyond that portal. So. Ich bin Killer, ich habe mich verlaufen. Ich bin Killer und ich komme aus der Zukunft.
You know. So, danke. Bla bla bla, Gesetze. Follow me. Whatever. When I first arrived, I couldn't believe there were people living down So, here. ich habe nämlich eine Idee. Und der möchte ich jetzt nachgehen. Ihr erinnert euch, dass der Galerius uns erklärt, wenn wir hier lang gehen, dass hier rechts der Abgrund ist und dass da jegliche Waffen reingeworfen wurden, damit die Stadt frei von Waffen ist. Was ist, wenn es einen kleinen Pfad gibt, der mich zu einer Waffe bringt? Nur so eine Idee. Nur so eine Idee. Die Frage ist natürlich, wie käme ich runter, ohne zu sterben? Aber guck mal, lass mich mal schauen. Lass mich mal ein paar Dinge jetzt ausprobieren. Das ist nämlich so meine... Das ist auch gefühlt die einzige Theorie, die ich habe. Guck mal. Was ist, wenn wir einfach hier hingehen? Oh, ich kann nicht. Oh, what? Oh. Ich dachte, ich könnte das so Dark Souls-like machen. Und mich da in die Dings stellen. Oh, ich war auch verdächtig schnell tot. Oh nee, das war halt eine unsichtbare Wand. Das ist jetzt schon mal scheiße gelaufen. Aber was ist zum Beispiel hier drüben? Oh, auch da ist eine unsichtbare Wand. Oh. Das macht mir meine Theorie aber schnell kaputt. Nein, warte mal. Ich halte mal noch dran fest. Irgendwas sagt mir, dass das nicht die dümmste aller Ideen ist. Okay, hier ist eine unsichtbare Wand. Ich kann hier nicht hin. Ich kann hier ein bisschen rumlaufen. Aber das ist irgendwie wenig. Aber ich kann hier hochklettern. Aber da komme ich nie wieder hoch, oder? Das war's, ne? Das stackt. Ich darf hier nicht runterfallen. There's no way out. Mal kurz gucken, was passiert, wann ich gegen eine unsichtbare Wand pralle. Okay, genau da unter der Brücke kommt die unsichtbare Wand. Fortune smile on you, brother. Schade, ich fand meine Idee echt gut. Bin fast schon ein bisschen enttäuscht. Greetings, my name... Keine Zeit. Fucking unsichtbare Wände. Oh, ne, doch nicht. Es will nicht in meinen Kopf, dass diese ganzen Felsen hier so aufgebaut sind, dass es nicht irgendein Secret hier gibt. Alles unsichtbare Wand. Mann, ich fand meine Idee so gut. Shit. Fortune smile on you, brother.
Ja, das ist kacke, weil das war meine einzige Idee, wie ich vorzeitig eventuell was triggern kann. Warum ist hier nirgends ein Baum, aber der Baum steht auf Stein? Fucking unsichtbare Wände. Es wäre mir im weiteren Spielverlauf nichts aufgefallen. Keep an eye out for Scintilla, would you? Dass ich vorzeitig, keine Ahnung, Scheiße bauen kann oder so. Hinterfrage diesen Baum aber. Guck mal, ich kann hier ziemlich verdächtig gut laufen. Aber der Baum ist eine unsichtbare Wand. Scheiße. Ah, schön, ey. Ha. Kann man da drauf kommen? Nur so für mich als Hinweis? Oder ist das mehr so eine... Das findet man nur durch absoluten Zufall raus? Komm da nicht drauf? Also wäre das so eine Zufallsgeschichte. So, das passiert mehr oder weniger aus Versehen. Da kommt man drauf. 50-50 schon wieder. Habe ich schon wieder Spaß mit euch. Noch vor der Stadt. Wait, aus Versehen vor der Stadt. Also muss ich im Wald was finden. Meinen Char aussuche. Wait, muss ich einen weiblichen Char machen? The ruins are Lol, just beyond was? Ach, ach, das ist eine Klassenauswahlgeschichte. Oh, lol. Ah. Oh, das erinnert mich an sowas wie bei Outer Worlds. Bei Outer Worlds kann man das Ende des Spiels auch unglaublich schnell herbeirufen, indem man seine Intelligenz auf minus 500 IQ macht. Also so in der Art. Man muss sich dumm machen. Hey. Okay, was war hier meine Auswahl? Also Mann oder Frau war wurscht. Ja, dann bin ich halt jetzt. Well, it's nice to meet. What's the... So, also Archäologie. Oh, natürlich, die Schusswaffe. Ja, natürlich. Und ich war mit meiner Idee ja nicht mal so verkehrt. Ich wollte an eine Waffe kommen, aber ich habe im Abgrund gesucht, anstatt dass ich mir natürlich einen Char mache, der einfach eine Waffe hat. Really?
You're, you know, Wie dumm. Oh, natürlich. Hey, what are you doing? Oh, by the way, auf sie kann ich nicht schießen. Huh. Meine Taschenlampe ist jetzt eine Waffe, oder was? Okay. If you're reading this, it means I've discovered the entrance to an ancient Roman city, hidden deep underground. Oh, Benny, das war aber auch eine Szene, das sag ich dir, ey. Underground. Its existence is long forgotten. All knowledge of it lost, except in the Latin inscription here. It reads, "You who wish to enter the city, step forth and be judged. The virtuous shall be rewarded with eternal life in paradise. The wicked shall find themselves showered in gold, but in vain, for this shall be their final resting place." Could an underground city have remained a secret for all this time? Could people have survived down there, against the odds? It seems there's only one way to find out. To whoever reads this, I'm sorry you had to find me like this. And worse. Imagine, startest ein Playthrough mit einer Waffe, kommst irgendwo hin, erstmal alle Headies. Zack, 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 scheißegal. In circles, searching for a way out. The inscription was right. There is no way back. In here, there are only two options: death, or that godforsaken doorway into the past. I made the mistake of stepping through it. I wanted to set things right, and I tried. So, also, ich muss bestimmt Sentius erschießen. Was ist, wenn ich ihn erschieße, bevor er mit mir redet? The many shall suffer. Okay, dann passiert einfach das. Okay. Ja, ich muss bestimmt Sentius töten, weil der dann kein Portal machen kann und dann gibt's keinen Zyklus. Ich bin dumm und... Ich bin dumm und... Just make sure you don't get lost in any other sacred places you're not supposed to be. Can't have you disrespecting the gods by accident, can we now? But listen, most folks seem a bit confused when they get here, but you seem very lost, and in more ways than one. So let me make this nice and simple for you. Live by our law here, and we'll all get along just oh mein fine. Gott, das war ja großartig. Oh, no. Das kam unerwartet. Oh, das kam unerwartet. Oh, witzig. You, Sisyphus, attack or pursue the stone. Ove. Mal drauf klarkommen, ey. Keep an eye out for Scintilla, would you? This is a rather strange first impression, but I'm going to have to overlook it for reasons that will soon become clear. Now, you're probably wondering why I summoned you, and I'll get to that. But first, take a look at this wondrous place, would you? A secret city built deep in the mountains, many hundreds of years dass das ins ago. Gespräch geht. Aber ich will einfach nur weg von hier. More importantly, consider the miraculous... Nee, juckt mich nicht. Das Gespräch kenne ich ja. Ja.
Sicher, Stadt ohne Sünde. Well, I'm not sure, but the reason for this, if even one person, you see, the builders of this, Ja, das verstehen wir schon. Ich gebe dir jetzt einfach einen Headshot und dann gibt's kein Portal mehr. Punishment. It's extraordinary, and all that matters is that some, I know. Ja, laber mich nicht voll. Wie kommt es eigentlich, dass wir miteinander verstehen? Ich spreche gar kein Latein, so nämlich. You mean you couldn't speak Latin before you arrived here? How strange. But the gods are active here. And their Nur mal, weil wir temples die and Gesprächsoption noch nie shrines hatten. hum with power like nowhere else in the Empire. Perhaps when Proserpina brought you here, she planted the seed of Latin in your mind so that you could better serve her. Ja, wahrscheinlich wird das genauso gewesen sein. Indeed. Ganz toll. Na, das war's dann erstmal, ne? Ah, good. So, are you with me? Ich habe wohl keine Wahl. Ich breche die goldene Regel. Motherfucker. The many shall suffer for the sins of the one. Lol. Das war interessant. Oh. Hi there. Gave me a bit of a fright. Thought I was in here alone. I'm Al. Al, ich bin hier, um dich zu suchen. Well, here I am. I'm sorry, I didn't catch your name. So, finish the game without looping through time once. There we go. Nur hier bin ich. Tut mir leid, wie war euer Name doch gleich? Ich bin dumm. Really? That's strange. Ach, so strange ist es I was nicht. just reading an old tablet I found here. Well, trying. My Latin is kind of rusty, but the last entry mentioned someone with the same name. It described an event about 2,000 years ago. Someone with your name appeared in the city out of the shrine of Proserpina and murdered a local magistrate, breaking some kind of ancient law. It said that the voice of a furious god rang out, and the ground trembled and statues sprang to life, firing arrows at the city's inhabitants. Apparently, as the citizens screamed and died in pain, the stranger just vanished in a flash of light. Ja, also das war ich. What? You're saying you were here 2,000 years ago? I'm not sure I understand. Ja, dann Galgen, bla bla bla. This is... So you're saying, because a man from 2,000 years ago is dead, he never created a time portal, so I never through it, and that's why I don't remember any of this. Jetzt hast du verstanden. I guess. So what you're really to let me die all over again. I can't see how I could possibly. Seems like we're both gonna die here. Hä? Tut mir leid. Nee, ich bereue nichts. How can you say that? You murdered a man in cold blood, and now there's a city full of dead people. And it's only a matter of time before we join them. I guess all those old Latin inscriptions were right. Pro peccata unius multis dolabunt. The many shall suffer for the sins of the one. There we go, eine 1 von 4. Wie viele hätten wohl überlebt, wenn du Sentius nicht kaltblütig ermordet hättest? Easy. Kannst das Spiel also auch einfach in 10 Minuten durchspielen, ne? Oh, schön. Gut. Dann würde ich sagen, siehst du, das meine ich mit diesen verschiedenen Charts, das hatte ich nämlich schon gelesen. Dann versuchen wir jetzt das letzte zu machen. Muss nur gucken, was ich laden muss. Ich glaube, das ist der richtige. Habe ich die Krone? Yes.
Salve, friend. So, also, du musst Folgendes tun. Julia liegt im Sterben. Rufus hat Virgil bedroht. Fabia abhalten. Malleolus, danke. Und wenn ich das getan habe, überleben alle. Right? Naja. Ja, weil Dully überlebt ja auch. Okay. So, und jetzt muss ich eigentlich nur noch mal mich durch das Gespräch skippen und dann war's das. Meine ich. Und dann habe ich euch alles gezeigt, was in dem Spiel gibt, unabhängig davon, dass ich euch dann keinen Hornissentod zeige, offensichtlich. Aber ich glaube, es muss nicht sein, dass wir im Stream nochmal das gesamte Spiel durchspielen, nur mit den wenigsten Loops. Ich glaube nicht, dass da auch so viele jetzt interessiert sind. Für das eine Achievement da, mal irgendwann mal privat. Mit so einem Achievement konnte ich jetzt auch nicht rechnen. Also ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich das gesamte Spiel nochmal durchspielen muss. Ich habe mir die Achievements, wie gesagt, nicht durchgelesen. Wahrscheinlich dauert das, wenn du dich durchklickst, eine Stunde, aber... Ja, mein Gott. Muss jetzt nicht sein. Ich denke nicht, dass wir den Gott mit einer Pistole erschießen können, nein. Ich glaube, wenn ihn ein Pfeil das alles in Gold verwandelt nicht juckt, dann wird es wahrscheinlich auch keine Kackkugel. So, hier, das ist die Krone. Ich wollte sie nicht töten. Das ist der Plan. Wir wollen in unsere Welt zurückkehren. Warum? Ich bin bereit. Das war's auch schon. Ja, da kommt dann eher sowas, was du bedrohst dich mit einer Waffe aus deiner Zeit, was für ein lächerlicher Kacklappen du bist. Keine Ahnung, irgendwie so halt. Wenn man durch die Gespräche durchskippt, ist das Spiel vermutlich auch sehr kurz, weißt du? Das Spiel war ja nur so lang, weil ich auch jedes Gespräch habe durchlaufen lassen und so Zeug, ne? Also von dem her. Wenn du rein vom Gameplay das Spiel betrachtest, das geht ja natürlich deutlich fixer. Eben, das Spiel besteht halt nur aus Gesprächen und Story und nicht viel Gameplay eigentlich. Aber, und das muss man im Spiel lassen, goddammit war die Story gut. Und natürlich auch auf eine Art das dazugehörige Gameplay. Also nicht so als fest. Hätte das Gameplay nicht auch dazu beigetragen, dass das Erlebnis der Story so cool wäre, ne? Darum geht's ja. So, jetzt bin ich mal gespannt, was die drei sagen, die jetzt überlebt haben. Hey, you made it. So, die drei sind klar. Achso, das mit ihm muss passieren. So, guck mal, da ist nämlich Julia schon. Oh! The Oracle Achievement! Assemble as many people as possible in the museum. Das ist das allerbeste Ending. Alle überleben. Also alle wichtigen. Offensichtlich ist Aurelia, weil die irgendwelche Machenschaften mit dem Leo-Typen da, Malleolus, ja, irrelevant. Aber ja. Oh, hallo Julia. Hi there. You're the Oracle, right? Ja. Oh, of course. Wolf, geht es gut? Warum rede ich von mir in der dritten Person? Thank you for telling Galerius how to save my life. Schwierig. And of course, getting me and all of us out of a terrible situation. Naja, offensichtlich sterben ja alle schlechten Menschen. Auch hier Domiteros da, Malleolus Knappe da.
Der ist zwar mitgekommen in die reale Welt, aber ist in der realen Welt gestorben, weil jeder das, was er verdient. Alle schlechten Menschen haben nicht überlebt. Und Aurelia hat offensichtlich halt mit ihren komischen Abzockereien in ihrem Leben es wohl auch nicht verdient. Und dementsprechend ist natürlich Malleolus selber auch tot. Wir wissen zwar nicht genau wie, was, aber das juckt ja eigentlich auch nicht. So, jetzt erzähl mir, Julia, was hast du so gemacht? Oh, wait, da stand was von Malleolus und Claudia gerade. Oh, wait. Und eine WG in London. Wait. Die Überlebenden erzählen uns was über die nicht dabei sind? Oh, jetzt wird's interessant. It's about 30 times bigger than the Roman Empire ever was. Did you know there are entire continents Rome never knew existed? And you can travel almost anywhere in an aircraft, which is rather like flying on a Pegasus, but much more comfortable. Naja, so auf dem Pegasus fliegen, glaube ich, schon auch ganz geil. I'm just so excited. There's so much to see and learn and write about. Das freut mich. Die Welt mit neuen Augen zu sehen klingt wunderbar. I have noticed people from your time have no idea how fortunate they are. I hope to change that. One day. So, was ist eigentlich aus Malleolus und Claudia geworden? Und auch ich kann auch fragen, was mit Aurelia passiert ist. Wie geil! Ach, hör doch auf! Nur weil wir Julia gerettet haben. Mega! Ach komm. Last I heard, Malleolus kept insisting he was the last rightful ruler of the Roman Empire. Der ist in der psychiatrischen Klinik. To a psychiatric hospital. As for Claudia, she was always so viciously unhappy. Someone said she'd blown all her money on wine, trying to drink herself back to the underworld. After the horrific way they treated Ulpius and me, I can't help feeling a sense of... what's that German word? Schadenfreude? Schadenfreude? Oh, geil, ey. Ja, ich denke, ihr dürft euch so fühlen. Thank you. You're very kind. Wie geil. Malleolus ist einfach wegen seines Größenwahns in der psychiatrischen Anstalt gelandet und Claudia ist eine Alkoholikerin geworden. Aber sie sind nicht tot. Und was ist jetzt mit Aurelia passiert? Die ist im Knast. Someone told me she was boasting about getting her claws into some rich prince. Oh, sie hat einen reichen Prinzen geheiratet, oder was? From now on. Even in your time, life still isn't fair. Apparently, he'd proposed before they'd even met. And last I heard, she'd bought herself a first-class one-way ticket to join him in some exotic place called... Sag nicht Dubai oder so. Nigeria? Some people have all the luck. Aurelia ist nicht hier, weil die einen reichen Prinzen geheiratet hat. Kannst du dir das vorstellen? Also nix böse Person. Naja, macht euch keine Sorgen. Etwas sagt mir, dass sie bekommen wird, was sie verdient. Well, you are the Oracle. So I suppose I'll take your word for it. Huh. Witzig. I feel better already. Thank you. Ach so, das ist so eine Scam-Mail. So eine Spam-Mail. Darauf ist sie reingefallen? Ah, weil sie ja das nur aus Erzählungen kennt. Ah, jetzt wird ein Schuh draus. Ja, ich erinnere mich, wenn man so eine Scam-Mail wie mein reicher Onkel ist verstorben und ich muss das Geld irgendwo lagern, damit ich es nicht versteuern muss und kannst du mir schnell deine Kontodaten geben? Ja, okay, ich verstehe, worauf das hinausläuft. Alles klar. Es war wunderschön, dich wiederzusehen, Julia. Danke für die ganzen Storys, das war herzerwärmend. You too. If you're ever in London, let me know. We can go to bars and drink wine and Mensch, Julia, hättest du mir das mal vor 4 Jahren gesagt, hätte ich Bescheid gesagt, ne? Weltklasse mit der Julia in eine Bar gehen. Ich werde drauf zurückkommen, ne? I hope so. Wurde wohl noch nie um eine Überweisung gebeten, um das Vermögen des nigerianischen Prinzen zu entfrieren. Nein, Entschuldigung. Ja? Hey. Ich gebe meine E-Mails halt einfach nicht an kuriose Websites weiter, ja? Hallo, Fabio! You're the one we've been waiting for. I'm Fabia. Hallo, Fabian. I wanted to say thanks for sending Galerius to save my life. I don't know how you knew, but I would have been crushed by that shrine for sure.
Aber das ist so belohnend gerade, dass ich es geschafft habe, ein Ending mit allen Überlebenden, weil ich das Spiel halt so perfekt durchgespielt habe mit allem drum und dran. Das ist richtig schön, ey. Habe ich gern gemacht. I'm just so happy to be here with you and everyone together again, even if it's just for one more night. Und was habt ihr jetzt in letzter Zeit so gemacht? Well, it's not like I have to work with all the silver Charon gave me, so I just do what makes me happy. Mostly that means baking for my friends and looking at memes while binging TV shows in yoga pants. Jetzt erzählt ihr auch noch irgendwas von Memes, to be alive. Naja, ich freue mich einfach nur, dass ihr glücklich seid. Thank you. I really am. War schön, euch zu sehen, Fabian. You too. So, und jetzt fehlt noch Ulpius. Good evening. Der jetzt hier steht. Hallo. Hello there. Oh, Scintilla kommt dann natürlich nochmal auf mich zu sprechen, weil sie jetzt glücklich ist. Sie ist jetzt nicht mehr unglücklich. Hallo, Scintilla. Oh, I go by Gabriella now. Ah ja, stimmt, da war ja was, I didn't want to be Gabriella. reminded of that monster every time I heard my own name. After you drove Pluto off, Proserpina came and released me. And that monster got what was coming to him. Das tut mir leid, ich hatte ja keine Ahnung. Don't worry. Nobody did. Und was habt ihr in letzter Zeit so gemacht? I'm living with Ulpius on a little vineyard in Umbria. Ach, schön. It's even more wonderful than I dreamed it would be. I'm so grateful to you for making sure he's still with us. If you're ever passing through the region, I hope you'll come and visit us. Na You klar. can try some of our very own wine. Oh, lecker, mach mal so. Vielleicht mach ich das, ne? War schön, dich zu sehen, Thanks. Gabriella. You too. So, aber die wer stand neben dem Deutschen? Achso. Oh, wir haben ja auch Rufius gerettet. Rufius wäre wohl nicht... Ist nicht weggekommen wegen dem Rheuma. Ich habe Rufius völlig vergessen. Nice to meet you. Ach, lol. Freut mich zu sehen, Rufius. I go by Rufus now. Rufus, natürlich. New start, new name. Oh, and thanks, by the way, for telling Galerius how to treat my rheumatism. I probably would have lost my mind if it wasn't for that willow bark. Although, I think your people have a different name for it. Aspirin. Aspirin, I believe. Thank you. Really. Sorry, I'm no good with the mushy stuff. Was habt ihr in letzter Zeit so gemacht, Rufus? I live with Virgil in Rotterdam, not far from where he grew up. It's very... Hauptsache, er lebt jetzt mit Virgil zusammen. Das kannst du dir nicht ausdenken. And it rebuilt itself. Good place for a fresh start. Haven't decided what I'm going to do with my life yet. One adjustment at a time. Und im Übrigen, ihr hattet recht, die Statuen haben uns wirklich beobachtet. Good to know. Anyway, it was good practice for the new world. Security cameras and smartphones everywhere. Got to stay vigilant. Das ist, wahr. Leider. War schön, euch wiederzusehen, Rufus. You too. Look us up next time you're in the Netherlands. We're grateful. So, und Ulpius. It's nice to finally put a face to the name. I'm Ulpius. Hallo, Ulpius. I understand I have you to thank for sending Galerius to save my life. The way you just showed up out of the blue and stopped me from making a terrible mistake. I'll be forever in your debt. Was habt ihr so gemacht? I'm living with Gabriella in Umbria. We finally bought the little vineyard we always dreamed of. It'll be a little while before we know what we're doing, but every day I look at her
and this extraordinary new world with all its beauty, and I think, what if I'd given up hope and missed out on all of this? So we're living each day to the fullest. And we end them all the same way, sitting together on our terrace with a glass of our wine, which the locals say is almost drinkable now, and watching the sunset over the rolling hillside. And I couldn't be happier. Das freut mich. Thank you. I wouldn't be here without you. Ja, ist auch schön, zu sehen, Ulpius. Ja, gute Frage, Colin. Ist sie jetzt eigentlich immer noch Krisenberaterin, weil er sich weil er jetzt ja nicht mehr sich umgebracht hat? Oh, hello. It's lovely to meet you. I've heard so much about you. Freut mich, dich zu Thankful that you're sehen. here. I was sure that, but thank you for coming. So, jetzt erzähl, was hast du so gemacht? I'm living in Rome again, in a charming little flat by the Tiber. Nein, sie macht immer noch Krisenberaterin. Wir haben sie nur inspiriert. I just want to spend the rest of my life helping people. Es ist eine andere Zeile, I'm living. weil wir sie inspiriert haben. Naja, ist okay. Passt schon. Das war's, Leute. Werft nochmal einen Blick darauf. Es war wunderschön. Not gonna lie. Das war... Wow. Einfach nur ein grandioses Erlebnis, dieses Spiel. So. Achso. Ja, war nett, euch kennenzulernen. Whatever. Good. Because they remember you. Well done, my friend. Bravo! Of all the Kann man heroes schon mal who ever applaudieren. turned to the underworld Grandioses in Spiel. time, none came close to achieving what you did. Hercules, Orpheus, Theseus, and Aeneas would be proud. Fantastisch. Damit habe ich euch wirklich alles gezeigt im Endeffekt. Jetzt geistert mir nur eine Sache im Kopf rum. Und zwar das Achievement mit dem Beende das Spiel. Achso, mit dem guten Ende, also mit dem Ende, mit dem Hades-Ende. Ich werde jetzt mal kurz nachgucken, nur damit ich euch zumindest noch das sagen kann, wie oft man was machen müsste. Einfach nur aus Interesse. Also, was haben wir hier? So, im ersten Loop holst du dir den goldenen Bogen und den Schlüssel für den Shrine of Apollo. Was in dem Moment? Achso, nee, also in Loop 0 sozusagen. Wenn du das Spiel startest, holst du dir den goldenen Bogen und den Schlüssel zum Shrine von Apollo. Du treatest Rufus. Kümmerst dich um die Plage und den Wein. Der Wein ist wichtig? Ach so, ja klar, weil wegen der Wahl. Ja, was so aus Navia geworden ist, wurde dann wohl nie aufgelöst, ja. Dann musst du Ulpius sich töten lassen, Malleolus
Identität aufdecken. Ja, ach, deswegen den Wein. Ja, klar, macht Sinn. Dann den Namen des unbekannten Gottes erfahren. Den Philosophen treffen. Den Ägypter und die... Ach so, und dann die ganzen Scheiben. Das geht alles schon im ersten Playthrough. Krass. Oh, das ist schon lange. Das ist schon verflucht lange. Da sitzt man schon ein bisschen dran. Alleine die ganzen Dungeons ist schon eklig. Dann holst du das Gegengift. LOL. Mir fällt gerade ein, dass ich eine Sache nie geklärt habe. Oh, fuck. Um das zu beantworten, Sekrom, wie willst du in Loop 0 den goldenen Bogen holen? Es ist wohl so, dass am Anfang erzählt dir doch Virgil, dass der Schrein bröcklig ist. Du kannst es wohl schon sofort hinkriegen, dass Fabian nicht da reingeht. Weißt du, was ich meine? Aber das hat wohl irgendwie aber nicht direkt was mit Virgil zu tun, sondern da muss man wohl irgendeine ganz bestimmte Route im Spiel gehen, dass Fabia so getriggert wird. Und wenn ich dann hier gelesen habe, ah nee, okay, man muss das lesen, dass der Schrein einstürzt oder sich anhören und dann eine bestimmte Route gehen, um Fabio irgendwie ganz komisch zu triggern. Keine Ahnung, müssen wir in Ruhe durchlesen. Ja, aber mir fällt eine Sache gerade auf, unabhängig von dem... Oh, okay. Nee, da muss ich doch kein Geheimnis draus machen. Ich habe mich gerade gefragt, ihr erinnert euch an die Tür, wo die goldene Statue davor stand, die geblockt hat, mit der Truhe dahinter? Ich dachte gerade, ich würde das jetzt noch schnell machen, um rauszufinden. Aber zufälligerweise steht hier, was passiert, und das ist sehr underwhelming. Die goldene Statue bewegt sich. Das ist witzig, warum ich das gerade zufälligerweise lese, weil das sollst du machen vor dem ersten Loop. Und zwar, wenn das erste Mal die goldene Regel gebrochen wird, und da bin ich nie drauf gekommen, dann geht die Statue davon weg. Weil die Statue, die dir davor steht, ist einer der, die dich dann abschießt. Wenn die goldene Regel gebrochen ist, dann geht die von der Tür weg. Und wenn du dann in die Tür reingehst, sind in der Truhe 4000 Denarii, die du brauchst für den ersten Loop. Weil im ersten Loop rettest du dann nämlich Julia und Ulpius, beförderst Galerius zum neuen Magister, holst damit das griechische Pöttelding von Dully. Ah, das ist witzig. Ab hier kann viel schief gehen, deswegen soll man speichern. Weil Dully sorgt auf jeden Fall dafür, dass die goldene Regel gebrochen wird. Das heißt, man hat dann ein echt großes Problem. Oh, ich verstehe, was der Trick da, also was der Haken dabei ist. Wenn Dully
Wenn du die griechische Platte nimmst, sollst du sofort zu Hades gehen, aber Dully triggert die goldene Regel und dann ist der Weg zu Hades brutal schwer. Oh. Okay. Wait, what? Oh, wenn ihr dachtet, dass man dann zu Hades geht, also zu Pluto geht und dann die Kacke mit Persephone wieder macht und ihrer Krone und nochmal einen Loop macht, habt ihr euch getäuscht. Man macht nur einen einzigen Loop im Spiel. Es gibt nämlich noch einen alternativen Weg, wie die goldene Regel, wie er sagt, wir hören auf mit der goldenen Regel. Alter, da kommst du ja in 100 Jahren nicht drauf. Und zwar in der Dialogoption. Du hast auch einmal die Dialogoption plötzlich gehabt, dass du mit Karen gesprochen hast. Und da sagst du, da redest du nicht mit ihr so von wegen so, hey, du hast doch völlig vergessen, wer ich bin oder wie du mich hingebracht hast. Du sagst ganz trocken zu ihr, hi, Ibims aus der Zukunft. Und dann kommst du mit so einer Moralkeule, wie kacke die goldene Regel ist. Ja, aber das habe ich soweit alles angeklickt. Humans makes mistake, it's our nature. Perhaps we made a mistake too. He made a mistake too. Perhaps you, when you took your human form, you took on some home. We just want to return to the world. Why? Und dann skippt er, dann sagt er, okay, geh einfach. Hä? Warte mal ganz kurz. Ich habe dann noch irgendwo einen Spielstand direkt vor ihm. Kann ich den nehmen? Ah ne, da habe ich die Krone. Nevermind. Ne, ich will ja ohne Krone. Ne, habe ich die Krone, ne? Deswegen ist irrelevant. Ne, habe ich die Krone. Warte mal. Doch, das interessiert mich jetzt noch eben. Ich habe das Gespräch genauso gemacht wie hier. Als ob nur das relevant ist, dass ich von der Zukunft komme. Ach ja, okay. Es sollte aber auch so gehen. And here you are. Allow me. Also ich muss mich durch alles durchklicken. Oh, das war ganz zu viel. Ja, das ist ja interessant. That is merely the name. So, jetzt müssen wir uns hier durch alles durchklicken. Ne, hier, warte mal. That is hier, ich habe schreckliche Dinge gesehen. Und zwar muss ich hier alles durchklicken, außer die Experimente an den goldenen Statuen. So.
Then your desire... Oh ne, das war falsch. Oh lol, hä? Wait, das war falsch? Ach, ich hätte ihm zustimmen müssen. Oh, warte mal. Allow me. Ist ja kompliziert. Es muss alles grau sein, sorry. As it is Kompliziert, ey. Sache, da die richtige Gesprächsoption zu finden, ist ja absurd, ey. Und warum alles grau dafür sein muss, weiß auch kein Mensch. That is merely... Bei hier verstehe ich es ja noch, aber das davor ist ja eigentlich schon fast egal. So, also alles durchklicken. Bis auf... Achso, ich hoffe... Ne, egal. Also Experiment am Goldstadt anklicken und dann sagen I see. The midwife... They are forsaken. Also verstehe. Now tell me, what other sins do you believe I have overlooked? Ah, und dann kommt... Ah, eigentlich kommt jetzt hier was anderes. Stimmt, irgendwo kam hier dieses... Ich habe genug gehört von der ganzen Scheiße. Okay. Ah, hier. Do you honest? Oh nein, aber das ist der Grund. So, jetzt bestätigt ihr meinen dann lasst uns über was anderes reden. Das war alles. So, jetzt wird's interessant. Also, ich habe nämlich angeklickt, vielleicht wirst du in deinem hohen Alter vergesslich, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt sage, ich komme aus der Zukunft, dann halten die mich völlig für bekloppt. Aber tatsächlich ist das der richtige Punkt. Ich komme aus der Zukunft. If that is true, then I sense the intervention of someone powerful. How did you come to be in this time, mortal? Who brought you here? We cannot know. So, und jetzt wird's interessant. Ich muss jetzt hier klicken. Ich hatte mir von euch eine Antwort auf die Frage erhofft. Also hier den komplett richtigen Weg zu finden, ist halt brutales Try and Error. I do not know. My kin departed long ago, and Proserpina has slumbered for 3000 years. Er ahnt nämlich nicht, dass Proserpina daran eigentlich schuld ist, ne? So, und das ist jetzt relativ obvious. Solltet ihr es nicht wissen als Gott der Unterwelt, wie ich durch die Zeit reisen kann? Hä? Tread lightly, mortal. Enough of this. It seems I will need to put your reckoning on hold for now. But answer this. Why have you come here? What is it you seek? Also, ich möchte, dass ihr der goldenen Regel ein Ende setzt. So, und ab da habe ich alles richtig gemacht eigentlich. So I will allow you to make your case. So, was haben wir? Jetzt mal gucken. Was muss ich jetzt hier anklicken? How can you expect us to live without sin? Hier, das habe ich angeklickt. Ich sag ja, da war ich richtig. Dann muss ich anklicken. You've given terrible punishments to hundreds of people. Auch das hatte ich angeklickt. If all positions were reversed. Auch das hatte ich logischerweise. Dann klicken wir natürlich Nein. Wenn wir nicht dumm sind. Dann, inwiefern ist euer Volk meinem überlegen? Warum macht euch Technologie und Weisheit überlegen? Ich war so gut auf dem richtigen Weg, Mann. Wo habe ich verkackt? Nur wegen der Zukunftssache? So you think you're not obliged to treat us fairly? Ja, das habe ich auch angeklickt.
Wie sagten schon die Römischen, das habe ich auch gesagt. My kin. Oh no, hier bin ich falsch abgebogen. Ich habe angeklickt, das klingt arrogant. Vielleicht seid ihr nicht so anders als die Menschen, weil das finde ich ja auch eigentlich relativ richtig. Aber vielleicht war ich dazu provokativ. Tatsächlich hätte ich klicken müssen, aber sagtet ihr nicht, Jupiter sei euer Anführer? Es gibt eine Hierarchie innerhalb eurer Art. That is true. Go on. Aber, Moment, aber das hatte ich doch dann am Ende trotzdem, weil ich habe das gesagt mit behandelt ihr Menschen so, wie ihr es von Jupiter wünschen würdet. So weit war ich aber dann schon. Wo? Nee, das ist noch nicht der Haken. Wo ist der Ausstieg? Oh, hier. Ha! Ich habe nämlich gesagt, wenn ihr eure eigenen Regeln nicht befolgen könnt, wie könnt ihr dann erwarten, dass das die Menschen tun? Was du tatsächlich sagen sollst, du bist ein arroganter, amoralischer Heuchler, du bist ein Pisser, Gott der Unterwelt. Das sollst du eigentlich sagen. Ja gut, da wäre ich nicht drauf gekommen. Bah. For a moment I thought you might have been building to a point. But I see now you are just a hubristic little creature. What? Das steht da, aber soll ich anklicken? Ich habe die nächste Option aber gar nicht. Hä? Die nächste Option ist zu sagen, du bist kein Monster. Das steht hier aber nicht. What? Bin ich aber schon verwirrt. How so? And be specific. You have made a grave allegation, and I expect you to back it up. Oh lol, das ist aber auch neu. Ja, ihr habt einen schwerwiegenden Vorwurf ausgesprochen und ich erwarte, dass ihr über Beweise verfügt. Decius preist die lebensrettende Medizin an, weil er weiß, dass niemand sie mit Gewalt nehmen kann. Ah, weil wir jetzt davon Gebrauch machen, dass Leute die goldene Regel missbrauchen. True. I have witnessed him doing that. Rufus ist so paranoid geworden, dass er auf Schatten wie Virgils Sexualität anspringt. He is a volatile and confused fellow, that one. Und Malleolus hat Menschen in Schuldknechtschaft gefangen, indem er sie davon überzeugt hat, dass eine Rebellion euer Gesetz brechen würde. His cruelty does seem to grow greater by the day. Das sind alle Beispiele, die mir einfallen. Pathetic. You will need to do a lot better Da than that. fehlt was für? Wait, was könnte denn von der goldenen Regel her noch gewesen sein? Ich hatte jetzt nur 3 Beispiele, die erklären, dass die Leute die goldene Regel missbrauchen. Ich werde jetzt nicht sagen, Aurelias Lügen oder so. Da hätte noch was gefehlt? Uff. I cannot know. You have no idea. Hä, ich bin verwirrt. Nee, like, wir sind schon, was das angeht, schon durch. Do you Ich hatte das hier noch angeklickt. Ja, das war aber egal.
Das bricht es aber wieder. Warum kriege ich nicht die Option? Vielleicht ist das hier richtig. Habe ich das nicht richtig gemacht? Ich habe das mit dem arroganten Heuchler, es klingt auch einfach scheiße. Vielleicht steht das hier falsch. Im Text. Ich will damit sagen, wenn ihr schon eure eigenen Regeln nicht befolgen könnt. Oh, das wird sein. Ich erinnere mich. Da fängt er nämlich dann plötzlich an zu grübeln. Hier, da ist es. Ihr seid kein Monster. Ihr seid ein Mensch und ihr habt einen Fehler gemacht. Wait, what? What are you saying? Das hatte ich nicht angeklickt. Ich habe nicht gesagt, dass er ein Mensch ist. Hier. Menschen machen Fehler. Richtig? Das liegt doch in unserer Natur. You have spoken eloquently. And yet, if what you say is true, it follows that my wager was fatally flawed from the beginning. But that would mean Jupiter, Proserpita's father, who knew more about you than anyone, proposed a wager I could never win. Why would he do that? Naja, vielleicht hat er auch einen Fehler gemacht. A mistake? But he is the best and greatest of us. Naja, vielleicht habt ihr, als ihr menschliche Gestalt annahmt, auch einige menschliche Schwächen angenommen. Your words sting me, mortal. But perhaps it is what I deserve. As difficult as this is to admit, I have suspected as much for a long time now. Lol, so zwingst du den mit Worten in die I cannot Knie. deny it any longer. I've been so fixated on taking my beloved to Elysium that every time one of you sinned, it wore away my hope of being with her again. In time, I began to despise your kind for making her believe that you could ever be better than you are. But my rage was not born of malice, quite the opposite. Everything I have done, I did because I loved her. Who knew this empathy of yours, which you celebrate so much, could have such a dark underside? This has gone on too long. It is time for me to let go of this form, of her, of all of you. But know this, if I abandon the wager and leave for Elysium, oh, das ist das Achievement Silvertongue! Oh mein Gott, das war das letzte Gespräch, das mir im Spiel gefehlt hat. Ich habe jedes Gespräch gemacht, nur nicht das. Loge, oh my! Yes! Oh, und ich hatte mich schon gefragt, was ich denn noch tun soll. Ich habe das Spiel so gründlich gespielt. Yes! Wir wollen natürlich einfach in unsere Welt zurück. Very well. I will have Charon make arrangements to ferry the others. But as for you, oh yes, das ergibt alles Sinn jetzt. Warum? Once this exodus, ja, das kennen wir ja schon. Es ist so krass, wie viele Wege es dann quasi gibt. Damit haben wir technisch gesehen jeden Dialog gesehen. Es gibt sicherlich noch einen Dialog, den wir nicht gesehen haben. Wie zum Beispiel mit der Priesterin über dieses Gottesanbetungsding reden. Aber das ist dann wahrscheinlich nur eine einzige Option. Wahrscheinlich wird sie dann sogar sagen, ja, keine Ahnung, kann man nicht machen. Weil war ja nicht die Lösung. Die Lösung der Priester-Storyline war ja offensichtlich eine ganz andere. Das wird dann wahrscheinlich ein Satz oder so gewesen sein. Aber grundsätzlich haben wir dann jede Konversation dieses Spiels gesehen. Und damit, glaube ich, kann ich wirklich bestätigen, dass ich das Spiel quasi auf 100% gespielt habe. Bis auf natürlich diese, also in-game 100% würde ich sagen. Unabhängig von diesen sehr strangen extra Achievements.
Super. Hi, Antique. That's live. Leider, leider. Oh, hello. Hey. Good evening. Da, wo versteckst du dich? Da. Oh lol, damit trigger ich das wirklich. Okay. Good. Because they remember you. Well done, my friend. So, jetzt aber wirklich well done. Jetzt aber wirklich well done. So, jetzt fehlen eben noch 7 Erfolge und davon sind halt echt strange, wie eben durchspielen mit nur einem einzigen Loop. Warum auch immer ich das mit den Peeled-Statuen nicht geschafft habe, das ärgert mich komplett. Warum ich nicht 10 Graffitis geredet habe, weiß ich auch. Und das mit dem Sponge und das Stick, jetzt muss ich nachgucken, was damit gemeint ist. Oh, wait, ich habe eine Idee. Warte, bevor ich nachgucke, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Und zwar, ich wäre jetzt nicht drauf gekommen wegen Sponge on a Stick. Ich komme gerade auf eine Idee aufgrund des Namen des Achievements. Das Name des Achievements ist nämlich unhygienisch. Und es fällt mir nur ein einziger Ort ein, wo etwas unhygienisch sein könnte. Let me check that. Okay, für den Speedrun muss ich auf jeden Fall die Ability nehmen, 25% schneller laufen. War nämlich nicht hier. Exactly. Oh mein Gott. Stock mit Schwamm. I knew it! Das Wort unhygienisch hat's mir verraten. Ein kleiner Stock mit einem angebrachten Schwamm. Die Römer haben ihn wohl anstatt von Klopapier benutzt. Er scheint gemeinschaftlich benutzt worden zu sein. Yikes. Yes! Natürlich, Mann. Natürlich. Oh boy. Oh boy. Jetzt frage ich mich zwar immer noch, wie ich in 3 Teufels Namen nicht 10 Graffitis lesen konnte. In dem gesamten Spiel. Aber damn, ja. Natürlich. Nee, Predator. Alles Augen, aber nicht für dich gerade. Wo könnten denn noch... Was habe ich denn vielleicht nicht gelesen? Wahrscheinlich in deren ja, siehst du, auf jeden Fall, die bewegt sich halt dann, die wird dich töten und dann findest du dahinter in der Truhe 4000 Denari. Die du halt brauchst in dem ersten Playthrough. Ja, alles angesehen, aber der Kackstock gibt dann ein Achievement, ja. Den habe ich natürlich nicht mir angeguckt, nicht aufgehoben und so ein Scheiß. Ja, da musst du wohl noch ganz kurz warten. Habe ich das hier vielleicht nicht gelesen? Das habe ich doch mit Sicherheit gelesen. Da wären wir schon bei 5. Dann wären wir hier bei 6. Kann ich denn nicht 10 Graffitis im gesamten Spiel gelesen haben? Scheint mir völlig absurd. Ne, da war, glaube ich, die Ranke. So, dann wären hier 7. Oh, ich habe doch schon 7. Jetzt... Wie?
Ein bisschen Angst, dass das buggy ist. Als ob ich jetzt echt irgendwas nicht gelesen habe. Okay, ich gehe gleich nochmal hinkollern, wenn ich jetzt hier nichts weiter finde. Da, das wäre 8. Das hat mir gefehlt. Das habe ich nie gelesen. Alles klar. Ja, und die anderen Geheimen waren halt eben das mit der mit den Hornissen. Was war das andere Zeug noch? Ach so, warte mal. Stimmt, das wollte ich noch nachgucken. Was das hieß. Oh, nee. Oh, nee. Oh, okay, I see. Kann ich da... Oh, das muss ich auch im zweiten Playthrough machen. Das ist eklig. Das Deadshot Achievement. Free the captive and shoot her capture in the face. Eigentlich recht naheliegend. Wenn du Sentilla befreist... Du musst einen Spielstand haben mit der Waffe. Mit der Schusswaffe. In dem Moment, wo du Sentilla befreist, befreie sie und schießt dann dem, der sie gefesselt hat, in den Kopf. Du musst sie befreien und dann musst du dafür sorgen, dass nicht sie ihren Vater tötet, sondern du gibst ihm einen Headshot. Oh, das ist eklig. Oh. Ja, das ist natürlich machbar, aber dann kann ich meinen zweiten Playthrough, also den Speedrun-Playthrough, nicht mit der 25%igen schnelleren Geschwindigkeit anfangen. Shit, das muss ich dann mit der Schusswaffe machen. Oh. Nee, Exosuit muss ich ja trotzdem erstmal das mit dem ganzen Bogenzeug triggern. Dafür müsste ich theoretisch einen Loop machen, es sei denn, ich mache da diese komische Geschichte da. Nee, das mache ich dann ganz bequem in meinem zweiten Playthrough. Achso, und was war noch das andere? Was war's denn jetzt noch? Die zwei geheimen Deadshot? Das mit den Hornissen? Was habe ich dann noch? Nee? Oh, wenn man doch nur den Namen lesen könnte, dann wäre das jetzt etwas einfacher. Bei der Xbox konnte man die nicht aufdecken, ne? Nee. So, Moment. Ich will das jetzt noch eben wissen. Was fehlt denn noch? Alien Plumber habe ich. Psycho habe ich. Underworld Explorer habe ich. Bring the Golden Rule. Leap. Ach, das Nimble. Dodge Free Boulders. Ja, jetzt wo du sagst. Was soll denn das sein? Ach, das ist, wenn du unten beim Ägypter bist. Oh lol! Oh lol! Erinnert ihr euch, als wir unten beim Ägypter waren, der die Platte in den Untergrund geschmissen hat? Erinnert ihr euch, dass da 3 Platten mit Fallen waren, die ich natürlich nicht ausgelöst habe, weil warum sollte ich eine Platte, eine Falle auslösen? Du sollst sie auslösen und überleben.
Och, da musst du ja erstmal drauf kommen. Oh, ist das gemein. Oh, ist das gemein. Gut, kann ich dann auch verbinden mit meinem Speedrun. Damit habe ich alles geklärt. Damit habe ich alles geklärt, was in diesem Spiel noch offen ist. Das heißt, ich habe auch im Zweifel jedes Achievement jetzt noch erklärt in diesem Spiel. Damit bin ich durch. Den Speedrun mache ich, wie gesagt, nicht on Stream, nehme ihn auch nicht auf, weil das ist ja vollkommen belanglos, wie ich mich da jetzt durch jeden Dialog skippe und von A nach B renne. Das war's. Leute, das war der Forgotten City. Es war als kleines Projekt für einen Abend geplant und es wurden 3 draus, weil dieses Spiel der absolute Hammer war. Fuck me, Alter. Unbelievable. Ich bin komplett begeistert. Die 3 Jungs von Modern Storyteller, für mich absolute Genies. Unerklärlich, wie 3 Leute so ein göttliches Spiel produzieren können. War damals ja als Skyrim-Mod gedacht, ist ein eigenständiges Spiel geworden. Und ich kann nur sagen, Gott sei Dank. Weil, holy shit. Ich hoffe, diese fantastischen Menschen haben alles Geld der Welt bekommen, um das nächste Spiel in der Unreal 5 Engine in 4-5 Jahren rauszuhauen. Und das wird nochmal so ein absoluter Instant Classic. Ich bin das mal durchgegangen. Und das ist nicht gelogen. Ist für mich das zweitbeste Spiel des letzten Jahres. Not gonna lie. Das Ding hat mich so aus den Socken gehauen. Ich habe es von vorne bis hinten geliebt. Und statt eines 4-5 Stunden Streams sind jetzt letztendlich 16 Stunden draus geworden oder so. Weil das Ding einfach nur genial ist. Und ich werde das auf 100% spielen. Ich werde das platinieren, weil das Spiel hat es absolut verdient. Diesen einen extra Run werde ich mir genehmigen. Grandios. Und mit diesen Worten beende ich The Forgotten City. Und ich hoffe, dass ganz viele Menschen das noch als VOD gesehen haben und sich genauso bestätigt fühlen wie ich. Sagt gerne Bescheid in Kommentaren oder Feedback-Channel im Discord oder sonst irgendwie was. Sagt einfach Bescheid, dass ihr es geguckt habt, weil ich gesagt habe, ihr solltet es unbedingt gucken. Und sagt mir, dass es sich nicht gelohnt hat. Versteht ihr? Weil ihr könnt nicht sagen, dass es sich nicht gelohnt hat. War geil. Das war The Forgotten City.